60. Oh, stell mal wieder, der kommt, machen wir Foto. Vorschuss? Ja, ja. Die Sonne ist grau, Player Practice Match. Ah. Wie viel? Best of 5. Cool, hab. Ja, ja. Gutes Bolle.
schnell mal das Scheiß drin. Sag mir, das wird auch wieder praktisch heiß. Weißt du, musst ja Baum kriegen, oder? Als 21. Hast du schon fertig? Ah, ja, voll. Als 21? Ja, voll. 97. Mit 9, gell? Ja, voll.
Jetzt 135. Tops. Ja. 134. Achtundsechzig. Sechsundneunzig. 54. Fuck. 69. Du nachrechnen? Nein, ist nicht 44. 12 in dem Fall, ne? Ja. Ach, danke. Als Info für alle Spieler, in 25 Minuten ist Anmeldeschluss. Bitte bis dann beim Desk bei mir in der Turnierleitung melden. Wer sich nicht anmeldet, wird aus dem Turnier gestrichen.
71. Ja, ja, schon beschossen. Aha, ja. Ah, du hast noch? Ich kann ja anfangen. Sorry. Gut. Konventioneller Weg, aber genau so gut. Schon? Ja. 120. Hey. 123. Wir haben es. Ja. 63. Äh, 62, gell? Ja. Ninety, 95, 95. Nein. Alles gut. Aber kannst du mir den noch geben? 60 nicht.
Und ist auch Wohnkosten auch bei einem Verein. Und wir sind jetzt bei der Ehe, wir haben 4 Stunden gebraucht, dort haben wir 3 und das soll noch raus. Wo ich mir denke, haben wir ja, ich mach das schon mal kaputt. Das ist Horror, ey. Vielleicht lieber nachts oder Party. Wir bleiben über Nacht hier. Ja, macht Sinn, ne? Ja. So viel besser. Aber ich kann meine Aufgabe, ich habe meine Aufgabe im Auto vergessen. Und ich kann jetzt nicht rüberlaufen und legen. Nee, da werden die Haare nass, ne? Da werden die Haare nass. Ja, die Haare sind egal, aber Ja, das ist ja, das ist so richtig. Weil mit den anderen habe ich nichts getroffen, aber
Heimspiel. Wenn sie denn neu ist, oder? Heimspiel. Weißt du, ich hab gedacht, gestern bleibst du mal schön brav daheim, stehst, machst mal nichts. Hab ich auch gemacht, war schön daheim und dann ging es auf einmal los. Ich weiß es. Könnte es halt nicht. Versteckt. Ah. Hello, Aggie. Hello, Lauren.
Folgende Spieler haben sich noch nicht angemeldet. Marco Haller, Philippe Schimoes, Christopher Kaufmann, Stanislav Fritzko. Bitte jetzt anmelden. Hello, everybody, and thanks for joining the stream. We are T-minus 30 minutes away from the 5th SDC Tour event of the season, live from Giesenhofen. We'll join you very shortly for some live coverage, and we'll find out who is on our streaming board. Stay tuned. Marco Haller, Christopher Kaufmann, Stanislav Fritzko. Letzte Möglichkeit zum Anmelden.
Einen haben wir schon mal. Drei habe ich jetzt. Zwei, ja? Ja, ja. Vier. Grüß. Da drauf. Ah, stimmt. Voll. Das schauen wir mal. Ja, das sieht richtig gut aus. Die ersten Sieger. Mensch, wie geht's dir? Läuft. Total. Wollen wir noch einmal? Einmal? Ja, das geht wohl noch nie wieder weg. Außer ich mache halt die OP. Also immerhin weiß ich jetzt, wo ich lang bin. Ich sag mir nur, mittlerweile bin ich auf diesem Standpunkt, spiele ich noch weiter. Diese Schmerzen, die ich zu Hause gehabt habe, bin rumgelegen, ich habe geheult, meine Kinder haben Angst gekriegt, ich bin in der Notaufnahme, bei Nervenschmerz kann ich nicht. Wenn jemand gerne für mitspielen, bitte jetzt melden, dass ich mitspielen. Noch 2 Minuten. Null. Das ist das.
Jetzt gerade zwei. Ui. Ja, natürlich. Das halt andere Sachen. Also das Risiko ist, dass die anderen Sachen, also erstmal, dass man nicht ganz ausmacht. Wie groß ist denn die Chance, dass es alles wieder tut? Dann kann man was anderes machen noch, aber das ist alles nur so für ein paar Tage. Ich kann 2 Tage ins Krankenhaus gehen und spülen, völlig weg. Weißt, das ist eine Linderung für ein paar Wochen, aber es hat nichts auf Dauer. Nee, eben. Hast du ja vorhin noch 10 Jahre zu leben. Nein. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, mein Freund. Aber weißt du, die 180 gehen trotzdem. Ja, Und Leute auch. Man muss sich ja auch damit da. Das ist schon mal kennen, ich spiele mit Oldenburg. Unabhängig von mir sprechen wir noch mal andere. Da ist der Meter. Die alte 9 habe ich schon öfters gespielt, aber eigentlich sollte ich jetzt auch, wenn meine noch so zu mir, du, meine Mama, jetzt bei Tigers zu Hause. Darf ich Tiger das erzählen? Das ist der Geil. Ja, wo letztes Mal das Turnier gewonnen hat. Ja, wo ich nicht dabei war. Ja, ich war nicht dabei. Also das war schon geil. Hast du ja auch mit dem 6. Darts gespielt oder hast du mit keinem Darts gespielt? Nee, mit normal. Mit normal. Das ist so ein Moment, wo ich sage, eigentlich mehr. Mehr geht nicht. Klar, auch wenn es nur im Training war, aber es hat einer live gesehen. Ja, aber mehr geht Das eigentlich. hast du gerne nicht gewonnen gehabt. Nee? Der ist, glaube ich, bei 17 ausgestiegen oder 16. Bei 17 oder bei 16. weiß ich auch nicht mehr, ja. Aber der Einzige, der mir in Erinnerung ist, der mal 2 Neuner auf der Hand hat. Sehr nah dran war. Nee, also so Phil Taylor hat schon 2 gespielt und einen trainiert. Ja, ja, aber ich meine hintereinander. Ja. Das nicht, ja. Ah ja, ich schick's dir heute. Darf ich dir was sagen? Gestern erst wieder war einer meiner, hat zu mir gesagt, du kannst nicht die Stiefel reinmachen und verkaufen. Okay? Wieso nicht? Ja, weil jetzt gehst du nach Hause wieder, dann kommt dieses Problem, dann bin ich dabei. War schon geparkt, Chris? Neben dir. Ah, okay. Ich habe dein Auto auf dem Bahnhofsparkplatz stehen sehen. Oder stell ich nicht mal. Du weißt, dass du da zahlen musst, gell? Ja, ja. Okay. Weil die ja reingeschrieben Ja, haben. da stand drin kostenlos. Ne? Ja, aber das kostenlos war da unten ja nicht was gemeint. Ja, gut, ich bin mir nicht sicher, ob der Supermarkt das noch findet, wenn. Eben. Und 4 Franken geht ja, ne? Mal wieder Turnier gespielt? Nicht in letzter Zeit, aber ich spiele aktuell scheiße. Ja. Deine Guten sind aber fertig? Ja, ja. Positives? Ja, ja, die sind fertig. Also bis jetzt, das war's auch. Ich bin gerade gut dran. Unterwegs werde ich mal wieder ein. Ja, das nehme ich an der Nacht. Sanieren jetzt nicht. Ich habe eine kaufen noch oder so. Sanieren ist gerade kein Problem. Okay. Ich habe jetzt bald Urlaub. Da will ich wieder ein bisschen trainieren für Hildesheim. Im Job hat sich nichts geändert. Doch, tatsächlich. Tatsächlich? Ja. Nach dem Urlaub fange ich auf einer anderen Stelle an, die dann mal wieder zu normalen Arbeitszeiten starten. Okay. Das ist schon mal was. Was ist? Ah?
Sehr leicht. 12, 10, 6. Aufheben, wieder. Das hat einer einen Rückenhalt gehabt, ne? Das war der Witzi. Damals. Also ab und zu immer mal wieder Leute gesehen, die so ein Ding haben. Echt? Ja. Problem ist, die Messing-Dinger sind dann nicht magnetisch. Ja, das ist richtig. Hast du dich dann schon in Deutschland angemeldet? Noch nicht. Ist ja noch Zeit bis zum 15. meine ich? Ja, hast du. Nee, ich meine. Also, ne? Schweizer Tour oder. Ach so, nee, ich habe den anderen. Da habe ich gar nicht geguckt, echt? Warum? Ja, aber ich weiß nicht, oder? Also ich habe mich da jetzt noch gar nicht informiert. Du hast mir das hier nur geschickt und dann musst du halt. Okay? Wie heißt das? So, die Spielpläne werden jetzt erstellt, sind in ein paar Minuten auf den Tablets. Es hat ein paar Änderungen gegeben bei Gruppe 1. Derek Ackerbaus, George Misic und Urs Hemmerich. Also, als Info für alle Spieler, spielt bitte Zeit nach dem Spielplan, wo ihr per Mail bekommen habt. Einfach vorzuspielen, nicht, also schon nach dem Zeitplan. Alkohol ist nur in der Mitte auf den Tischen mit den Stühlen erlaubt, sonst draußen. Die Dreiergruppen bitte immer vorzuspielen. Die Dreiergruppen spielen zweimal gegeneinander.
da vor 21 Jahren würde ja. So, ich weiß nicht, irgendein Alter zwischen wenn wir 4 sind, dann steht immer Wäschli. Nehmen wir auf dem Dingplan, auf dem Mailplan. Ich kann dann auch schnell schauen. Ich weiss nicht, sind wir 3? Du bist nicht, ja, wir sind 4, dann kann ich schnell schauen auf dem Handy. Who stopped coach again? You're right, I think. You're Dennis. Yeah? Yeah, you're right for this guy. So, die Matches sind auf den Tablets. Ich wünsche allen Spielern guten Start. I play first. Are you Yannick? Yeah. Yeah. You are right.
professionellt spelare. Vilka var det på banan två andra? Precis. Kolla professionellt. Nu kijk dit, Thomas. Hij speelt wel eens Mijn best naam is eerste tegen... Ah, den schauen wir. Gegen Jochen, okay. Das ist der dem Fall, ne? Nein, es ist eben die Reise, da stimmt nie. Die da stimmt nie. Wenn du sagst, nach Spielplan gegen den Jochen, dann wird es schon stimmen. Ja. Weil der nicht eben nicht bekommen, den Spielplan. Hängt's krumm? Oder? Ist krumm. Ja, gern. Hello and welcome to SDC Tour Event 5. The players are warming up and we're ready to go. Today we'll be watching Group 11, which consists of this man here on your screen, Jochen Groudens, Patrick Strebel, Thomas Ritter, and will it be first time out of the group for our man John Double-Leak Ballhander. I am joined by my co-commentator today, Matthew Travis, and we will be here for the group stage. Then after the group stage, you will have none other than Shorty Sailor bringing you home throughout the knockout rounds. This weekend, there will be events 5 and 6 taking place across, obviously, the 32 different groups we have going on today. A few standout players today. Jochen Groudens will be one of them, but a few new faces in Liam Mendel-Lawrence and Dennis Nilsson. Dennis Nilsson also obviously taking out the Swiss national team in the World Cup. Who will win today, though? We'll find out shortly. Trav, how do you think this one's going to go? First leg is Jochen to throw first, game on. $125. $60. $66. $20. $60.
22. $83. 41. Jochen, you require 167. 41. Apologies for the delay, a few technical faults. Good opening leg from grounds here, down 41. to a finish after 15 Jochen, you darts. require Currently averaging 126. 75 in the first leg. Trav, how do you see this one going? Thanks, James. Yeah, nice to be back, and welcome to all our viewers on the live stream there. I anticipate starting with 126 for 120. goes inside. Slightly careless from grounds, but I think he'll have far too much for Patrick Strable, which is a slightly obvious comment to make. With him being over 300 points ahead in this leg. 7. Double jug is still on. Jochen, yeah, you that's, require 6. That is confirmed. Yeah, grounds is going to have far too much for Patrick, and I suspect all the other participants in this group as well. Which is no embarrassment to say. He's had far too much for far too many groups in the past. So I suppose some things just don't change when Grounds is playing. Although other things have changed quite a lot in the past about Jochen Grounds, especially in the last few weeks and months. There's been a lot of change in the scene around his reputation, should we say, or his. I feel like we should bring it up. I mean, there's been quite a lot in the media about Jochen Grounds recently. Obviously, going against the drinking culture of darts. As a big drinker yourself, Trav, and as someone who's been a big darts fan growing up in the English pub scene, what are your thoughts on the comments made by Jochen Grounds? Well, I was disappointed to hear the comments that Grounds made, but I wasn't surprised, I suppose would be my overall conclusions. I was disappointed more because of the associated damage 81. I think it does for the game. And for the SDC, which is trying to grow its consumer base, its participant base, a lot of that coming through younger players. I think it's not the kind of message you want to be portraying, or not the kind of advert that you want to be giving for the game of darts, especially when it's trying to attract new people like it is in Switzerland. Can I understand what he was saying? Can I understand that he's trying to identify problems in the game and trying to, perhaps improve it as a sport, and maybe do something about a toxic underculture that I'm sure does exist in certain elements of the game. Obviously not in Switzerland, but as a global sport. Yes, I think he has a point to be made, but I was disappointed nonetheless. 45. I think for me personally, it's one of those that when it comes from a player who is not highly ranked in the game of darts, it almost comes as almost like a comment which shouldn't be made, and it's a comment coming from someone who's been losing a few games, hasn't got onto the Euro Tour yet, and is almost blaming the drinking culture on his poor performance as well, which I don't like to see. Maybe that's just the way that I've perceived it and the way that the media's perceived it, but that's the way that it's come across. And I think on top of that as well, as you mentioned, you want to make sure you get young players into the game, and that's what the SDC is doing so well. And you don't want to have parents saying, I'm not going to bring my kids along to these events because there's going to be people drinking loads, which I can say for a starter from playing in the SDC is definitely not the case. Nope. Behind the scenes, it's very friendly, not a huge amount of drinking culture. Obviously, people are there enjoying themselves, but I would say each person is having 1 to 2 beers at most in the SDC from what I've seen. There's a very clear ruling. If you want to drink beer, perfectly fine, but don't do it in the playing venue. I mean, you can look around you here. There's no beers being consumed at the side of tables, is there? At the side of boards, at the at the little the chairs they've got behind them there. This isn't a place for drinking. This is the this is the arena. This is the amphitheatre of the sports. There's bars in the back room by all means, but Jochen, you require 149. So this is a long way away from, I guess, the picture that Jochen was describing, wasn't he? As
sort of a toxic environment for drinking. Certainly not what the SDC is 89. embodying today. 106. No, and a good little leg here from Jochen Grounens. I think taking away from his point about drinking, he's a very good spearsman. And could we see a 164 here from almost from Stradel? Just got some lingering up in the background there. I think Grounds will be thinking the same about this 60. Yeah, just a bit of pressure though. 60. Leaves himself very nicely poised here. 28 when he comes back. If he comes back, won't come back. Booyah from Jochen Grounens. And there's a metaphorical middle finger up to those having a pint in the back room right now. This joke won't get old throughout today, will it? It definitely won't. A 9 Darter wouldn't either. Oh. No, my last comment on Grounds would be he's been a real fan favourite in the SDC, hasn't he? He's been the sort of person that's been a very figurehead person within the SDC. We mentioned at our awards ceremony, James, that there's an SDC ambassador in Rocco Fulciniti for the year 2023. But this man could almost have won that award, I dare say. James, it was between a couple of people in our minds of who to give ambassador of the SDC2. Jochen Grounens could almost certainly have been one of those people, couldn't he? And considered in that kind of mindset of a real good icon, good ambassador for the game. 24. Yeah, I think it could have been Jochen Grounens. It also could have been someone like John-Dominique Bolhander, who's coming up later on today. A great ambassador for Swiss darts, but obviously not the kind of playing 45. level that you've got for someone like Jochen Grounens. And how do you think he'll get on today? Do you think he can get his way out of the group? 2 potential ambassadors in the same group. You don't hear that very often. You don't either. As we see Hans Peter Schweiter going down 3-0 early on. Not his best You do see that very often, don't you? 95. Yeah, okay, the big question for me really about Jean-Dominique today is will he win a leg? Forget... I think you're probably right. I think it is a case. Can he win a leg today? He's someone that's been obviously he works for the SDC. He's a volunteer, and he's been working hard behind the scenes. 45. $140. Yeah, he's been working hard behind the scenes, and it's good to see him continuing to play, considering he's not done that well. But here we've got Jochen Grounens. Is he about to take the opening leg of the opening match? Sorry, in this group. Quite a few results already coming in, which will round up after this game. No score. He's done it the hard way as Grounds, hasn't he? With one leg on double 1, one leg potentially on double 19. It's not been his highest average, but yeah, no, pretty hasn't. comfortable for him, to be honest. Yeah, last point on Jean-Dominique. I just hope he wins a leg today. I mean, it's been a long time coming. 41. But I'd say that's the real mountain for John today. Not getting out of the group, not winning a game. Just get that first leg on the board, and I'll be his biggest fan and loudest cheerer if he does manage to win that leg today. 19. I agree. As Jochen Grounens goes inside, while we're waiting for Jochen to clean this up, we'll give you a bit of a roundup from the other boards. Barry Nelson, the bookie, beats Maurizio Castronovinci 3-0. Tasty little game, that one. Luis Camacho win 3-0. Rocco against Ivo Fura. Great. Oh. 2 big names there. Rocco coming on top 3-0. Ronnie Liu 3-0. Alexander Zivanovic 3-1. Rocco averaging 80 in that game, Wilkes. Yeah. Playing very well. Very steady spears. Patrick Ganter, former winner, 3-0. Game shot and a match for Jochen Grounens. He does clean up 3-0 and does make his claim early on to put on a bit of pressure for the others. Good opening win for Jochen there. Yeah, it was comfortable, wasn't it, against a weaker opponent. His scoring was steady. His doubling was a little bit all over the place, wasn't it, in the first and third legs? He won't be best pleased with that, but as we said, when he was over 300 points ahead in that first leg, it's not a pressured moment, is it? His mind was probably just wandering a little bit. Exactly. Missed doubles. Yeah, I think it's one of those that he'll be happy with a win. A win's a win, nonetheless. A lot of games at the moment. Not many 3-0s on the whole. I mean, I know I rattled off about 5 or 6 there, but those seem to be the only 3-0s that we've had across the board.
Well, 3-0 games do tend to finish earlier, James, than 3-1 games or 3-2 games. No, but I'm saying in general, there's been 5 3-0s, and the rest of the games are not on 32 boards. 27 of the games not finishing 3-0. Yeah. So we haven't. Okay, yeah, good point. Good point. We haven't had John Dominique's game yet, obviously. We haven't. It's very true. Jean-Dominique will. For any of you who don't know who Jean-Dominique Bourhander is, or JD as they call him behind the scenes, he is an up-and-coming darts player. Oh, it's not Jean-Dominique. Is this Juicy Yurio? I think it might be. An old favourite from the SDC back in the day. Great spearsman, this guy, if he's in our group. It is Juicy Yurio. Good player, averages those mid-60s, high 60s. John Dominique seems to have dropped down. For those of you who are disappointed that there's no John Dominique, read it in the comments below. I heard rumours of this, James. Maybe you can do some little bit more investigatory work for me. But I heard John Dominique might actually be attending to a barbecue today behind the scenes. I wasn't aware of that, if that is the case. I know that he... Oh, hello. He's not flipping burgers, he's throwing spears. He's back. Oh boy, is he back. 26. Welcome back, John. No better way to start than that. Yeah, John Dominique is back. I thought you said he was at a barbecue today, flipping burgers. I did hear reports that he is chief burger flipper at the SDC. Oh, look who we've got in the background there. It's Dennis Nilsson giving a stare down to board 2, questioning why he's not won any of the recent opens in Finland, Denmark and Switzerland, with hoping he can conquer the Swiss darting scene. Yeah, how do you rate his chances for today, James? Dennis, of course, first time participant here in Switzerland. I would say that for me the favourite for today is Liam Mendel-Lawrence. I think Liam will start the day for me at around 3-1 favourite. I think maybe that's done him slightly dirty, maybe slightly less than that, 7-4. Maybe are we pushing it down a little bit? I think then we hop up to Dennis Nilsson is probably second favourite, around that 3-1 mark for me. Just looking at his recent performances. Then we've got some other players that are iconic in the SDC scene. So your Andy Blesses, your Jochen Grounces will be sat then around that 8, 9, 10 mark. Patrick Ganter probably out there at 15s, Sven Hoffman's at 20s. And then Camacho, Rocco probably also sat around there as well. Then you'll have a few players that are a little bit further out than that. Your likes of Lucas Daumann, Flugiger. And then you'll drop a little bit further where you find John Dominique Bourhander probably around that 1,000 mark. But this is the thing with the SDC, it's all for good fun and all for everyone to give darts a try. Not everyone here turns up to win, but turns up for the fun day out. So in conclusion to that, James, we'll be seeing go all the way then. Our Swedish Iron Man, Dennis Nilsson. For me, no. I think for me today the winner will be Liam Mendel-Lawrence, but I hope for his sake he does well. Obviously travelled far to be here. He's with Christopher, one of the other announcers. Okay. He's board 2 announcer if I'm not mistaken. We were hoping to have 2 streaming boards live today. However, the technical prowess of Markin Helder and Laurent Fent is not strong enough, unfortunately. That's a shame. I must say early on, some good grouping from John Dominique. They've not been the highest scoring, but the grouping has definitely been a lot tighter than I've seen from before. I think his areas. Apologies for the slight delay there. So yeah, some good areas from both players so far. Actually, I think this is not Patrick Strabel. It is, if I can find the name. This is
So this is a game between John-Dominique Bohanda and Thomas Ritter. Thomas Ritter throwing with Gabriel Clemen's darts. I used to use those darts myself. Very nice straight barrel. Slightly larger as you get to the front of the dart, but it looks like he holds it in the middle or towards the back, which is giving it that slight elevation when he throws. Strong follow through though, I think. But overall, I think if we're looking at who's favourite to come second in this group, I would probably price up Thomas Ritter at slightly higher than Patrick Strebel. Closest one or red or green? Red or green or outside. Yeah. So this one about to get underway shortly. We've had a few more results from around the boards, which I'll summarise for you shortly. We've had Adrian Eckert beating Patrick Ray 3-0, good win for him. Sylvan Eckhart beating Sandro Schmid. Lucas Daumann, not at his best, coming through 3-2 against Andre Christen. 51 average. Angela Henrique, 3-1 win over Patrick Schroeder. Danielle Gazioli beating Kevin Schmidt 3-0. Christoph Schumann back to his best at 3-1 win. Never done that before. Steiger beating Mike Jagley 3-1. Christian Arnold coming through a 3-2 encounter. Zaki Julie, as mentioned, 3-0 winner. Alessandro Neifler 3-1. David Milea from Ireland beating Timo Marti 3-2. Tommy Vilchnich winning 3-2 against Rafael Gossetto. And there's quite a few other results as well. But some good games. Board 28 is going to have a great clash coming up between Ronnie Liu and Andy Bless, so we'll keep an eye on that one for you. Two players who have the potential to average in the 80s. But now going back to some players who will likely average a little bit less than that. Let's have a look how Thomas Ritter and JD Bohanda get on. A couple of buffs we've had so far here, Trav. What do we think? We have. I'm noticing they're taking the darts out if they're not hitting the 25 or bullseye zones, which I'm slightly concerned about. I'm wondering if this is a new thing for the SDC, if it's a new rule. I certainly hope it isn't, on the basis of when we have games like this one. Yeah, I don't know if John is composing himself to hit the bull or to go back to 20s. I think that's for the bull. Yeah, they are taking it out still, so it must be a new rule. Yeah, that's going on in the SDC now. Okay. There we go, Thomas Ritter. We won't have to wait any longer. It's the 25. First leg is Thomas It's time to get underway. Oh, another player that's a great name that we haven't even mentioned today, Patrick Ellert. Had a great little run at SDC Tour Finals. In the Tour Finals, he did, yeah. He did. He beat the man who beat me, Manuel de Vreda. I think he could go faster. I think he's been underrated. He was in a very strong group, actually, Patrick Ehlert today. So I'll be interested to see how he gets on in board 14. Board 27 also having a bit of an exciting clash between Felix Schertz and Thomas Holdner. Thomas Holdner 1-0 down. Of course, all SDC events now have increased in size from last season to 128 players, which is a great thing for Swiss darts and a great occasion for us to be following even more better standard of darts and darts players. Good little ton there from Thomas Ritter as JD Bohanda looks to fill up the bed. Unfortunately, can't follow that first dart. Not the tight grouping that I mentioned in the warm-ups there, but 91 nonetheless. Steady 60 there from Thomas Ritter puts him in control of this leg. As JD Bohanda floats one slightly high up. And adjusts nicely into the treble 20. Some good darts here so far from JD Bohanda. Scores are level, both players averaging mid to high 60s. Yeah, no, it's good stuff. Can't say any different. I'll get it out there now, James. He's a player I get nervous watching. John Bohanda. You never know. Bohanda. Yeah, you never know what you're going to get with John Bohanda. He's floating that first one awfully high. He's not going for tops yet.
But there's the adjustment again that we were talking about earlier. He has that in the locker and he hits another 80 plus score. I don't know how he's doing this, but averaging 70 after 12 darts. Very impressed. And good tight grouping from Thomas Ritter. I think this will become too strong for him in the long run of the game. Don't know where that first dart has gone. We've lost the first dart. And the second dart, what did he score? 15 scored. So I'm assuming he went downstairs to single 7. That's why he makes me nervous, James, because he's capable of anything, this man. Will he fill up the bed for a 180? Thinks about it. Go on, Thomas, for the first one of the day. You're on live stream, Thomas. Oh, boo. Not a huge fan of that. You're playing JD, Thomas. Think about the 180. Yeah, I don't know why John decided to go down the board after his string of treble 20s. I know, he's throwing very well upstairs. Almost admitting that they were flukes. Thomas Uruguay 48. He tries there his best to leave the fish, but he's gone 10 points short. Maybe bad maths on that one. I think just bad spares. Great guide here for double 20. Ooh, can't quite use it, but should have quite a bit of time. I think he's probably going to have 15 to 24 darts at this one. Few stray spears here from John Ballhander, but there's that adjustment that we've been talking about. One high on 20, and then that stray into 1, and then into the big treble. Oh, and he's going to have a poker likely at this 102 if he can't clean up double 2, which he can't. I think one of my favourite moments of John Ballhander, and by all means in the comments you can post your own, is when John's playing Alex Fellman in the group stages of a SDC event in 2022, and John Ballhander has left the fish this time. His maths was correct, and his first dart is in treble 20 on the big fish, and it was high in the treble 20. Oh, it was the ideal mark for the fish. Safe to say the fish did not get reeled that day, but Thomas Ritter doesn't want to be mucking around here too much, though. That's the one thing they've got to be careful of. He's not found it, which means John will have a poker 89. I think he'll get a dart here. That's ridiculous. He's got the 19. Can he get the 20 and the bull? Oh, John! Aggressive. 30. Aggressive. Thomas 4. I'd have thought I'd see the day. He's teasing Thomas Ritter. John. Do not do that, Thomas Ritter. That is horrible. This is why he makes me nervous. I assume that was a deliberate dart for treble 10. Not that he's back towards that treble 10 again. 14. He's an entertaining player to watch, I must say. $30. Sorry, John. He's still got an opportunity in this leg. Sorry, John. Thomas Ritter didn't punish that early start of 14. But John's popping out with 6. He's one of my favourite people to watch, John Ballhander, just because you don't know what you're going to get. And I feel like he still loves the game of darts more than anyone that I know in that venue. He always turns up despite having never won a leg, and I think just everyone who works at the SDC is just so keen for him to do so. This might be a silly thing to say, but I think his level of darts that we've seen over this first leg and a half, he's actually showed signs of improvements as well. I mean, you don't hit that many treble 20s and 19s by fluke. Anyone can fluke 1 treble, maybe 2 trebles. If you hit a leg, I think John hit 5 or 6 big trebles in that leg. 4 or 5 treble 20s and a treble 19. You don't do that if you're not a reasonably experienced, reasonably well practiced darts player. Those are 3 of the best spears I've ever just seen JD throw. Like, the areas around the treble 20 is actually not horrendous. Like, I think we watched him last time against the other SDC volunteer, Felix Franca, yes, who did have a few stray ones. Apologies there for the emails popping up on screen. JD Ballhander looking for this 180 here that he's been teasing us with. 68. Rather surprising.
rather surprising little result coming through here, Will. It's on board 31. Liam Mendy-Lawrence is 2-0 up, but he's averaging 57. I think it's one of those when you've not got that pressure. Sometimes you can just see your average little plummet a little bit. I know. For us previously, we've both got those high 70s, low 80s in the locker, and in our group stage games, it always tends to be knocking around that 60 average. He's really taking 30 points off what he knows he can average there, Liam. Yeah, I still think he'll be too strong come the latter rounds. He'll just be hoping that board 31 doesn't face this board in the next round, because he might have to play JD Bohander. Thomas, you require 86. Jochen Grounds is looking like he's going to top the group with this standard of the rest of the field. Although I will say I have been rather impressed. I know his average is obviously only 52. Thomas Ritter's grouping around the trebles has been very steady. I don't know if that was a deliberate dart for treble 18, but on the whole, he has actually been very close to the 20. Even his dart for doubles, his efforts at tops when he left tops and twos, they were well thrown darts at those particular doubles. He wasn't missing by a long way. Obviously JD when going for single 20 hit single 10. So I don't think he would. I think he would go. He hit Shangers there on 19s to put on some serious pressure here. But I think he was actually going treble 10 for double 20 there. I think when he was on 70 left, he thought that... Do you think he just thought the bull was an unrealistic target? He just couldn't hit the bull? Do you think that's what he was just thinking there? But I'm quite confused about this route here. I don't know if our score is the left big 15. Maybe wanting the 3 bulls option then? It seems like our Darts Connect hasn't updated. Yeah, I'm struggling to see what the score is. We'll get it up on Darts Connect so that we can keep you updated. Let's see if we can find the game. I don't know. You have to watch it. Yeah, but I'm already playing. Game shot in the second leg. Thomas Ritter. Looks like he's finished it off there with a 5 checkout. So I think we're going into the next leg. Yeah, a little fist bump. And Thomas Ritter is 2-0 up. Thomas Ritter will be very, very happy here with the result so far, I think. Another man that's won an SDC title that we've not really spoken about, Sven Geiger, ST Tour 4 winner this year. What do you think of his performance in the opening game against Pascal Olderbolt? Steady is how I describe it. Mid-60s, steady. I wouldn't say Pascal's a particularly dangerous player. He's better than some first-round opponents, obviously. But I wouldn't say he's a danger in the sense that he's probably going to steal 3 legs off a good player like Sven is. There's been times when I've been very impressed with some of Sven's performances at the back end of last year. Can we see our first 180 here? 140. Sorry, carry on, Trav. Twice he's had those 2 trebles in. I'm lucky there from Thomas. Yeah, very impressed with Sven Geiger. He peaked really towards the tour finals at the end of last season. And seems to have kept that form going into the early part of this season as well. So 45. All big things to come from Sven. I think he's a great player. I think he's got a really nice throw, a really good technique. I think he's going to be around at the top of the Swiss game for a while. Yeah, we've got a lot of fan favourites here knocking around the different boards. As I mentioned earlier about Chuchi Yorio. We've also he's playing currently Daniel Garter on 9. Daniel Garter 2-0 down. Obviously, he will be very interested in the article written about the drinking culture. Yeah, about the drinking culture. We know that Daniel Garter banned, obviously, for 2 events for himself, drinking in the main stream room of SDC tournaments. So it just goes to show that the top officials at the SDC are keeping an eye out for those kind of things, and will take action if required. 43. Haven't quite taken action yet against some wayward spears thrown by John Bohander, but they have all remained on the board, just about. 35. Yeah, I certainly hope they aren't having a little smoke break together at some point today and happen to be alone in the same time and place, Daniel Garter and Jochen Grounds. I think you'll all be taken in good spirits, I think, between the 2 of them. 64. I think Jochen Grounds. I think a lot of people in Switzerland will have the same viewpoint as Jochen Grounds on some of the PDC circuit and some of the drinking culture. Yeah. I think obviously Switzerland doesn't have that same drinking culture that we see in England. 23. Where obviously the PDC circuit takes place. 110. Dominantly, yep. We personally haven't appeared at a PDC event, so I don't know what the culture is so much like there. But from what has been described to us, it does seem there is a little bit more drinking culture.
What do we think? Obviously, something we've not spoken about is there was a first female nine darter on television yesterday. It certainly was. Fallon Sherrock. What do you think of that? I might have missed which TV channel it was on, James, but I certainly did You require hear 75. the commentary of that event. I saw it on YouTube. Yeah, I've gone back and rewatched that Fallon Sherrock 9 darter. Yeah, a brilliant achievement, and only a matter of time, really, wasn't it, for one of the 2 or 3 outstanding female players in the world right now was going to achieve that feat. So, congratulations to Fallon for being the first female to do it. Very true. And the first 80+ average thrown of the day is by Dennis Nielsen, the new player. Yeah, very the steady. SDC circuit. I wonder what his thoughts on the initial stand of the tournament is, and 20. surroundings and everything that's going on. Be interesting to see what his thoughts Game are. shot and a match. That looks a great group in prospect. Group A, all 4 players averaging in the mid to high 60s there. Yeah, obviously favourites come out of the group is obviously the asparagus himself, Thierry Arpagaus. 3-1 winner over Urs Haberli. We'll have a bit of work to do in the reverse fixtures against Dorda Misic and Thierry Asparagus, but we'll need at least 1, probably 2 wins. Probably will need 2 wins, yeah. Each player will play each other twice in that group. As we see Thomas Ritter there coming through that encounter against JD Bolhander 3-0. JD obviously getting his best encounter, but best sometimes not quite good enough. Unfortunate not to see him get a double there as well. I always like watching the JD doubles. That's your favourite drink as well, isn't it, James? The JD doubles? More of a single man myself. Ah, okay. Just in case Jochen Grants is listening. Okay, yeah. It's probably for the best. There is the famous Roger Tusha and his hat in the background. Oh, throwing some great spears at the moment, considering what we saw last year. Can we talk about the improvement in Roger Tusha's game? It's incredible. Roger Tusha, I remember watching it on commentary before thinking, wow, this is a long 45-minute game of darts that's going on here. And now I want to see Roger Tusha play darts. I'm anticipating of having on our stream board. I look for Roger Tusha's name in the knockouts of tournaments these days, which, if you did that in the past, you'd be going crazy if you're looking for his name in the knockout draw. Now I'm expecting him to get out of the group. Obviously, you came through that encounter against Roger Tusha. I was impressed that you came through that 3-1. Yeah. Obviously, topping your group in tour finals. Who do you think? It's a bit of a group of death if you have Roger Tusha these days. It's someone you want. He's obviously a tough one. Someone you want to avoid in your group, as stupid as that sounds. No, I agree, and I think it's one of those that obviously Roger Tusha has seen that improvement, and I'm hoping that we'll see the same improvement from the likes of Mark or Exxon or Lauren, to one of them to come out of the group. Well, players that participate regularly in the SDC, it's not a surprise to see them improve their game so much. I mean, you can make a similar comparison about maybe someone like Sven Hoffman or a Louise or a Frida Lang, maybe someone who's regularly played in all these SDC events. Is Frida Lang here today? I've not seen his name knocking around. And has seen their average go, up 10 points plus. So 10 points beat plus. He's another one. Beat plus. Haven't seen Beat this year. I certainly hope he's still playing darts. We've just got Beat Hoffman in the draw today. Yeah, no Beat plus, unfortunately. Do we have Frida Lang in the draw today? No Frida Lang. I wonder what he's doing this weekend. I wonder if he's taken on that role of burger flipping at the barbecue. Maybe. With JD now entering the tournament. We'll be back in 5 to preview our next group game.
Meister verschieben. Too strong. Good game for me. Yeah, but bad for me. No, Yannick and... Yannick, sorry. Jag vet inte om man ser det. Nej, men de skriver nu. För. I can write for him. Me too. Yeah, I can write for you if you want. But we take a picture. Is this okay? Yeah. With. Is this okay? Okay. No problem.
First leg is Thomas to throw first. Game on. Game shot. $100. $180. Hello and welcome back. And on that note, Jochen Groudens starts us off with a 180 to our third group game. Jochen Groudens playing Thomas Rolita. We've seen both men get a win in their opening group stage game. So this game could effectively be a table topper. Groudens, of course, will be the strong favourite to come through. 100. Saw Thomas put in a reasonable display against Big John. So not to be underestimated, but let's see what he can do against a slightly different calibre of opposition in the form of Jochen Groudens. 57. Steady starts from both players. But Groudens just showing a bit too much quality 140. here. Ton 80 followed by back-to-back tons. Oh, ton 40, excuse me. Leaves himself 81 after 9. Wow. 100. We're very quickly on to knock out standard spears here. As Groudens looks at 81. One thing you're guaranteed from this man, Jochen Groudens, that he'll never refuse a bullseye shot. Maybe needs to have a few little words with our friend John, Dominique, in terms of when and how to leave that little red bit. 76. Jochen, you require 32. Game short in the first leg. Jochen Groudens. Second leg is Thomas has Jochen had a decent leg, first. but Groudens mops Game up on. with a 13 dart break in the opener. Are we seeing the best out of Jochen Groudens right here? Of course, all the players have had a little time off over the last 8 weeks. There hasn't been an SDC event now since the 2nd of July. So nearly 2 full months since our last SDC event took place. Unfortunately, we've heard in the interim that Marcel Wolpen has suffered a fairly long-term injury. He's broken his arm and will be out of action for the next couple of events at least. Maybe this man Jochen Groudens has been hitting the board, hitting the gym. Sorry, we're on 115 average. What have I missed? Been gone for 5 minutes. I've just seen 28 averages. How am I back now seeing 116? We're more than halfway through this game, James, and you've just sat down. Yeah, Groudens has thrown 19 darts in this game so far. Incredible spears from Jochen Groudens. Thomas Ritter will be thinking what he's going to have to do. Yeah, Groudens has certainly looked a different man from the player that we saw in the first 4 SDC events. I dare say it was yourself, James, who said Groudens wouldn't win 126. I don't think he'll win an SDC Tour event this year, but has he had a beer is my question. There's no way he would put up these numbers surely without a beer. Well, ask Jean-Dominique what he's left. He's left he the ball. He might tell you 60, but that would be 85. Oh, not quite there yet. I'm surprised he didn't go bull double 13 bull. We know he loves the bull. So Thierry Arpagaus losing his game 3-1. The number 1 seed going down. 40 in his second group stage game. Jochen, you Some require Dan Spears 41. creeping into the throw of Thomas Ritter there. Little treble 12 there. Yeah, a little bit of rust spray. Jochen Groudens for a 15 darter. Can he find double 20? 21. He can't. Which means that Thomas Ritter is still going to have to take out 294 and 6. I hope that Jochen Groudens misses 3 more. But it means that average might come down only to the low 100s, or maybe even below that 100 marker. 45. Just picking it up within Jochen, you 3. I require think 20. it's going to go that 100 mark. But let's have a look.
Good guy. Do you think he Yeah, just needs always to push always it has up good that? good guards for double 10, doesn't he? Generally. Okay. 15. Find For it. fives. Doesn't find Inside. level Wow. 5. I think the lack of pressure is also makes a Yeah. difference in these situations. It was telling in that first game, wasn't it? He was over 200 points a leg, 200 points ahead in 2 of the legs. 45. Oh, it's not Jochen, you pressurising require at all, is it, 5. when your opponent's that far back? No, exactly. And you almost feel like there's no pressure to take it out, so you don't take it out. There's no rush to do it. One. There's no urgency. There's no focus to do it. Thomas Ritter's almost thinking at this point, can you take it out Just already? finish- Just just finish finish it it off. Yeah. Because even if he gets to 180 here, you just know Jochen will take it out as soon as that pressure comes. 45. He's had 3 or 4 poor visits in a row. Jochen, Yeah, he you started require this leg 4. brightly, but Even a bit of poor maths there means that another Yeah. stick's Getting short in the guaranteed for second Jochen. leg. Jochen Gardens. Doesn't need the other Third stick, leg is just needs Thomas the to one throw this time. I first. think that'll bring his Game average on. down to 80s. Yeah, 86. Steady stuff, but not that 115 that we were hoping for. How's Dennis Nielsen got on in his second game, Trav? good question, James. He could well be in play. 45. Let's have a look. I think he's finished his second one. Has indeed. With 105 average for Dennis Nielsen. Trav, I thought you said he was comfortable favourite to not win this. Actually, behind James, Henley Lawrence. they weren't my words. I think 100. you said, in your words, that he was 7-2 to win today. I said Or 4 4-1, did you say? Okay, well. James won't take your money, don't worry. 55. That was foolish bookmaking from you, wasn't it? To offer such big prices on such a talented Spursman. Very talented Spearsman. Not to 78. be underestimated, but I still think Liam Mendel Lawrence is the man to beat. After averaging 53 in his, with there being a 50-point gap in the averages. Still think Liam Mendel Lawrence is the favourite. He's the most proven winner out of all of these guys here. 60. Winning game. Actually, I would say Dennis Nielsen in history has been the more proven winner, having got the furthest in a Euro Tour, getting to a quarter-final. And obviously winning. Has played at a World Championships, a BDO World Championships, but has participated on 46. the world stage, if you like. He also was at the World Cup, obviously, remember, Certainly which was. Liam Mendel Lawrence hasn't. But just in recent form, you'd think Liam Mendel Lawrence would be favourite. Interested to see how he gets on against Andreas Wegner in the game that's coming up now. He's got obviously Mirko Malik 60. first, but I don't think Liam Mendel Lawrence will have too many problems getting rid of Mirko Malik. No. But we'll see. Another man who won't have any problems is Jochen Groudens getting rid of Thomas 90. Ritter, dispelling any myths who might be top of this group. Sven Geiger, 97 average at the Yeah. moment after 2 legs. Great darts from him. Stefan Hartemeyer winning 1-0 with a 26 average. Different ends of the 55. spectrum. Different ends of the spectrum. But that's what the SDC is about. That's what the SDC attracts. It attracts all players of the game, be they new, be they old, 99. be they good, be they poor. Slightly disappointed with Yuri Barth recently. He hasn't really got going since his opening stanza in the SDC. Obviously, seeded 26 for the SDC Tour Finals. Ever since, I don't think I've seen him win a game. Yeah, the similarities 22. with Dave Chisnell are becoming Jochen, you less and require less 88. almost every day. If he hasn't got the sort of good Spears element, then there's almost nothing left, is there, James? Jochen Grounds needs double 7 to finish the 74. job. And he can't quite finish the job, which means Thomas Ritter will still need a little bit more time. You have to hope he'll miss 3 more. At Another double couple of trebles. There's one. seven. Okay, Man in the background has a good look. Yeah, it's him. A bit of rust spray 66. Jochen, you require Some more 14. Russ. That's one of my favourite visits, actually. The first start treble. Game shot 66 hit. and a match for Jochen And Jochen Groudens. Grounds finishes the job as he wins. And a comfortable game, averaging over 80. 84 average for Jochen Grounds. Dispatches Thomas Ritter 3-0. Stay tuned and we'll be back for the next game, which includes our man, Jean-Dominique Polhander.
JD and Patrick. Yes. JD for the ball. Outside. Outside. Swing. Outside. 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 How do you get time again? Patrick. Okay. First leg is Jaded to throw first. Game on. $41. Welcome back to SDC Tour Event 5. We're halfway through the groups now. Jochen Grautz with 2 wins, Thomas Ritter with 1, and both of the players we are currently watching with 0 wins. Both starting off with a stanza of 41s, as John Dominique Borhander throws in 3 good 20s there to put him on 400 after 6. Some other interesting games from around the board going on at the moment between Lucas Dallman, Sven Geiger about to get underway. Liam Mendel-Lawrence averaging 79 as he's 2-0 up on Mirko Maluch. Double of 19 dart legs. Christoph Schumann 2-1 up on Daniel Garter. Barry the Bookie Nelson 1-0 up on Maurizio Castrinovinci. Compatriots coming from all different countries: Spain, Germany, Italy, Bulgaria, Ireland. 81. Obviously, Zivanovic representing Serbia, Tomas Vilcnic representing Slovenia. So quite a wide range of countries today. And obviously Dennis Nilsson, how could we forget, representing Sweden, picking in that 105 average earlier. JD Bolhander starting off very strongly here as well, like he did in the last leg. Like he did in the last match. I say that, not as strong as last match, but puts in a nice treble there. 41 for Stray will probably be enough to keep him just a little bit in front of JD. Also, he's just a little bit behind JD as JD looks to hit that 180 again. 100. Finds a very nice visit there. 3 straight darts and 1 in the trebs. Puts him on 184 after 15. No mean feat this leg from JD Bolhander, Trav. They're a beautiful 3 darts to come back to, James. Seeing 3 nice straight darts from John with the treble. Yeah. I think he's likely to get darts here, dubs in this leg. Another treble from JD Bolhander, and another straight ton. That's all we need here. A little bit of rust spray, okay, but 81's not bad at all. Everyone has their good and bad legs. Patrick Ellert knows all too well as he's just hit a 52 dart.
Sorry, not 52 dart leg, 52 average in the 60. first leg, which is very uncharacteristic of him. JD, you Lucas require Downs just had a 103. 13 dart leg, I believe, in the first leg against Sven Geiger. Is indeed 13 darts. Heard you previewing that excellent game, and so it will be. John Dominique Mohandra on 87 left. Wonder which route he'll go here. Does go Treb 17, Dubs 18. Knows his maths all too well, as we saw in the last leg, and leaves it very handy there for John Dominique. 60 left when he comes back. He'll be looking to clean that up to take his first ever leg on the SDC circuit. 55. JD, you require If you were 60. wondering where I was during the break, I was getting the champagne out of our fridge in celebration for this moment. Looks at the scores, 59 left. For what could be. Leads double 20. 20. Don't get too excited, James. Better you Doesn't require quite clean up, but has 122. quite a bit of time, I think, yeah. A lot of that time I think you will need. I think he cleans up in the next 3 darts. 62 left. We're looking for treble 10 to lead double 16. Okay, Wow. treble 18, double 4. JD, you Sorry, require double 4, yeah. 40. That'll be under big pressure. Big pressure for JD So that's here. probably JD crumbling. But let's see. Yeah. First signs. No score. Better you require 8. No score. Unlucky bust there, and bust JD, you back require before 40. able. Okay. So JD Yeah. had to get down on his side. Go on, John. Right back into that 5, but leave double 16, his 8. favourite double on the board. Oh, it's on the wire. Better you Thought require it was 8. in. Generally, you'd prefer him to be on double down the side of the board, wouldn't you, than the top or the bottom? You would. It just gives you a little bit more margin if you're on a slightly angled double along the Yeah, we side. shot in the first leg. Strable with a great dart, to be fair. JD will be John had his kicking chances. He himself. had Better throw first. 7, 8 darts there at double. Yeah, he had plenty. But the weight goes on. 81. Rubel gets an opening break. And kicks off with a treble himself. John with a big wry smile there. 41. Yeah, let's hope he can hold it together here, John. Still potentially 4 legs to go in this game. He certainly wasn't disgraced in that opening leg. In fact, he was the better scorer for the vast majority of it. Some good setup play. We did make reference to the first signs of pressure. He did crumble a little bit, but that's somewhat to be expected in a very high pressurizing scenario for John. 41. Knowing there's expectation on that winning that first leg. Okay. The usual tactic we see with John, isn't it? Going starting down on those 19s. Is that a third dot bull? I think it is. Yeah, can't find it in bull-off, but loves it in regular play. Teasing Patrick Strable there. 100. Levels up the scores, but Strable hits a ton. Can JD hit a ton straight back? That's a great first start. Just flies it. I have to say, his grouping has definitely got better. It's definitely got tighter. And I think that's just all from playing on the SDC circuit. Yeah. We know he obviously isn't playing a lot of darts away from the SDC circuit. We know he's not particularly playing at home, or I dare say he's not playing in pubs and clubs around Switzerland. No, I think that's something that they do miss in the Swiss scene. Just having those kind of club kind of those venues, practice environments, isn't it? Yeah. You obviously have a lot fewer facilities public facilities in that sense than Germany or Great Britain does. Liam Mendel-Lawrence looking for his last group stage game to get underway. 2 wins, obviously 3-0 for Liam Mendel-Lawrence. Will wanted nothing less. JD going for 319s to leave himself the big fish. Good maths. 95. Oh! Finds a treble to leave himself on 132. Ball, double 16, John. Little Brucey bonus for Brucey Bolander.
As it's a 57. fairly evenly poised leg, you'd say, James. Who's favourite for it? JD, you require 132. Patrick Strebel is favourite. Will he go the You ball can't, route? you can't be here? favourite for a leg if you haven't won. Oh, Okay, he goes to the 18 shoot. I like that. Treble 18 for double 2. 42. No, sorry, that's my poor math. Sorry, treble 18 for double 12. He's just decided to hit a couple of big numbers, just leave it a little bit handier. Can't finish here, which means JD will have darts at 90. Think he's going to get a poke at the ball. 23. You've made this comment before today, James. How did that work JD, out? you require 90. He did. He went treble 10 last time, which I don't like. I wonder if we'll go bull or treble 18. No, he goes for the two big 20s. Stay there, hit the 20. What's he doing? What's he doing? 38. What? Talk me through it. What is he doing? He's gone for a Stonewall treble 10 at the end, just for the sake of it, I think. Oh no, he knew he was on 62. Oh, Is it's that good for math. double 18? Treble 18? Either way, that's 39. it's just rude. He's got JD, treble you 18 require away, even though on 70, when he could have gone 20 ball, he didn't think Patrick Strabel was going to take it out, and he's gone 16 for his favourite double 18. He's a great guy. 16. Go on. Oh, That's not very well used. But gives it a little ooh to the crowd there as well. They knew it was close. Can Strabel clean up again? Double 2. Okay. He hit his in the last leg. He's a little stacker, so it could be quite nice for him. Doesn't find it, so JD Bolhander will have 3 in hand to hit double 18. Come on, John. Is this finally the moment? His favourite switch. Oh, oh my goodness! Third leg is JD Bolhander. He's done it With a He's booyah. done it. 1-0 here. He's only gone and done it. John Dominique Bolhander, in over 16 months of SDC Tour events, has won his first leg of darts. Oh. Feels like the end of the game for me, that. He's having a sip of Coke in the background. He's realised the importance of that. That's his first leg. I'm going to be honest. I think he's been the better player He so has. far in this game. He's been by far the better player. This is the best 49 average game I've ever seen. Let's not be hasty. Which 49 average game have you seen that's been better? 65. Name it. Mark and Helder versus Felix Franke. They've had some classics over the years. Not sure they ever reached these heights, but they've had some mid-40s battles that have been good. 100. A bit too much dartitis in that game for me, I think. Felix Franke obviously struggled with it for a while. Did struggle with it against John Dominique Bolhander, and I think maybe that's what caused John Dominique Bolhander to not win that game. It's tough, obviously, playing someone who's got dartitis. Yeah, he didn't want his first leg to come against, you know, a player in such clear distress, did he? No. 41. Dennis Nilsson just watching the game on the other board that he's on. Wonder when we'll see the first smile from Dennis Nilsson today. If he saw John Dominique Bolhander's last leg, I'm sure he'd give us a smile. 37. If he knew the importance of that, then yeah. Either way, John Dominique can go home happy tonight. I agree. He's achieved something in the SDC that is a milestone for anyone when 26. you arrive and participate at these tournaments. Can't win your first game without winning your first leg now, can you? That's Absolutely not. quite an obvious statement to make. 29. John Dominique with a few bits of spray now, which you are used to in the John Dominique game, but it's come a little bit of a later point than we thought. Oh, Patrick Strabel 69. getting a little bit nervous as he goes. Wow. 19 missed the board bull. John Dominique teasing him. He's gone for the bullseye. He's taking the 31. nick. Oh, What are we witnessing here? Spears. Can Strabel keep it together here, or will he go for the bull as well? No, No, he goes big no. 20. Rightfully so. Will he go 20 and then 14? Oh, he goes 1. 40. Bit of rust spray there. In pole position, obviously Strabel. But John, if he could find, I like the route there, going treble Oh 17. yeah, I like the maths. Yeah. Great adjustment there. Out to leave a fit. Okay. Okay, don't mind that.
Good darts from John Dominique Bohander. Does leave a finish, I'm pretty sure. 91 leaves 160. Yeah. Good maths. Stray will just be looking to 33. keep it straight. It goes for the bullseye. JD, you require Okay, 160. don't mind it. Does leave a Doesn't finish. make an awful lot of sense, though, does it? It's not the right play in my opinion, because obviously I think even a 20 is better than an out of ball there. Come on, John. Just need a big number here, 24. really, to keep your advantage. Patrick, you require 24 scored, 151. 136 left. A very nip and tuck leg, this one. Yeah. Strabel obviously needs it to get through the group. John Dominique needs it to hope he can get through the group. But I think for John Dominique, he's going to have to beat Jochen Groudens if he wants to get through the group, really, which I can't quite see happening. Well, I didn't foresee him winning a leg today, James, so I'm willing to go out on a limb and say that he can beat Jochen Groudens. If Groudens knows the importance to John Dominique, maybe he'll let it happen. He doesn't want to be there all day, does He's he? a charitable man, so... Let's see. Okay. 22 scored, leaves him 74. Treble 14 or treble 18? Which way will he go? I think he's looking at the 18s here. 40. Okay. Over to you, JD, you require JD. 94. What have you got for us? Please have a dart at the ball this time. If the opportunity comes about. Okay, 82 82. there. Could go with bullseye here. I think he'll go treble 14. No, does go bullseye. 64 left. 38. 56 apiece. Patrick, you require Who's 56. the better 56 hitter? Did either one of these go, Trav? I think one of them hits the big number. Okay, good. Patrick does. No, I don't see this going, James. Good marker, though. I think he'll just put this one 36. high as well, though. JD, you It's require good that he was 56. aggressive there. Yeah. John Dominique will be thinking, I'm not sure he'll hit the big number. goes for his favourite, Okay. 20 for double Game 18. shot and a third leg. JD Oh Bohander. my goodness! What? What is happening? Lethal combination finishing from John Dominique Bohander. Bolhander doesn't just do it once, he does it twice. Oh, I think he's been practicing in the off-season. This is the best start I've ever seen from John Dominique Bohander. Patrick Strabel won't know what's hit it. I can't believe this. Jean Dominique has won 2 legs of Spears in the same game. He's one leg away from victory here. This is, if any of you have been watching the SDC, will know how historic this moment is. Yeah. And he's back in that treble 20. He's showing nerves of steel as well. This is the man who is notoriously shaky on every segment of the boards. Showing nerves of steel. For any of you who haven't watched, the SDC has been running for 2 years now on the main tour. There has been tournaments prior to that. John Dominique Bohander, in the 16 months or so we've been running the SDC circuit, has not won a leg. He's played in almost every tournament, has lost pretty much every match 3-0 in the group stage, and John Dominique Bohander is merely 9 darts away from winning his first game. I do think it'll be slightly more than 9 darts, but it could be 6 darts now with a 180 and a 167 out. But what will Patrick Strabel have to say? John won't mind if it's another 30 darts from here. He'll just take a win however it comes. He looks to be sweating a little bit. He does, yeah. I would be surprised if there wasn't. But as I say, he's doing well to hide any nerves, any... 22. You can see the emotion on his face there. Roman Rudin, not Roman Rudin, Roman, the commentator, the announcer, is watching in the background with his Swiss dicky bow. Quite shocked at the score, you can see. Yeah. I think even Roman knows the significance of this. Certainly knows he's never announced a game of John's. Jean Dominique, if he can hit a treble here, will be in pole position. 3 big numbers will put him pretty much level scoring. 57. Good 3 numbers as well. I've actually been very impressed with his areas. I think he could compete with you in these kind of games, Trav. Some of the legs have been really impressive. That combination finishing, I've never seen you take out a combination like that. I mean, the 20 was low of the treble 20, granted, but there's no disgrace in that. He was aiming straight, he hit straight, just dragged it a little bit low, but... Do you think he'll start on 18s here? Or do you No, think no. He starts on 19s. The goal here is just 3 big 19s, I think. I think he's going to be looking to leave that 170 finish. I think he'll go 18. Ooh, okay, goes 20s. 43. Don't mind it. 43. If I was John, I'm thinking just big numbers down. Just hit 60, then another 60, then a 57. And see where it takes me. Because Patrick certainly hasn't blown him away in the scoring phase. Patrick's
Scoring's been pretty Is ordinary. this Patrick's first ever tournament? I believe so. Certainly not a name I'm familiar with. We can have a little check of tour events 3 and 4. If you'd like me to, James. Yeah, have a quick look. I do think if it's Patrick's first event, you can understand the nerves and how difficult it is to come into a tournament like this. We'll be looking just for a treble here. Will he go out of ball to leave 100? 28. Yeah, as far as I'm aware, James, it is. He didn't participate in tour events 3 or 4. I'm certainly not remembering him in SDC tour event 1 or 2 either. Or last year as well. Yeah, so I dare say this is Patrick's debut. Patrick Uruguay. Both players getting a little bit shaky now. Yeah. Patrick with the advantage here in this leg. From 1-2-2 starting on 19s. 56. 3 big numbers, really. Both players should just be thinking the same. Uruguay 147. Okay. 56 leaves him 66. John Dominique will be thinking 3 big numbers as well. 37. 2 big numbers does leave him an outside poke at a 110 finish, which we know after his last visit is possible with combinations. He does like them. Patrick's throw 18 for double 20. Yeah, 68 left. Okay. He's throwing a couple of decent areas at top. So, wow, that's not a decent area, but wasn't his best. It's a safe play. Here we go. Jean Dominique Bolhanda. 110. Do you fancy being an internet hero, John? Will you go triple From 20? 0 to hero? Let's see. Oh, my Great goodness. guy. You have to stay there. You have to. You have to stay there. 42. I've never seen a bed look more gaping while John Bolhanda's throwing. 68 if he gets a poke, but 40 for Stravel. Double 10. He likes this side of the board, we know. All lefties do seem to like double 10. All of John Bolhanda's improvement. His starting awareness still hasn't seemed to have improved, has it? He doesn't understand, I suppose, targets or, I suppose, markers. To me, he's just like looked at the score sheet that they give you when you first play darts, and he's just following that. As he goes, triple 8, triple 20 for double 4. John Bolhanda gives it a booyah, treble 20, double 4. The second combination finish from Jean Dominique Bolhanda. It's a booyah. It's his first win in over a year, nearly 2 years of SDC tournament history. Take your hats off, John Dominique Bolhanda's done it. That was incredible. What the hell was that? The triple 20 double 4. Booyah! Oh, incredible spins. Oh, I need a breather. We'll be back shortly.
What's the leaderboard? I don't know if you see that. Oh, we don't see it. Nice. And outside the screen. Jochen. Ah, gescheit, ja, stimmt. Und gleich nochmal. Bitte. Wie? Single Bulls? Ja. So we're ready for our penultimate group game. Jochen Groudens versus Jean-Dominique First leg is Volkander. Jochen to throw first. Gonna be Jochen Game Groudens to on. throw first.
And let's see if Jean-Dominique's form can continue from what we saw in that previous game. 100. First victory on the SDC. Jochen Groudens, no stranger to a victory himself. Recorded, I dare say, hundreds of those in the last year and a bit on the circuit. Here's a question for you. 55. Still a David and Goliath type contest, this one, you feel? Here's an interesting question that I've got for you. Who do you think has more of a preference, Jochen Groudens for beers or Jean-Dominique Bohanna for winning? Well, we know both men's hatreds towards both of those subjects. I get the sense Jean-Dominique doesn't 69. hate winning. He just struggles to win. He's just not allowed the opportunity to win very often. So I'd say Groudens' choice not to drink is a clear choice of his own, while Jean-Dominique's to win is mostly facilitated by other people. So, yeah. More about their access to the winnings that drink in that question, James. Important leg coming up in the next one for Jean-Dominique Bohanna. If he can hold his throw and get a leg against Groudens, it puts him in a very strong position going into the last leg with an opportunity to win. James, you weren't able to win a leg against Jochen Groudens. And we're talking about... That was in my mid-60s era. Jean-Dominique Bohanna's in his 50s at the moment. We're talking about Jean-Dominique Bohanna. If he wins the next leg, there is a chance going into the last game that he could still get out of the group. I think you're doing him slightly dirty. Anyone can win one leg of darts. 30. Are we slightly behind on the scoreboard? I think we are, because Groudens has gone for double 5 there, which makes me think that he's just hit a ton and then gone for a 40 checkout. We might well see a double 5 here from Jean Bohanna as well. Would that make you question the scoreboard? Or? 10. No, it wouldn't. I'd assume that that's just a bit of rust short in the first leg. Jochen Groudens. Groudens takes the opening leg. So here is the important leg of the tussle on the Jean-Dominique Bohanna throw. Does he get a dart? You're referring to a double, James? Yeah. Yeah. He obviously doesn't get a dart double day. What would possibly 65. He'd get a dart double. He's just had a dart double there and he's hit it. 65 for Jean-Dominique Bohanna. Groudens with a bit of spray here. Jean-Dominique's got a sniff in this leg. He's won the tussle of the opening 3-dart stanza. 20 points in front in this second leg. The scoreboard is slightly off. If we can find a treble this visit, he'll be in a very strong position. Okay. 74. Does find that all-important treble with that adjustment that we've been speaking about earlier. 74 scored there for Jean-Dominique. 90 in front, but this gap is closed significantly with that 180, and I think this could be bedtime for Bohanna. It's a shame it had to come, that 180, really. I wanted to live the dream just for a little bit longer. Maybe a switch would be advantageous here, Big John, I don't know. No, just carry on there and spray. Each to their own. I think probably about 100 points behind, plus these. Yeah, I'd guess he's more than 100 behind. Can he just get 3 straight darts here to put a bit of pressure on? 41. We know that if he gets that combination finishing range, we know he is ruthless at the moment. So, just be hoping for that. Groudens will just be thinking to set it 100. Up. And 100, I think, will probably do so. Yeah, I suspect he's in 2-dart range at this point. I think Jean-Dominique Bohanna will be well away from that 2-dart range. He'll be getting jugged here, won't he? That's highly likely. You require 91. Where is the game? Here it is. Treble 17, I'm assuming for double 18, no? For double 20, sorry. 71. Okay, gives Jean-Dominique Bohanna a tiny outside sniff here if he can clean up 2, 3, 7 and 6. We know he's got this kind of range in his locker. He needs, obviously, a treble here to leave a finish. 59. Isn't getting jugged this leg. Nope, that's a start. Nope. The scoring has been steady this leg. Game short in the second leg. Jochen Groudens. Tidy from Groudens there. As the crowd start to build as they know this is the top of the table clash for pool 15.
They do. Streamboard top of the table clash. It's an exciting one. Jochen just putting in too many treble 20s here, you 123. think? I think this could be, Yeah, he's probably hit too many treble 20s there in that visit. yeah. John to live Volhander's with. been a bit too much in the 5. We're not used to seeing this from Volhander at the moment. 26. What segment do you normally associate him with being in? He's normally quite steady at hitting 12s. 95. Seen him pretty ruthlessly if he's on 52. He's changed his MO though. His MO now is, if he's on 52, is 16 double 18, but it used to be 12 tops. Oh, he's spraying far 19. too much into that single one. And he's he's ruthless at that 17 segment as well. Well, He's got in my mind, I always thought he started on 19s. And I always thought he would drift them and dilute them into 60. single 3. So in my mind, he lives in sort of single 3, maybe a little bit higher up towards the high part of the treble 17, maybe sort of towards the bullseye. I think he's 41. been absolutely ruthless. I mean, the grouping there is on an absolute pinheads. Absolute pins. It's only It's only 41, but 59. I think he will avoid that quadruple jug. yeah. Yeah. You lost it there, Trav. You're right. 41. Jochen, you require 160. Jochen Grounds on 164, Dominique Bohander on 374. Yeah. Only the two 10 points separate them. Mm-hmm. It's alright though, because I doubt Groudon's will hit 2 trebles 79. and really impound the misery. Okay, just the one. Just the one treble. Puts him on 85 when he comes back. Jean-Dominique will need at least 9. Probably 50. 46. Let's Jochen get out of the require 300s, John. 85. But still, this wasn't his race. This wasn't his marathon. Game that shot was the one and the before. match for Jochen Groudon. Okay, it's over in 2. Groudon's mops up a very comfortable group stage. With a Another 92 game. average. Jean-Dominique Bohander averaging 42. It's not. I'll tell you one thing with Jean-Dominique Bohander is he's not been below the 40s in average this tournament, which is really impressive for him. Yeah. That obviously means 2 3-0 losses and 1 3-1 win for Jean-Dominique. I think is unlikely to mean that he can qualify out of the group. Yeah, it's not enough. It's not enough. So it will now come down to the decider in the last game as to who qualifies. Yep. Yes, it will. Almost a straight shootout. You think that with the leg difference, there's a slight advantage, obviously, to Thomas Ritter, but Patrick Strebel will be hoping that he might be able to do enough damage to get rid of him. We'll see you back for that last one shortly.
Patrick, go for the ball. Outside. Bullseye. Thomas is your first. First leg is Thomas to throw first. Game on. $45. Welcome back, and here we go to our last group stage game to determine who will finish second behind Jock and Groudens in this group 11. 121. Okay, Thomas Ritter against Patrick Strebel. Of course, the winner will be going through and the loser going home. It's as simple as that. Or so it seems. Both players in the group, of course, has one 57. win. Oh. Sorry, that's not correct, because John Dominique spoiled the party. I almost forgot. 60. So Thomas Ritter will need 2 legs, I believe, to qualify, and Patrick Strebel will 85. need a win, to qualify. So that's the different predicaments. Well, actually, Patrick Strebel needs a win and to not let Thomas Ritter have 2 legs. That was more confusing than it needs to be. But it's going to be an interesting one. Jochen Groudens obviously topped the group. Patrick Strebel currently sat on 275. Thomas Ritter won the ball on 314. Apologies for the lack of scoring on your screen. What have you thought of these 2 players today? Could either of them go far? No, neither of them can go very far. I still don't quite know how to assess how good Patrick Strebel is. I mean, you look at 3 darts like these, 44. and you sort of think, yeah, he's not going to be great. So I'm inclined to say that I think Thomas is the better of the 2 players. I don't think on the Thomas basis Ritter that- is a bad player. I think he's a steady spearsman. Okay. I think he could win 1 knockout round if he gets a nice draw. Maybe 2 if he gets a very nice draw. Maybe 3 if he gets an incredibly nice draw. But I think that's where it ends. Okay. 81. Yeah, I agree with you in the sense that I think Ritter is the better player of the 2. I'm struggling to assess quite how good Patrick Strebel is. Is he mid-40s? Is he mid-50s? Is he low 60s? Could be anywhere between 24. that big 20-point range, in my opinion. Patrick, you I require think 150. Thomas Ritter's level is sort of mid to high 50s. That's where I'd put him at right now. If I'd asked you before the start of the last game, where would you put John Dominique Bohander? 30s, mid 40. 30s. Mid to high? That's a You losing require average as well. 158. That's, well, I say mostly scoring. Players. Thomas Ritter on the 158 checkout, another treble 20. We'll leave him double 19 for a 158. 120. Ooh, got a little bit too excited there. You Patrick, asked John require Dominique how 110. to check combinations, Thomas. He might have a few answers for you. I'll put him in 30s. Treble 19 for the ball. Oh, can he pin the ball? 78. Oh, just Jesus, choose set up instead. Thomas set up required top. 38. Goes the Jean Dominique Bohander route. Oh, okay, splits. Fine. Game perhaps. shot and a first leg. Thomas Great combination finishing that. Nice little Second leg is switch. Patrick 6 throw double first. 16. Game on. Cannot complain with that, Ritter. 1 leg away from knockouts. Has Ritter played the SDC circuit before? I know we checked Strebel earlier. Let's have a little look on Thomas 60. Ritter, shall we? Can't go back historically to the 2022 season. So Thomas Ritter did enter SDC Tournament 3 and 4, but he did not get out his group SDC Tournament 4. Beats Patrick Wachter though. Lost to Mika Fluger, which on his downturn of form is 22. surprising. Mika Fluger averaged 54 that game and had enough for Thomas. Mika Fluger has been a strange one of recent. I mean, I've not seen the boy average above 60 in a long time. 98.
No, I've not seen him progress beyond the last 32 in over 10 events, I don't think. Certainly hasn't this season. How would you price yourself up against Mika in current form? Both of you. We're both in complete darting crisis, I would say. 43. Would you say your darting career is finished now, Trav? Can we get this on tape, on stream? I think my career is closer to an end than Mika Fluger's career, but I think we're both quite close. 45. Do you not think you can come out of this dartitis hole that you found yourself in? I think we both only have 6 months left before we both have to end our Spears journeys, our respective Spears journeys, if things don't improve. To give people a bit of context for those watching, and I hope that our landlord is not watching, Matt has left a few holes in our flat wall because of some darting problems releasing the dart Some recently. wayward spears, And yeah. some wayward spears. Wayward spears that you wouldn't even see from Jean-Dominique or Markin Helder. So it's an interesting one. But I hope to see you come back for the better and get those averages up from high 40s to low 60s again. 41. Thanks. If you want some tips on how to improve, maybe go to Jean-Dominique. We're in contact on a regular basis, James. Maybe that's the reason for his improvement. It seems as though we've been speaking so regularly. He's been maybe taking a leaf or two out of my advice. For those of you who are watching, it's not 3-1 currently to Patrick Strabel. It is 1-0 to Thomas Ritter. And an evenly poised second leg. Ooh, double 19 will help. 76. Yep, scores like that will do him some good, Patrick. Averaging significantly higher than what we saw from him in his first game, Mr. Strabel. Got a nice surname to say, hasn't he, James? 100. Strabel. Yeah. Yeah, I quite like it as well. It's easier to say than Hans Später Schweitzer. It is, yeah. The Master, of course. He's here today, isn't he? Yeah, the Master, Hans Später. 28. Yes, Spartacus is here as well. He is. Any other darting nicknames that you've got going for us? No, not just yet. Not just yet. Any for these two? Oof. 44. Unsure, James? Got anything that jumps out at you? No, not yet. No. No. I think there's some potential with both of these names, but... There is, I can't quite work it out. I was thinking of something to do with Twitter because of Thomas Ritter's Twitter, but doesn't really go that well. 174 for Thomas Ritter here. So we're looking at treble 18 to leave himself tops. 113. 14. Okay, goes treble 14. You go 100. It's not terrible. Still takes a good chunk out of it, doesn't he? Yeah. Patrick Strabel on 130 here. Treble 24 the bullseye. Would be an incredible combination shot if you can find it, which you can't quite. 60. Three big numbers though. Leave himself on 70. Thomas Ritter sat on 61. This puts Thomas Ritter through, of course. Treble 7 to double 20. Double 10 to put himself into the knockout. And a second leg. And there we go. Thomas Ritter books his place in round 2. Third leg Gets is Thomas himself out of this first. group in second place. Game on. Fist bump of acknowledgement from Patrick Strabel. And Thomas Ritter will want to go out on a winning game. Do you know whose throw Patrick Strabel, Thomas Ritter's reminds me of a little bit, James? 45. And you definitely can't see it from his physical comparison to the darts player. German Price. No. But I think there's a lot of similarities with the John Henderson throw. Interesting. I actually can Ritter. kind of see it a bit as well. And There's significant movement on release, sort of a very significant tilt forward, but also in the way he grips his dart as well, I think is very similar. It's a very sort of clunky, there's a lot of fingers involved in the presentation, and then 60. he holds it at the very back of his dart, doesn't he, as you were saying earlier? I do think he also throws like John Henderson. I think Patrick Strabel, you might not know the player, he throws a bit like Matt Paget. Okay, I think I've seen him in the live league. Matt Paget is 66. copied his game very expertly off Phil Taylor, but he's a left-handed thrower. But if you watch the way that he leans over and holds the dart back, it's very similar to Matt Paget. So we've got Matt Paget against John Henderson. And as the result suggests, John Henderson coming out on top over Matt Paget. Looking from the back of Patrick Strabel, he looks like he belongs in the Modus Live League. If I looked at this view of him, the colours of the shirt, quite similar.
throwing style quite similar. You're a big Modus Live League fan yourself, Trav. I've mentioned it a couple of times, James. Who do you think's your favourite ever player for 35. Modus? Oh, it's impossible to say. They have about 5,000 players each week, James, so it's so hard to say who's my No, they favourite. don't. They have just Colin Osborne at 4,999. Surely you've got to have a favourite. I mean, I'd love the day when John Dominique's invited. I mean, we've already had, I think, three represent. Three. Young Hands, Belmont. Oh, okay, just the two. Just the two representatives. Two representatives from Switzerland, yeah. 41. But I'm waiting the day when there's the third, fourth, fifth. My Dominique making it the 10th, maybe. My personal favourite player is Justin Hood from Modus Live League. Okay. Just quite like his throw, and he's an unorthodox spearsman. Always makes it more entertaining to watch. I know you're a big Lisa Ashton fan. Yeah, She watches some of these live league, SDC live streams. Yeah, she was tuned in, wasn't she? Following Sarah Milkowski. Yeah. We wouldn't want Lisa Ashton to come over to this. I think she'd dominate it a bit too convincingly, don't you? In a field like today, I'm not so sure she would, James. No. Thomas Ritter a bit too much for her. Thomas Ritter certainly hasn't got too much for her, no. But someone of Liam Mendy Lawrence's quality, I'd say, probably has. Probably Dennis Nilsson too. 43. Hans Peter Schwaiter? The Master certainly doesn't have levels that Lisa Ashton does now. Thomas Ritter is now only 214 points away from securing his spot 57. in round 2. Already through, of course, but just with a win. Patrick Strabel left that 130 finish that he's left in the last leg. Didn't get a pop of the ball last time, but will be hoping to do so this time round. Just playing for pride now, of course, Patrick. Patrick, you require 130. 130 plays 119. Ooh, tough way to find underneath that, I think. Yeah, stacks on top, which I thought might be the case. Treble 18, no, just stays fat again. You require Okay, won't mind that. 70 left. Thomas Ritter will be going for treble 19 first up. Treble 20 for double 20. Can he finish it off? No, he cannot. 27. 92 left, Trav. Does he get it? Patrick, you require 70. I think Patrick would want a few things before you announce that, James. On 70, of course. Should get himself at least one dart. Takes on bullseye, okay. Don't know, I've got no problems with that. That was, of course, to extend the game. Just playing for pride, isn't he, Patrick? So he knew he was eliminated at this point, but leaves himself nicely poised on double 16 if he gets a shot. Which I think he will. Treble 19 for double 16. Treble 10 or the treble 26. 18. Which way would he go? Treble 18, leaves himself on 66. Definitely no gimme. Nope. 66 isn't even a gimme for the pros. Can we just stack up on top of that? So Patrick, it's been a little while since he's won a leg. 16. I don't think his draft has ended there. 66. It hasn't. I always find that when you've not had darts at double, when you finally get them again, it is very tough to hit them. Yeah. Don't like that route of ball double 16, but does get one dart at tops, but it does look blocked to 46. me slightly. Doesn't find it. Patrick, you require 16. Crap, you don't like that route. No, I don't like that route. Game This is shot what I mean about and not knowing Patrick Thomas's Trebel. potential. I mean, he's thrown a 33 darter there and Fourth it's leg like is one Patrick dart throw at the ball, first. Game on. which just makes me think he's not a player that can average mid-60s. He's not a player that's of that sort of level. But then his combination finishing in the first two legs was brilliant quality. So maybe he's just fallen asleep a little bit there. He knows the task in hand is done. I think just taking his foot off the gas maybe a little bit. I agree. I think Thomas Ritter and yourself are very similar in terms of darting prowess. 59. Get the occasional bit of brilliance, but a lot of droopy darts in there as well. Okay. Yeah. His grouping is certainly a lot tighter than mine. Yeah, but I think you're slightly better on hitting the big numbers. 85. Okay. And I think your darting awareness is better as well, and that adds a good 2 points to the average. It certainly counts for something. I mean, it would make Jean Bolander a mid-50s player.
I agree. If he knew when to go for ball and when to turn it down, and When to not go for single ones. yeah. Although we must say the checkout of the group stage, without question, is that treble 20, double 4. Yeah, I'll be thinking of nothing else tonight. The 20 double 18 in the leg prior was good. That 56 combination was nice. 2 darter, no nonsense. But for it to be topped in the next leg. And when Trav says he will be thinking about that all night, I will be showing videos of it constantly, I'm sure. I'll be thinking of nothing else tonight. I hope it's shared far and wide on social media and gets to John Mohan somehow. I know he's not a big social media man, but I hope he sees our reaction to him winning that leg and winning that game. How do you think Thomas Ritter's experience of playing the SDC will affect? 132. Obviously, this is the first tournament for Patrick Strabel, whereas Thomas Ritter's had that experience before. Do you think that's why he's come out on top today? There's always a little bit to be said about for debut competition, and it is a little bit hard to succeed on your debut. I mean, okay, maybe someone like Andy Bless will attest that's not always the case, and won on his debut weekend, of course. Maybe to the players that are a little bit lower down, yeah, it is a little bit more unfamiliar. You're never quite sure what the lighting's going to be like, and the size of the room, and the heat, and the length of the day. I mean, if you're not a competitive darts player, you're not used to playing darts for 2, 3, 4 hours. So yeah, it does account for something, but I'm not inclined to agree that's been the difference between these two players today. I think Thomas Ritter is just the better player. And that's the reason why he's ahead in this game and will possibly win this game. Although Patrick Strabel's had a great fight back with back-to-back tons here. 42. Not sure what that combination is there. He's obviously on 7. Sorry, apologies. The darts connect has really been quite slow today. He's on Patrick Strabel sat on 56 now. Thomas Ritter on 186, and the score is 2-1 to Thomas Ritter, not 2-0 as the scoreboard suggests. That's great darts though by Thomas. I think there was a bounce out there, Trav. I don't think that second one was in. So that leaves him on 106 with Strabel on double 12. Has to think about what he's on. That double combo. You'd think as a darts player of experience you would know what's left in that situation. Doesn't get phased by it though. Adjusts nicely, hits the double 12. Starting leg, Trav, for the first drink tonight. Who are you putting your Thomas Ritter. Thomas Ritter will comfortably beat Strabel in this one. Can you give me a handicap? Yeah, you can have a handicap. Only 55 points. Okay, I'll take it. Okay. Although momentum is all with Patrick right now. 40. I'm willing to go against that grain. A bit of spray, 40 points for Ritter. Good for the handicap bet so far. Strabel straight in that treble, just as the bet suggests would happen. The commentator's curse, some might add, Trav. Possibly. I wonder if Thomas Ritter's already thinking about his next round draw. I wonder if that's on his mind. I think the nerves are on his mind at the moment. Can't quite find that Trebs. There it is. Puts himself back in that leg, only 40 points in front. Little booyah. Strabel will just be looking to stack in that Trebs 20 like he has been recently. Might think about switching here. I think he'll just take 3 big numbers here, put a bit of pressure on. Which he does, 20 points in front. It's a very close leg, this one. Great first dart there from Thomas Ritter. Oh, booyah. Great For the first time today. 35. Can we get a 180 from Ritter? Oh, we can't. Just the one. 3-5. A bit of spray, but Strabel will be hoping he can bounce back with a treble himself. Great opportunity to stack there, surely. Oh, stack he does, but not into the trebs. Okay, so we've got that 60-point handicap that we were talking about. Oh, that's it's just a really unbelievable first dart darts from from Thomas Ritter. You'd be surprised if he doesn't stick another one by it, wouldn't you? 140. Thomas Ritter. Oh, Which he Thomas does. Ritter. Thomas. 103 for a 15-dart leg. Be incredible. He's at 5 trebles in his last 6 darts. One of those being treble 5. 45. Thomas Ritter's turned it on nicely here. Thomas, you require 103. Say Strabel hasn't really had a bad leg. He's averaging over 60 in this leg. But he's 150 points behind.
Ooh, 79. 79, yeah. 41. Let's stay on the 20s. Okay. 62 left. I think there was a bit of a miscount I'd there. have preferred just a big number there. I think might have been the play when you're so far ahead. 51 for double 8, double 14. Not sure about that one, but 39. bit of spray there from Patrick Thomas Strobel. Kind of lost his 62. way a bit. Yeah, he has. He has. He did so well to get himself back in the game, of course, from 2-0 down. 16 for tops here. I think that'll be the play, yeah. Generally favoured that double top section. Great. Single 16, double 20. 22. The game. Oof, just on the wire. We'll be confident coming back, I think. Thomas Ritter. Strobel will just be hoping to put a bit of pressure on. It's been a bit too much spray and stray. Oh, I can't even get it out. Is it Patrick Stray? Thomas, you require Spray. He's still on for the jug. I think the 200 points handicap was the value shot, one. and a match. As there we go, Thomas Ritter takes it out 3-2, beats Patrick Strobel, who finishes bottom of the group behind Jean-Dominique Bolhander. Jochen Groudens obviously finishing in first place. Trav, what are your thoughts on the group stages? Yeah, it's certainly not been a group stage that I would have predicted. If you asked me to name the 1 to 4 prior to the event getting underway, I certainly wouldn't have said that order. Jochen Groudens looked back to somewhere near his best. We saw legs of brilliance in there from Groudens. I think we saw a couple of 13, and a couple of 14s and 15s. But the standout moments for me is always going to be Jean-Dominique, that debut leg. Sorry, not debut leg. That Debut win. Well, it's not his debut, but it's his first win. He's even making me lost for words now. His first win in the SDC, leg and match, is what I'll remember for a long time about this group stage. Incredible. So while not filled with 3 brilliant players, I think the best 2 found their way out of the group. I'm pleased that John managed to spoil the party and make things a little bit interesting into our final game. So a good group stage, the best 2 players came through. We'll be leaving you here, and we'll be joined by German commentator Shorty Saylor for the knockouts. We will be following along online, and we'll be back for the group stage tomorrow, where you can join us there. Hope you guys have had fun today, and I hope you enjoy the knockouts to come. Stay tuned.
Nee, nee, kannst du ziehen. Also, da muss immer drin sein. Da muss immer, ja, okay. Bitte nachdenken, die Gruppenliste müssen nach einem Spielschritt bekommen. Also, Kaufphase wird ungefähr am 5 Uhr anfangen. Die Gruppenliste bitte noch nicht weiter, wenn wir noch ein Spiel in der Kaufphase spielen. Genau, nur Also bei der Zahl nur die Zahl tippen. Genau. Ja.
Ah ja, ja, ich habe ja, ich sehe es jetzt gerade, 70, ja. Da kann man es übersehen.
voluto, visto che sempre cambiavo frecce, non trovavo mai il punto di sazietà per che allora voglio e il flow. Musik. Wenn ich schon mal frei am Wochenende. Ja. Mal, du bist auch da, du kannst ja mal nach Berlin spielen. Kommst du schon? Ja. Ja, ich wollte da. Ja, ich habe bei mir spielen bin ich hinter ihm gegangen. Ich wusste, wenn ich heute gegen ihn müsste spielen, habe ich ein bisschen Vorteil, wenn ich mich nicht daran gewöhne. Schon am Anfang. Wenn ich kaputte Boards sehe, oder letzte Boards, kann ich mehr starke Boards selber.
Nein, der denkt. Ja, genau, der Schwede. Der Schwedisch, Nützen das etwas, das Einwerfen? Ja, versuchen. ja. Bist du gewusst, von 1, 2? Nein, er hat eben leider verloren. 3-2. Ja. Wenn es Sturz hat, ist schon Das zweite Preis, gell, diese Saison. Zweimal mitgeschmissen. Ja, bis jetzt immer Geld geholt. Ich habe noch nie kein Geld geholt. Hört ihr mich denn da schon? Die anderen habe ich nicht gesehen. Gut, das geht mir, ist glaube nicht gut drauf. Wieso wirfst du nicht immer so? Nein, wenn du im Match bist, das ist wie ein Schrottlicht. Und da ist schön, genau. Ja, dann auch mal eine Frage an Marc. Du hörst mich hoffentlich. Aber das Nervige ist kein aufgelagen mehr für mich. Ja, so viel haben wir ja nicht gesagt. Normal ist es. Schon ein bisschen übertrieben. Grüßige Getränke. Hallo, hallo. Hört ihr mich? Hoffe, ihr hört mich da. Legen wir gleich los. Check
Nein, ich denke, wo der Quote drin ist, dann probiere ich jetzt drin auch noch. Ja, hallo und willkommen hier zur SDC Tour 5 und 6 in der Lettenhalle in Diessenhofen in der Schweiz zur SDC Tour 5 und 6. Mein Name ist Thomas Schorti-Seiler und ich freue mich hier auch das Turnier Nummer 5 und 6 der SDC-Tour begleiten zu dürfen. Wir sind hier im malerischen Diessenhofen in der Lettenhalle und haben hier am Samstag mit 126 Spielern ein pickepackevolles Turniertableau. Wir sind jetzt hier mit dem Round-Robin-System so gut wie durch. Wir sehen hier schon im Warm-up die Bilder von Rocco Fulcinetti, von Liam Mendel-Lawrence, der junge Mann, der hier schon so viel Furore gesorgt hat auf der PDC-Tour. Auf der großen Bühne, wo sie alle hier quasi sich als Ausbildungslager verstehen bei der SDC, um dort die großen Ziele zu erreichen. Und Liam Mendel-Lawrence hat sich da schon das ein oder andere Mal erfolgreich für ein European-Turnier qualifizieren können an einem Donnerstag, am Freitag toll mitgespielt, am Samstag toll mitgespielt. Ist eine ganz eigene Type, ganz eigene Charaktere vom Wurfstil her, eine ganz eigene Geschwindigkeit, die er da performt. Ja, kommt aus dem Trainingsstall Peter Seidel, sehr berühmt in München für gute Trainingsergebnisse, und er weiß, wo es weh tut in der Dataseele. Er weiß, wie er den einen oder anderen Gegner vielleicht auch über die Psyche knackt, vielleicht noch nicht direkt überspielt. Rocco Fulcinetti ist schon so lange im Geschäft, dass er auf unsere Fragen zur SDC-Tour nicht mehr so richtig Lust hatte zu antworten. Deswegen nehme ich mir jetzt mal ein bisschen die Zeit, vielleicht ihn so aus der eigenen Erinnerung ja, mal hervorzuheben. Rocco Fulcinetti ist ja
Ein Spieler, den man schon sehr lange kennt, gerade auch im Schweizer Bereich. Spielt er schon mehrere Jahre unwahrscheinlich erfolgreich und hat ein ganz eigenes Selbstverständnis für unsere Sportart. Er ist ein Höllentyp für eine Unterhaltung, macht einen Riesenspaß und macht immer wieder Laune, ihn hier bei den Turnieren beobachten zu können. Und deswegen sind wir nicht froh, dass wir hier in dieser aktuellen Übertragung der SDC Tour 5 hier in der Letten starten können, weil es gab heute bei diesem Turnier schon 11 verschiedene Nationen, die hier an den Start gehen. Es geht also die gesamte European Tour rauf und runter. Es geht von den Schweizern und Deutschen, die sich mittlerweile hier auch immer wieder regelmäßig anmelden. Spanier, Portugiesen, jemand aus Schottland, ein Schwede, ein Belgier, Italien, Irland, Bulgarien, Slowenien. Hier spielen sie also alle schon mal die ersten Versuche, die ersten Gehversuche, wie es ist, für ihren Sport Reisen auf sich zu nehmen, unter gewissen Kriterien dann abliefern zu müssen an diesem Streaming-Board, größere Preisgelder zu schnuppern. So auch natürlich unsere Erscheinung in diesem Jahr. Bei den SDT-Touren 1 bis 4 haben wir 3 unterschiedliche Sieger. Wir haben mit Stefan Belmont siegreich in SDC Tour 1 und 3 einen Wiederholungstäter und wir haben mit dem Sieger von der SDC Tour 2, dem Marco Obst und natürlich mit SDC Tour 4, dem Sven Geiger, ein Lokalmutadoren aus der Schweiz, wieder mal, haben wir 3 Schweizer Sieger und einen deutschen Sieger. Mal sehen, wer sich da heute in die Siegerranglisten eintragen darf. Sven Geiger hat seine Gruppe gewonnen, soweit ich das hier in dem Draw Bracket unter Darts Connect einsehen kann, ist auch Terry Abaragus Gruppensieger geworden. Der Schwede Dennis Nielsen, der hier auch sein Debüt gibt, hat seine Gruppe souverän gewonnen mit 3 Siegen. Adrian Eckert, unser Spitzensportler aus Deutschland, 14 Jahre jung mittlerweile, hat auch seine Gruppe gewinnen können. Wunderbar, das hört man doch gerne. Dann haben wir noch den Bulgaren Krasimir Kostadinov, der leider 3. Platz gemacht hat in seiner Gruppe. Das war nicht ganz so klasse. Sven Geiger hat sich in seiner Gruppe sicher durchgesetzt. Ist auch da Gruppensieger geworden. Dann kennt ihr vielleicht den Belgier Patrick Schwall. Der hat sich auch durchgesetzt in seiner Gruppe. Dann gibt es natürlich den Schweizer Conor Steiger. Dann haben wir Sven Hofmann, Christian Arnold, Taki Zulidi und dann gibt es auch noch den Jochen Graudenz, den kennt ihr auch aus Deutschland, der hat sich auch durchgesetzt. Der Belgier Patrick Leufgen hat sich in seiner Gruppe durchgesetzt. Und dann der ein oder andere Schweizer Name, da haben wir den Patrick Wächter, Alessandro Neyfür, Ivo Fuhrer, Yannick Lüdi, Kilian Schmutz. Es sind also viele, viele Namen dabei, die wir jetzt langsam aber sicher euch mal zu Gemüte führen wollen, weil das wird so die Stammbesetzung der Turniere der SDC-Tour sein. Und ich habe mir mal irgendwann im Vorfeld die Freiheit genommen, mir 10 Fragen auszudenken, um euch die Spieler ein bisschen näher zu bringen. Wir haben hier noch ein bisschen Luft, bis hier die erste K.O.-Runde nach dem Round-Robin-System durchgespielt wird und wir hier live auf dem Streaming-Board Bilder angeboten bekommen. Bis dahin erkläre ich euch mal ein bisschen das System, was hinter diesen Fragen von mir quasi steckten. Einmal ist es die Ambition, die ich von dem Spieler gerne erfahren würde wollen. Und die haben wir mal, fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Zettel, der hier vor mir liegt. Das ist der Matthias Matze Apitz. Ein bisschen Informationen, die er dann freigeben möchte, natürlich aber nur das, was ihr da draußen auch wissen sollt und alles, was ihr nicht freigeben möchte. Es ist ja niemand gezwungen, über sich selbst zu reden. Es macht vielleicht nur Sinn, wenn man auf der Suche ist nach dem einen oder anderen Sponsor, dass der eine oder andere schon mal so ein bisschen so ein Portfolio sich anlegen kann und sagt, Mensch, den Spieler, den würde ich gerne beobachten, da will ich mal dranbleiben. Der Matze ist der stolzer Vater der Tochter Lilly Simon. Und sie ist der größte Fan von Belly. Und wenn ich das so sage, Belly, dann wisst ihr, wen wir meinen, den Stefan Belmont. Ja, die zweite Frage war dann natürlich, spielst du auch E-Dart? Weil Darts und E-Dart, das schließt sich ja nicht aus, das befruchtet sie eher, laut meiner Sicht. Er hat mit Ja geantwortet. Dann Frage Nummer 4 natürlich. Falls ja, wieso? Falls nein, weshalb? Also, falls ja, er sagte ja, Zufall.
Spieler bei Minimi spielt er. Mimi nennt sich diese Truppe. Ja, und wie bist du auf Darts gekommen? Durchs Fernsehen und durch eine sehr gute Freundin. Die hat ihn dann darauf aufmerksam gemacht, dass da vielleicht eine Karriere auf ihn wartet. Ja, das vielleicht am Rascheln im Hintergrund. Ich habe hier noch das gute alte Papiersystem. Nicht alles findet immer auf dem Tablet statt, obwohl das vielleicht in der Sache vielleicht mal von Vorteil gewesen wäre für mich. Also, die Frage Nummer 6, weshalb spielst du Darts? Weil es geil ist, genau das wollen wir hören. Wir wollen die ehrlichen Emotionen hören. Was ist dein Ziel? Einmal unter die 10 Besten. Wahrscheinlich nicht nur in der Schweiz, sondern in der Welt. Ehrgeiziges Ziel, aber wir haben ja mit dem Dartsport auch eine Karriere, die ewig dauern kann. Von daher werden wir sehen, wie weit er es denn noch schafft, weil jetzt, was sollten wir sonst noch über dich wissen? Etwas Außergewöhnliches, habe ich gedacht. Was könnte da so kommen? Und da bin ich jetzt etwas überrascht. Am 19. März ist der gute Mann also Opa geworden. Der Matze Apitz, da gratuliere ich doch gerne nochmal. Das ist schön. Ja, was ist sein Beruf? Er ist Vorarbeiter im Hochbau. Da ist man natürlich auch schon stramm im Frühaufstehmodus. Das heißt, diese Turniere am Wochenende, die erschrecken einen nicht mehr ganz so, weil das ist ja fast schon spät aufstehen. Und dann die 10. und letzte Frage, wie bist du auf die SDC gestoßen? Ja, das ist das erste Doppelturnier in Schaffenhausen. Da haben wir uns auf uns aufmerksam gemacht, auf das Format, und da ist der eine oder andere dann schon gleich angezündet worden und hat sich gedacht, das ist ein tolles Format, da gehe ich mit, da probiere ich mich aus. Ganz wichtig ist, dass ihr das da draußen natürlich auch für euch einordnen, sortieren könnt. Die SDC hat sich neu gegründet letztes Jahr. Da könnt ihr gerne auf der SDC-Seite, wie ihr das da vorne auch seht, die Swiss Darts Corporation, gerne noch einmal im Internet ein bisschen googeln, euch informieren. Das ist eine reine Erfolgsgeschichte, die auch jetzt die nächsten Steps angehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das verkünden darf oder soll. Da kann ich auch gerne noch ein paar Infos bekommen aus dem Headquarter, weil auch die SDC ihre Fühler natürlich europaweit ausstrecken möchte und dann wohl da eine Expansion ansteht. Also von daher bleibt bitte ordentlich nah beim Sender, bleibt hier bei dem YouTube-Kanal der SDC. Dort werden auch immer wieder schöne Highlights der Turniere, tolle Interviews und alle möglichen Statistiken werden abgedatet und abgeloadet hier von der SDC. Die Jungs sind da mit Herzblut bei und sie haben ein tolles Konzept. Ja, hoffentlich auch die richtigen Kontakte und auch die Möglichkeiten, da aus den nächsten Jahren eine schöne Unterbau zum Einstieg in diese Sportart zu bilden und da vielleicht mit neuen Spielorten und neuen Herangehensweise auch wieder eine neue Möglichkeit zu schaffen für Europa und auch für Deutschland im Speziellen, eine neue Bühne zu schaffen, um den einen oder anderen, der vielleicht ja, in einer kleinen Entwicklungskrise steckt, da eine Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und weiter in unserem Sport zu kommen und weiterhin den Leuten da draußen zu erzählen, dass Darts einfach geil ist. Eine Sportart, die sich lohnt, und wenn man so ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, ist Darts in meinen Augen ein absolutes Potenzialprodukt für Breitensport. Es hat den Charakter, dass man auch den Couch-Potato-Jugendlichen davon überzeugen kann, dass ein Mannschaftsgefühl sich einfach irre anfühlt und man auch ohne sonntags morgens auf dem Schlagerplatz gerne eine Indoor-Sportart ausüben kann. Und ja, vielleicht, wenn man wirklich alle Sinne beieinander hat und da oben wirklich aufgeräumt ist, kann man da ein ganz großer in unserer Sportart werden, weil am Ende findet diese ganze Spielgeschichte, die Situation, die Drucksituation, das schnelle Umschalten, die gute Reaktion, dieses Wegstecken von immer wieder Fehlern und kleinen Niederlagen führen dich dann am Ende zum Sieg. Und das kannst auch du erleben, jeder kann es erleben, weil Darts kennt kein Handicap. Darts ist eben für alle da, und Darts ist eine der wenigen Sportarten, die über die Körperlichkeit sich in keinster Weise unterscheidet zwischen Damen und Herren. Und das nochmal ganz klar nach vorne gehoben. In unserer Sportart sind Damen genauso erfolgreich und haben genauso ihre eigenen Turnierserien wie auch in anderen Sportarten. Aber mittlerweile wird es auch da ein Schlagabtausch auf Weltklasse-Niveau in der PDC so langsam herangetastet, in dem Damen immer wieder eine Wildcard bekommen und sich auch qualifizieren können über ihre Ranglisten für die Weltmeisterschaft im geteilten Feld. Und das ist gar nicht so einfach, diese Sachen von 0 auf 100 zu erleben. Da hat der
Herren-Dartsport einen riesigen Vorsprung, wo die Damen erstmal mit den Drucksituationen jetzt umgehen müssen und sich da reintanken und aber immer besser zustande kommen und immer besser sich mit den Drucksituationen auseinandersetzen können. Das sieht man jetzt wieder an dem Paradebeispiel Fallon Sherrock. Ihr alle da draußen kennt die Queen of the Palace. Sie hat ja einen riesen Hype ausgelöst in unsere Sportart, weil sie als Frau das erste Mal bei der WM 2 gestandene PDC-Tourcard-Inhaber aus dem Turnier nehmen konnte, dann nicht irgendwelche selbst qualifizierten, sondern die über ihre Tourcard da reingekommen sind, und das hat einen Aufsehen gegeben, der weltweit nachgehalten hat. Dartsport wurde von Weltsportarten wie Tennis und Leichtathletik wahrgenommen, wo da die großen Namen der Szene, die dort ihre Türen aufgestoßen hatten für deren Sportart im Frauenbereich, ihr gratuliert zu dieser wunderbaren Arbeit, die sie abgeliefert hat. Und nun hat sie gerade aktuell als erste Frau einen neuen Data live im TV performt, bei der Super Series, wo sie das Spiel dann auch noch mit diesem Match in ihre Richtung ziehen konnte und das Ding am Ende 4-3 gewann. Also Hut ab, Frau Fallon Sherrock, und vor dieser Leistung. Aber das sind alles so die Superlativen. Das ist der Weg, wo es hingehen könnte. Die SDC möchte genau den Leuten eine Bühne bieten, die sich engagiert versuchen zu verbessern, die engagiert versuchen, ihren Weg zu finden in die Weltspitze, oder die auch einfach nur engagiert Spaß an unserem Sport haben. Hier haben wir jetzt gerade den Sven Geiger mal durchs Bild laufen sehen. Ihr seht, die Sporthalle ist pickepacke voll mit Sportlern, und wir arbeiten natürlich auch daran, dass es da mal wieder den einen oder anderen Platz für Zuschauer geben wird, damit wir natürlich auch in eine etwas gewaltigere Atmosphäre kommen und dort etwas mehr Unterstützung für die Sportler rausholen können, weil nichts ist schöner, als wenn man unter Applaus seine Turniere bestreiten kann. So, kommen wir zu Nummer 2 auf der Liste, die ich hier habe. Ich muss mir da noch einen Haken an der Seite machen, nicht, dass ich euch doppelt und dreifach von derselben Person erzähle. Dieser Mann heißt Matthias Walker. Und meine zweite Frage war, ob er Infos über die Familie wiedergeben wollte. Und er kommt aus dem wunderbaren Wallis, ist verheiratet und hat einen Sohn. Spielst du auch Edert? Er sagte, nein, er spielt keinen Edert. So, falls nein, weshalb? Edert hat mich abgesehen vom Ausgang nie großartig interessiert. Steelers hatten wir schon, als ich klein war, eine eigene Scheibe zu Hause. Lange Zeit geriet Darts für mich in Vergessenheit, bis ich anfing, Schichten zu arbeiten. Jetzt ist ein toller Zeitvertreib, den ich beinahe zu jeder Zeit ausführen kann. Na, das ist doch mal eine tolle Aussage über unseren Sport, und es muss ja nicht immer beides sein, kann sich auch auf eine Seite unserer Sportart festgelegt werden. Des Weiteren war meine Frage, wie bist du auf Darts gekommen? Wie wahrscheinlich bei so vielen wurde ich für mein Interesse an der Darts wieder aufgrund der Darts WM geweckt. Da wurde ich ja nun auch 2-3 Jahre drauf festgenagelt, aber die Darts WM ist natürlich immer wieder ein toller Weckruf für alle, die da draußen an unserem Sport interessiert sind. Geht ja auch bald wieder los, freue ich mich drauf. Weshalb spielst du Darts? Es ist ein toller Sport, den ich zu jeder Zeit spielen kann und auch ohne Verein, was für mich als Schichtarbeiter toll ist. Ja, und mit den neuen zusammengeführten Möglichkeiten mit dieser Online-Liga und diesen Online-Verbindungen ist auch für Schichtarbeiter mittlerweile möglich, wieder an Turnieren teilzunehmen. Großartig finde ich das. Was ist dein Ziel in unserer Sportart? Also mich stetig zu verbessern und bestenfalls zumindest irgendwann zu den Topspielern der Schweiz zu gehören. Die Hauptsache bleibt aber Spaß am Spiel. Das ist weiterhin die Aussage von Matthias Walker. Dann haben wir, was sollten wir sonst noch über dich wissen? Weil ich Schichten arbeite, wurde ich mal von Nachbarn gefragt, ob ich frühmorgens handwerke. Dabei war ich bloß in der Nachtschicht am Dart spielen. Ja, was ist dein Beruf? Operator im Schichtbetrieb bei Lonza. Ja, also auch hier seht ihr, wir sind die ganz normale Arbeiterklasse, und das ist so unser Zeitvertreib. Dieses Mental Game Darts ist genau das, wo wir alle da auch irgendwie zu Hause sind, in dem ganz normalen Beruf, und jetzt hier versuchen uns Möglichkeiten zu erschaffen, vielleicht außerhalb des Berufes mal ein bisschen zu glänzen.
So, und wie bist du auf die SDC gestoßen? Übers Internet, respektive ein Interview mit Marcello Walpen im Walliser Boten, also im Walliser Boden, Boten. Das ist die Zeitung da vor Ort im schönen Wallis. Ja, der Matthias Walker also über die guten Interviews und über die tollen Sachen, die die SDC da schon dem Marcello Walpen ermöglicht hat. Genauso geht's weiter. Sag du es einfach allen, dass da eine geile Nummer ist. So, dann haben wir den von mir schon angesprochenen Bulgaren, der illustren Kostadinov, hat dann auch die eine oder andere Frage beantwortet. Spielst du Edat? Hat er mit Ja beantwortet. Ja, und dann, warum tust du es? Weil es ihm Spaß macht. Habe mit Edat angefangen und bin nun immer noch Mitglied eines Edat-Vereins. Ja, das ist doch auch eine gute Aussage. Und tja, dann, wie bist du auf Darts gekommen? Ganz normal, bei einer Freizeitbeschäftigung, dann mit Freunden. Weshalb spielst du Darts? Ähm, ja, Spaß mit Teammitgliedern und immer richtig gute Freunde sind sie mittlerweile geworden. Deshalb spielt er gerne Darts und sein Ziel ist besser werden, schlicht und ergreifend. Also er will einfach nur besser werden. Und so hast du auch keine Ziele, die du vielleicht nicht erreichst. Äh, also auch kein Druck ist keine schlechte Idee. Ja, was sollten Sie noch über ihn wissen? Der gute Krasimir passt seine Darts gerne also selbst an, sprich er schraubt ein bisschen am Barrel rum. Warum? Weil er eben CNC-Programmierer und Einrichter ist, also hat er auch Ahnung davon, wie man einen Barrel ein bisschen verändern kann. Und ja, er ist dann per Zufall über Facebook und über das SH-Fernsehen, über das Schweizer Fernsehen, da habe ich als erstes gesehen, dass da was im Gange ist. Und das ist natürlich auch eine witzige Ansage von Krasimir Kostadinov, der dann auch seinen Weg gefunden hat hier in die SDC und nun heute in in dem Tourformat 5 mit an den Start gegangen ist. So, da habe ich euch jetzt schon jede Menge erzählen können über die einzelnen Spieler. Und wir warten weiterhin auf die ersten Live-Bilder, die dann kommen nach der K.O.-Runde. Das ist natürlich an jedem Tag nicht immer so zu timen, dass man da die Uhr nachstellen kann. Nehmt es sportlich, nehmt es so, wie wir es hier in Deutschland mit der Deutschen Bahn nehmen. Hauptsache, wir kommen irgendwann an. Hauptsache, wir werden irgendwann irgendwie mitgenommen, weil all diese Versprechungen, die bringen einen am Ende doch dann nur an den Rande der Verzweiflung. Also lasst uns da 5 gerade sein lassen. Ich sehe im Hintergrund schon den guten Caller auf uns zulaufen mit seiner wunderschönen Fliege in den Schweizer Nationalfarben. Und der wird uns dann gleich einladen zu dem ersten Spiel hier im K.O.-System. Was Memory auf Board 28, Schreiber. Board 2, Janik Geizos. Board 3, Erik Stutz. Board 4, Marien Burkhardt. Board 5, André Christen. Board 6, Patrick Schröder. Board 7, Oliver Kowal. Board 8, Erik Schmidt. Board 9, Steve Graf. Ihr hört im Hintergrund jetzt hier Aufrufe der Spiele, die noch nicht zu Ende gespielt sind. Die Gruppe ist noch nicht ganz durch. Hier im Vordergrund seht ihr den einen oder anderen Schweizer Dartsportler. Da erkenne ich Andy Bless, gefährlichen Linkshänder, der hier auch schon lange Bestandteil der SDC-Tour ist und auch schon gute Ergebnisse abgeliefert hat in diesem Jahr. Board 17, Oliver Glutz. Board 18, Philipp Walter. Board 19, David Heinkel. Board 20, Timo Martin. Und natürlich auch noch einen weiteren Sportler hier mit vorstellen. Da fangen wir doch an. Das ist der Tizian Knöpfel. Der Tizian Knöpfel spielt auch Edat. Board 24, Peter Wessel. Board 25. Macht ihm Spaß, schlicht und einfach.
Deshalb spielt er halt Edat noch zusätzlich dabei. Auf die anderen Fragen hat er wenig Lust zu antworten, was ja wie gesagt überhaupt kein Problem darstellt. Die wichtigsten Fragen sind beantwortet. Er spielt es, weil es ihm Spaß macht. So, dann haben wir einen Kollegen, der nennt sich ganz schlicht und ergreifend Zacki mit Z. Zacki ist verheiratet, ein Kind. Er spielt eigentlich nur Edat, außer ab und zu SDC. Haha. Aber das spricht ja auch nur dafür, dass die SDC quasi eine weitere Möglichkeit für den Dartsport. Habe mit Edat angefangen und bin nun immer noch Mitglied. In der Schweiz ist der Edat viel breiter, deshalb hat man mehr Turniere. Durch Kollegen ist er, die schon gespielt haben, ist er an unsere Sportart gekommen. Spaß mit Teammitgliedern haben, abschalten vom Alltag, Treffen mit Freunden. Ich lasse bald meine Augen lasern, da ich schlecht sehe. Dann schauen wir mal, was daraus wird. Na, das ist doch mal Wahnsinn. Na, was sollten wir über ihn wissen? Er ist ein spezieller Charakter. Er ist ein Pharma-Theologe, was immer das ist, aber er ist es halt. Und, tja, ich bin nun die ersten Minuten dabei. Ah, okay. Also er ist einer, der von der ersten Minute dabei ist und er hat eben im Städterclub Schaffenhausen mitgemacht, aus dem die SDC dann natürlich entstanden ist. Also kennt ihr wahrscheinlich alle den Zacki. Ja, nun könnt ihr mal noch ein bisschen was von mir über den Lukas Dahlmann hören. Der Lukas Dahlmann, sein Bruder, der Jakob Dahlmann, ist der Fotograf und macht die Videos für die SDC. Er spielt kein Edat, ja, fühlt sich nur mit Metall richtig an. Erster Kontakt mit einem Board war in einem Jugendhaus. Habe zwar nicht getroffen und hatte immer noch keine Ahnung von Dart, aber bin trotzdem nicht von diesem Board weggekommen. So richtig mit Training und Scheibe zu Hause während der WM 2017, 2018. Ja, weshalb spielst du das? Weil es nichts gibt, was mir mehr Spaß macht oder in dem ich besser bin als im Dart. Ich spiele so viel, ich kann es Erfüllenderes als an diesem Sport finden. Mittelfristig möchte ich zur Spitzengruppe der SDC-Spieler gehören und um die Turniersiege mitspielen. Langfristig schauen wir mal, aber ich bin motiviert, so viel wie möglich aus mir rauszuholen. Na, das sind doch die richtigen Ansagen. Ich habe 2 Katzen, ich bin HSV-Fan und mache gerne England-Urlaub. Bis Juli 2023 Ausbildung bei der Post, danach noch offen. Ich bin von der ersten Minute dabei geblieben. Ah, siehst du, noch einer, der dann auch bei der Entstehung dabei war. YouTube und immer mal wieder auch als Ersatz mitgespielt. Deswegen ist der junge Mann auf die SDC gestoßen. Das hört sich doch toll an. Also es gibt verschiedene Wege zu uns, zur SDC und das macht auch auf jeden Fall eines. Es macht Sinn. Nun haben wir noch hier den Yannick Peeren. So, der spielt kein Edat. Skidat finde ich besser, man muss mehr rechnen und es reicht nicht mir, wenn ein Pfeil das Board berührt. Okay, das ist auch das ein oder andere Mal, wenn man das eben so abliest und man springt da so ein bisschen rum, ist man da so ein bisschen verwirrt das eine oder andere Mal. Also hier haben wir den eben mir angesprochenen Lukas Dahlmann, gerade erklärt, das ist der Bruder von Jakob Dahlmann, der hier dran arbeitet, an der SDC-Tour und zwar als Fotograf und als Video-Content-Creator. Ihr hört es ist alles live. Der eine oder andere Hund rennt hier auch durch die Gegend und macht ein bisschen Sound und er spielt gegen den guten Andy Bless, den Lokalmatadorn hier aus der Schweiz, den ich euch auch schon bei den anderen Übertragungen das eine oder andere Mal näher gebracht habe, aber ich werde gleich noch mal schauen,
ob Andy Bless dann auch meinen Fragenkatalog ausgefüllt hat, um euch vielleicht den einen oder 100. anderen Moment noch näher zu bringen von diesem Kerl, der wirklich eine grobe Kelle Dart spielt, aber auch das ein oder andere 28. Mal Pech hat in entscheidenden Situationen abgefangen wird. Lukas Dahlmann ist wie gesagt noch fresh on the board, ist noch nicht als alter Hase zu bezeichnen, würde ich da mal so 57. sagen. Und tankt sich hier doch schon ganz gut in die Geschichte rein. Wie gesagt, Favoritenstellung müssen wir Andy Bless zugestehen 72. aufgrund Lucas, you require seiner 161. Erfahrung, aber Darts ist auch ein Spiel, wo es auf Tagesform ankommt, wo es viel darauf ankommt, was man von seinem Spiel erwartet und wie man mit diesen kleinen 91. Fehlern And you require umgeht, die in so einem 144. Spiel passieren. 60. Lucas, you require 70. Ich habe Lukas kennengelernt bei der SDC Tour 1 in Basel und da haben wir auch ein bisschen miteinander sprechen können. Freut mich, dass er da einen ähnlichen Weg gegangen ist wie viele andere. Game short in the first leg. Lucas Über ein Dahlmann. Jugendhaus Second leg is hat Andy er to throw Kontakt mit dem first. Board bekommen Game und on. hier brillanter Vortrag von Lukas Dahlmann, der hier kein Problem hat, das 1:0 einzufahren. Ein Dart auf Doppel, ein Dart im Doppel, 15 Tops, Triple 10. Der Versuch ging in die Hose, um das abzukürzen, aber er hat es 26. locker umgestellt und einfach die Chance genutzt. Guter Start vom Bless in sein eigenes Anwurfsspiel. Dahlmann da noch mit Potenzial nach oben. Knappes Ding von Andy Bless, fast das erste Highlight hier in der Partie. Bin gespannt, wie 60. lange das gut geht für Andy. Wann der Dahlmann in diesem Leck das Triple findet. Hier weiterhin der Druck hoch. Brillanter Vortrag. 9 Darts im Board, 126 Rest. Das lässt doch auf ein Top-Klasse-Leck hoffen. Lukas Dahlmann And you require 126. findet in diesen Sekunden gerade nicht statt. Der Andy Bless will auch nicht auf Teufel komm raus das Leck checken. Geht den Weg 94. über 20, verpasst mit dem ersten Dart das Triple. So kann er es dann nicht mehr beenden. Trifft zwar mit dem zweiten das Triple, aber 46, ihr wisst es, ist ein 60. nicht vorhandenes And you Doppel auf require dem Board. 32. Das ist 50, sprich Bullseye ist das höchste oder Tops ist die Doppel 20, ist dann das zweithöchste alleinstehende Doppel auf dem Board. No Also score. Doppel 16 hat er sich gestellt, 3 Fahrkarten gezogen, hier nochmal eine Möglichkeit für Dahlmann, das lockere Ausschwingen, einfach in Ruhe eine 60 werfen, nicht verkrampfen, nicht zu viel ärgern. Dieses Leck ist sowieso weg, da braucht man nicht mehr so viel Energie flutschen lassen, 41. sondern einfach versuchen, And you require geradeaus 32. zu werfen. Dann hat er sich nochmal dran erinnert Okay, shot und in the nun haben wir second die leg. nächsten Andy Bless. Leckdarts für Third Bless, leg is der geht Lucas dann rein, first. also Dart Game Nummer on. 13 erfolgreich, Dart Nummer 16, Entschuldigung, erfolgreich 1:1 Andy Bless, legt sozusagen zurück. 60. 60 ist eine gute Eröffnung, aber Bless braucht da nur 1 ins Triple kriegen, dann geht der Druck schon hoch. Natürlich in 48. ein höherwertiges Triple als diese Triple 3. Aber das passiert halt. Auch hier wieder ein Müh daneben. Das ist so dieses hässliche Gesicht und das lächelnde Gesicht. Die Triple 5 ist eben ein Millimeterchen neben der Triple 20. Und hier seht ihr das erste Highlight in diesem Spiel. Nach dem 16 Data die erste Maximum im Board, die 180 für Andy Bless. Der auf dem Weg ist, hier sein Break zu erreichen und der vierte perfekte in Folge und dann, wenn ich es richtig gesehen habe, gerade stolpert der fünfte aus dem Board und der sechste ist wieder drin mit Bouncer
300 Punkte, das ist perfekt. Gespielt von Andy Bless. Tolle 9 Darts bis jetzt mit Bouncer, das ist unglaublich. Ja, der steckt auch noch 93 Rest, Triple 19 für Doppel 18. Doch das Ding aus! Schaute den in die 4 für 32 Rest. Das war jetzt nicht gerade knapp, aber es hätte er ja auch noch böser enden können. Natürlich ist sowas auch ein geiles Gefühl, wenn du den checkst. Na gut, Andy Bless also mit Darts zum Break auf der Doppel 16. Und wieder mit dem ersten Dart. Jetzt hat er einen guten Lauf. Jetzt lässt er es fliegen. Jetzt fordert er alles von Lukas Dahlmann. Jetzt hat er ihm 2 harte Watschen präsentiert. Jetzt muss Dahlmann reagieren, weil nur 60 verbläst. Das ist die kleine Öffnung, die Dahlmann braucht. Das ist die Tür, wo er durch muss. Mit 1 oder 2 Triple, um sich hier nochmal Gehör zu verschaffen. Äußerst eng, diese Triple 5. Bleibt am Flight hängen mit dem zweiten, deswegen unterworfen. Die 20 Rettungsversuch über Triple 19 ging nicht. Funktionierte nicht. Also die Chance für Andy Bless, der hier 24 Punkte zustande bringt. Da ist die Chance für Dahlmann, der sich diesmal mit 80 Punkten da etwas mehr Gehör verschaffen kann. Wo kommt das her, fragt man sich natürlich zu Hause. Gerade lief es doch wie geschnitten Brot für Andy Bless. Der wirft hier beim 1:1 die ersten 9 Darts nach 9 Darts 126 Rest. Im nächsten Leck hat er nach 9 Darts 153 Rest. Und jetzt hat der Kerl nach 9 Darts 389 Rest. Das sind genau diese Dinge, die Ups and Downs, die dann in deinem Kopf absolut für Randale sorgen. Es geht dann los. Was mache ich da? Und wieso tue ich dies? Wieso tue ich das? Diese ganzen Dinge gilt es eben im Kopf auszuschalten. Das ist der mentale Aspekt in dieser Sportart. Mit den kleinen Fehlern immer wieder umgehen und mit den Lücken, wie jetzt Lukas Dahlmann damit umgeht. Er merkt, Bless hat wieder eine Lücke in seinem Wurf. Ich kann da reinbeißen und nun hat er es getan. Hat mit der 100 die Aufholjagd eröffnet und wird gekontert von Bless. 121, mehr kann es aus einer 1 nicht machen. Jetzt bin ich gespannt auf Dahlmann. Hat er das Auge? Er hat das Auge nicht. Eine Single-Bull-Versuch, eine 25 hätte ihm 167 die erste Chance fürs Check gelassen und vielleicht ein bisschen mehr Druck auf Andy Bless gemacht, der hier wieder mit 2 Trippeln erfolgreich ist und dann haut ihm der dritte Dart aus dem Board ab, aus der fetten 3. Wirft also 114 Punkte und schraubt 97 ins Board zum Finish. Lukas Dahlmann mit der 100 lässt sich 72. 76 noch für Andy Bless. Wo geht der zweite Dart hin? Triple 20 versucht er. Nein, er versucht Doppel-Doppel, lässt sich aber Tops Rest. Also Dahlmann, Chance auf 72 fürs Break. Ein Doppel-Dart wird es vielleicht geben. Ja, noch eine 20. Nein, er spielt Doppel 12 für Doppel 14. Natürlich war Single 12 der Versuch, um Tops zu lassen, aber jetzt hat er halt Doppel 14. Nicht unmöglich. 44. Aber eben manchmal passiert sowas. Um dich da nicht so überraschen zu lassen, kann ich euch nur das Trainingsspiel ans Herz legen. 61 habe ich getauft, weil ich nicht mehr weiß, wer es erfunden hat. Andy Bless nutzt natürlich sofort diese Chance, um 3:1 in Führung zu gehen. Ihr seht, es ist Runde 1 im K.O.-System, im Event Nummer 5 der SDC-Tour hier in der Lettenhalle in Diessenhofen. Und First to 4 Legs ist die Anforderung, die hier gegeben oder ja, die jetzt hier gefordert ist. Von daher seht ihr. 82. Dass es 4 Lecks sind, die du brauchst, um in die nächste Runde einzuziehen.
81. 57. 60. 59. 100. So, hier sind wir jetzt in der Entscheidung. Wird es ein 4:1 für Andy Bless oder kommt der Dahlmann nochmal ran? 119 hat er. 42. Und Andy Lucas, you Bless musste require nochmal eben ein bisschen 119. nachdenken, was könnte mir ein Finish lassen. 165 sind das sicher nicht. Aber Dahlmann, Chance 119. Da hat er nur noch Tops Rest zum 3:2 und für ein geiles Gefühl. Das wäre Break und das wäre ein gutes Gefühl. 99. Ah, den schraubt er knapp unter Tops, aber er hat ja keine Sorgen, weil Andy es verpasst hat, sich ein Finish zu stellen mit diesen 42. Hat er sich rausgenommen aus der Lucas, you Möglichkeit, require 20. das zu checken. 51 lassen ihm da 114 Rest, aber Dahlmann mit der Chance auf Doppel 10 verpasst diese knapp. Doppel 5 haut eng. Andy require 114. Lässt sich Doppel 5 Rest. Ist es das für Bless? 19 Triple, 19 Doppel, 19, einer der geilsten Wege für den Linkshänder. 74. Aber er schraubt den zweiten in die Triple 7 heißt 72. 94. Sorry, 82. Aha, 74, Lucas, you genau, require mit der 10. Triple 14 für 32 Rest. Aber Game shot Dahlmann, in jetzt the mit der fifth leg. Chance. Lucas Dahlmann. Und er Sixth leg nutzt is diese Andy Chance. for Macht mit der third. Doppel 5 Game das on. 2:3. Und gibt da noch nicht auf. Gibt keinen Zentimeter ab. 100. Les muss es sich hier weiterhin hart verdienen. Startet mit einer 100. An dem Les 60. seinen Anwurf durchbringt, dann gehört ihm diese Partie. 60 von Dahlmann. 57. Macht die Sache schwieriger für ihn. Wie gesagt, er braucht jetzt einen Break, um dann möglicherweise mit 100. eigenem Anwurf über die Ziellinie zu gehen. Das war ein wunderbarer Wurf. Das ist der richtige Weg. Klasse mit dem letzten. Das Triple 20er Segment erwischt. Bless 120 und scheinbar wieder ein Bouncer. Das sind so die Scores, die man so nicht gewohnt ist. 120, da fehlt dann immer irgendwie ein Dart oder 100. es ist ein Round Robin Hood, aber bei Andy Bless ist es dann der ein oder andere Dart, der da mal abhaut. Wieder die 120 im Feld. 74. Oh, starke 174, Dart 12, das hat der Kerl. Bullrest. Brillanter Vortrag. Beendet er das hier mit einem 13 Darter, geht er auf Bull. Ich schätze den Andi so ein, dass er auf Bull geht. Und der gute Lukas Dahlmann versucht nochmal alles. Er spielt hier ein volles Leck. Zweimal, dreimal die 100 und einmal die 60 wirft er. Und Andy Bless hat Matchstart 18, Doppel 16, ein Dart, ein starker Vortrag von Andy Bless. Super 14 Darts. Wirklich toll zu Ende gespielt. Das hat doch genau das, was wir uns hier erhofft hatten. Ein prima Match-Average von 83 hat er hier hingelegt. Also ganz, ganz klasse Arbeit von Andy Bless, kann man nicht anders sagen. Gratuliere dazu. Und ihr kennt das, jetzt gibt es natürlich noch in der gesamten Runde diverse Spiele, die hier noch am Laufen sind. Unter anderem kann ich euch hier gerne noch ein paar Infos entgegenwerfen. Haben wir
mit Liam Mendel-Lawrence. Wo ist er hingerutscht hier in der Liste? Luis Camacho gegen Daniel Zübück. Da steht es 2:2. Kilian Schmutz führt sein Spiel gegen Maurizio Costravinci mit 2:1. Patrick Wächter führt gegen Zaki Zuli. Ich habe euch gerade den Zaki noch vorgestellt. 3:1 ist er da vorne. Barry Nelson aus Schottland führt gegen den David Milea aus Irland. 2:1. Thierry Arpagaus 2:2 gegen Markus Brügel, Herr im Himmel. Dann unser kleiner Adrian Eckert gegen Fabio Barone, 1:1. Philipp Tröndle gegen Rolf Schelling, 1:1. Philipp Leufgen aus Belgien gegen Yannick Lüdi, 3:2. Und Silvan Eckert für 2:0 gegen Benjamin Bürgin. Ben Geiger ist in seinem Spiel 4:2 erfolgreich gegen Ronny Loy, gerade eben zu Ende gegangen. Roger Hertig führt mit 3:1 gegen Christian Pellegrin aus Italien. Andreas Schmutz führt in seinem Spiel gegen Sandro Schmidt 3:1. Ihr seht hier in den Live-Bildern immer geschäftiges Treiben. Spieler sind da unter Beobachtung vom Publikum. Ein bisschen Publikum ist da. Das ist wunderbar. Das ist sehr schön mit anzusehen. Auch der ein oder andere Interessierte, der vielleicht zum Walken unterwegs war. Da sehen wir den Jochen Graudenz, der ein sehr umstrittenes Interview gegeben hat in der Dartswelt. Jeder hat so seine eigene Sicht auf unseren Sport und ja, nicht jeder Kram gehört da nach außen gekehrt und ja, auch in dieser Art und Weise muss das vielleicht nicht unbedingt sein, aber naja, was will man da machen? Jeder muss es so tun, wie er es will. So, der Schweizer Thomas Holdener hat sich gerade gegen den Belgier Patrick Schwall durchgesetzt mit 4:2. Sven Hofmann führt gegen Tommy Wilnik aus der Slowakei mit 3:2. Und der gute Nico Battaglia führt 2:1 gegen Jürg Svendimann. Sind sehr viele interessante Spieler dabei. Wir hatten mit 124 das Ding auch randvoll, hatte ich euch schon gesagt. Man will euch ja auch nicht den ganzen Tag auf die Nerven gehen. So. Vielleicht kommen wir noch zu einer interessanten Partie von Dennis Mielson gegen Andreas Wegner. Das ist auch noch spannend. Dann haben wir noch die ein oder andere Partie, die da natürlich nicht alle auf Board 1 gestreamt werden können. Da hatten wir eben gerade schon eine klasse Partie mit Andy Bless gegen Lukas Dahlmann. Nun haben wir auch gesehen, dass Liam Mendel-Lawrence sich 4:0 gegen Erat Milovic durchsetzen konnte und nun auf Silvio Thoma trifft, der sich ebenfalls 4:0 durchsetzen konnte. In der zweiten Runde der K.O.-Phase befinden wir uns. Jochen Graudenz wartet auf seinen Gegner. Sven Geiger spielt dort gegen Thomas Holdener. Wir haben den Christoph Schumann, der gegen Fabian Biel spielt in der zweiten Runde. Rocco Fulcinetti hat sich gegen Thomas Ritter durchsetzen können und wartet auf den Gegner, entweder Luis Camacho oder Daniel Zübrück. Also, wir haben hier noch ordentlich was für euch in der Hinterhand. Ich werde mich dann gleich nochmal melden, wenn alles ein bisschen sortierter ist. Mit der einen oder anderen Geschichte des Spielers oder vielleicht auch mit Live-Bildern. Aber ich muss mir jetzt mal eben einen Schluck Wasser holen, um ein wenig aufzuhören, mich
hier dem Husten hinzugeben. Also, bis gleich.
So, da bin ich dann wieder und ihr hoffentlich auch alle. Ich sehe da im Hintergrund den einen oder anderen, der sich schon positioniert. Wie gesagt, die nächste Runde steht an. Hier im SDC Tour 2023 Event Nummer 5 in der Lettenhalle in Diessenhofen. Möchte ich euch hier noch mit ein paar aktuellen Ergebnissen, die man auch gerne nachschauen kann, auf Dart Connect. Den Link seht ihr ja auf meiner Seite hier bei Instagram oder Facebook. Einfach die SDC googeln, den Shorty Seiler googeln, den Thomas Seiler googeln, den Shorty an sich googeln. Da seht ihr dann meine Instagram und Facebook und Twitter Profile. Und dort ist der Link hier für YouTube und unter anderem auch die Beschreibung, wo ihr euch schauen könnt. Unter Dart Connect unter anderem sehe ich da Spielstand von unserem gesponserten Spieler von shortymerch.de, von Adrian Eckert, der junge Mann aus Deutschland gegen Fabio Barone. Der Spielstand ist bei 2:2. Soweit ist der junge Mann noch nie in so einem Turnier hier vorgedrungen in der SDC oder bei der SDC, nennt es wie es wollt. Ich finde es großartig. Es macht einen Höllenspaß, diesen jungen Mann zu begleiten und mir anzuschauen, wie es so in seiner Karriere vorangeht. Und sobald wir hier die Möglichkeit haben, uns mal ein Live-Spiel von ihm anzugucken, werdet ihr sehen, was ich meine. Ein unglaublich guter, junger Typ, der sein Spiel weiter vorantreibt und schon tolle Ergebnisse abgeliefert hat. Hier habt ihr das nochmal in den Zahlen an die Blessen. Klasse Average von über 80 Punkten hingelegt und sein 4:2 Sieg gegen Lukas Dahlmann, der da etwas überfordert war mit der Performance, aber wie gesagt, gut klargekommen. Tauchen wir etwas tiefer ein in das Spiel von Adrian Eckert. Der junge Mann hat hier jetzt noch 20 Punkte abzuspielen, um 3:2 in Führung zu gehen. Und sein Gegner steht noch bei 239. Also eine gute Möglichkeit. Warten wir mal ab, ob er das denn auch auf die Reihe bringt. Nun ist er dran. Er hat sich überworfen, das kann passieren. Fabio Barone bei 158 Rest. Mal sehen, ob er den Endspurt für sich noch gestalten kann. Lässt 66 Rest mit geworfenen 92 Punkten. Nun Adrian Eckert auf der Doppel-10. Wir werden sehen, was er diesmal dabei rausspringt. Zehn Punkte Rest, das heißt, die Chance für Fabio Barone tatsächlich aus diesem Leck noch ein Gewinnleck für sich zu machen, steigert sich. Der hat 66 Rest. Bin gespannt, wo er am Ende rauskommt oder ob er dieses Leck für sich dann noch gewinnen kann. Nein, der wirft 34 Punkte, lässt sich 32 Rest. Und nun Adrian Eckert mit der Doppel-5. Vielleicht ist da eine Möglichkeit für ihn, dieses Leck dann zur 3:2-Führung einzustreichen und sich dann aufzumachen, das vierte Leck zu erreichen. Nein, er hat 6 Punkte geworfen, lässt sich 4 Rest. Nun Fabio Barone, 3 Doppel-16. Sind wir mal gespannt, ob das reicht. Nein, 16 Rest. Dann wieder der Adrian Eckert, Doppel-2. Chancen sind da.
Jawohl, diesmal erfolgreich mit der Doppel 2 zu der 3-2 Führung. Anwurf hat Fabio Barone. Aber Adrian weiß, jetzt geht's rund. Jetzt könnte die Sache auch in seine Richtung laufen. Startet mit einer starken 100. Macht er klasse. Nach 3 Darts hat er schon leichten Druck auf Fabio Barone aufbauen können. Nach 6 Darts den Druck erhöhen können. Hat noch 351 Rest. Fabio Barone 435 nach 6 Darts. Und nun hat er nochmal eine 15 performt für 420 Rest. Da könnte sich Adrian jetzt ein wenig die Führung rausarbeiten, um dann vielleicht den Endspurt auf den Matchstart etwas entspannter anzugehen. Wir haben gesehen, er hat leichte Probleme beim Doppel. Und der Matchstart ist ja eine Sache, die sich dann als ewig und schwierig gestalten kann. Da kann also der ein oder andere Fehler nochmal reinkommen. Möglichkeit, dieses Spiel für sich zu entscheiden, ist aber weiterhin gegeben, führt vom Score her dieses Spiel sicher an, muss aber natürlich aufpassen. Jedes Triple von Fabio kann Schwierigkeiten auslösen, seiner eigenen Performance. Aber Fabio weiterhin übersichtlichen Score unterwegs, sodass Adrian Eckert sich da die Sicherheit holen kann. Er spielt jetzt nochmal 40 Punkte und hat nun 215 Rest. Fabio Barone 359 Rest. Und er hat dieses Leck begonnen. Also sind die Chancen durchaus gegeben für Adrian Eckert, hier für noch mehr Unruhe zu sorgen. Das vielleicht tatsächlich in seinen Sieg umzumünzen. Wie viele Punkte wird er scoren, ist die Frage. 59 sind es geworden, das heißt, er hat 155 Rest. Somit noch die Hälfte von Fabio Barone, der noch 304 hatte, nun 282. Also Adrian, möchte man sagen, möchte man rufen, beruhig dich, spiel in Ruhe weiter, du hast das Spiel, versuch es zu Ende zu bringen, so wie du es möchtest, in Style. Weil die Fähigkeiten hat er, aber wenn der gegnerische Druck vielleicht auch nicht ganz so übermächtig ist und nicht ganz so gewaltig ist, dann tändelt man auch gerne mal noch eine Führung oder verdüdelt man noch ein Spiel. Ich will es jetzt nicht für Adrian hoffen, dass er sich dann das Leben nochmal schwer macht. Mit dieser 99 würde ich mal sagen, eindeutig nicht. Hat noch 25 Rest. Fabio Barone 219, also ist die Chance da für Adrian Eckert, sein erstes Spiel hier auch in seine Richtung zu zerren und den 4:2 Sieg davon zu tragen. Da ist es passiert, 4:2 Match für Adrian Eckert. Gratuliere, hat sich klasse durchgesetzt gegen Fabio Barone. 4:2 mit einem 44er Match Average. 4 Punkte mehr als der Gegner. Das ist in Ordnung. Dann warten wir noch auf eine Partie. Das ist der Philipp Tröntle gegen den Rolf Schelling. Da steht es 3:2 für Philipp Tröntle. Und nun gehen wir uns mal das Bracket angucken und dann komplettieren wir mal und geben euch mal die Ergebnisse durch. Und zwar haben wir in K.O.-Runde 1 des Events der SDC Tour folgende Ergebnisse für euch. Im Event Nummer 5 Terry Apagaus 4:2 erfolgreich über Markus Brügel. Dennis Nielsen spielt aktuell noch gegen Andreas Wegner. Adrian Eckert hat sich gegen Fabio Barone 4:2 durchgesetzt. Und Silvan Eckhardt
hat gegen Benjamin Bürgin sich 4-0 durchgesetzt. Das bildet dann auch die nächste Partie. Adrian Eckert gegen Silvan Eckhardt. Dann haben wir den Sven Geiger, der sich mit 4:2 gegen Ronny Loy durchsetzen konnte. Der spielt dann gegen den Thomas Holdener, der sich seinerseits 4:2 gegen Patrick Schwall durchsetzen konnte. Als nächsten haben wir den Patrick Ganter, der 4:0 erfolgreich war über Dominik Bohrer. Und sein Gegner ist der Holger Hertig, der ebenfalls erfolgreich war über Christian Pellegrin mit 4:1. Als nächstes haben wir dann den Christoph Schumann, wird 4:0 erfolgreich über Konrad Christen. Sein nächster Gegner ist der Fabian Biel, der gegen den Conor Steiger 4:0 gewinnen konnte. Jetzt haben wir das Ergebnis von Philipp Tröndle, 4:2 erfolgreich über Rolf Schelling, Entschuldigung. Und sein nächster Gegner ist dann der Christian Anno, der gegen Beat Hoffmann 4:0 erfolgreich war. Barry Nelson erwartet in seinem nächsten Spiel den Patrick Elot, beide jeweils mit 4:1 erfolgreich über ihre Gegner. Barry Nelson gegen David Milea und der Patrick Elot gegen Alessandro Neyfelder. Jochen Graudenz mit 4:1 erfolgreich über Ivo Fuhrer erwartet den Yannick Lüdi, der seinerseits Patrick Geläufgen mit 4:3 in Schach halten konnte. Dann haben wir den Daniel Zürbrück, der seinerseits erfolgreich war über Luis Camacho. Und das ist für mich ein etwas überraschendes Ding, aber freue ich mich für den Daniel Zürbrück, der dann als nächstes es mit Rocco Fulcinetti zu tun bekommt, der heute scheinbar einen guten Lauf hat, der Thomas Ritter 4:1 besiegen konnte. Patrick Wachter war erfolgreich über Zaki Tsui 4:1 und Kilian Schmutz konnte sich 4:2 gegen Maurizio Krastovinci durchsetzen. Das heißt, Patrick Wachter gegen Kilian Schmutz, unsere nächste Partie. Nico Patalia war erfolgreich über Jörg Swindimann 4:2 und trifft auf Sven Hoffmann, der sich seinerseits gegen den Slowenen Tommy Wildnik durchsetzen konnte. Roger Baumann gewinnt seine Partie gegen Michel Grosjean und Lori Giosi gewinnt seine Partie gegen Fabio Piscitelli. Also nächste Runde Roger Baumann gegen Giosi Lorio. Mario Wurzreiner gewinnt gegen Daniele Gazzilioli 4:1 und Daniel van Alm 4:0 über Benny Rode. Die nächste Partie also Daniel van Alm gegen Mario Wurzreiner. Das nächste Spiel haben wir den Felix Schirz, unseren Mann aus den vorherigen Partien. Der ist auch für mich so ein kleiner Favorit, aber er hat in der unteren Hälfte viel aus dem Weg zu räumen. Also, Felix Schirz 4:0 erfolgreich über Matthias Müller. Nächster Gegner ist der Andy Bless, der seinerseits erfolgreich war über Lukas Dahlmann. Ihr habt hier noch das Ergebnis Andy Bless, also keine leichte Aufgabe. Andreas Schmutz spielt seinen Sieg erfolgreich gegen Sandro Schmidt, sein Spiel 4:2 und Patrick Rey gewinnt sein Spiel 4:2 gegen Alexander Sivanovic. Das heißt, nächstes Spiel Andreas Schmutz gegen Patrick Rey. Liam Mendel Lawrence erfolgreich bei 4:0 gegen Ernad Ilovic und Silvio Thoma spielt ein 4:0 gegen Dorde Misic. Das heißt, die nächste Partie Liam Mendel Lawrence gegen Silvio Thoma. Ich bin gespannt. Ihr hört gerade den Aufruf. Es geht also weiter mit den Partien. Ihr hört sie im Hintergrund. Sie sind alle eingehackt und hochgeladen, wie man so schön sagt, in die App Dart Connect. SDC Tour 2023 Event 5 unter Live-Events könnt ihr euch wunderbar mit den ganzen Statistiken versorgen. Natürlich
könnt ihr das auch hier über die SDC Tour, über die Events, das Live-Spiel seht ihr ja gleich hier auf YouTube. Bord 13, Philipp Rente. Christian Arnold, Philipp Rente. Bord 13, Schreiber Thomas Richter. Bord 15, Barry Nelson, Patrick Ehlert, Barry Nelson. Bord 15, Schreiber Zaki Zuli. Bord 17, Tommy Witt, Jochen Grauditz, Janik Lügi, Jochen Grauditz, Bord 17, Schreiber Tommy Wilcznik. Bord 19, Daniel Zurbrück, Rocco Futschnicki, Daniel Zurbrück, Bord 19, Schreiber Galizione Daniele. Bord 21, Patrick Wachter, Kilian Stutz. Ja, so sieht das nämlich aus, wenn wir dann alle mal diesen Alltag eines Dartsportlers miterleben wollen, ist das genau das, was ihr hier bekommt, roh und ungeschnitten, ist es genau das Wichtige zu lernen. Da muss versuchen, seine 7 Sachen im Kopf bei sich zu behalten und sich diesem ganzen Treiben hier hingeben, quasi, indem man versucht, seinen Kopf oben zu halten und seine Spiele abzuspulen, sich ein bisschen einzuwerfen und dann topfit seine Leistungen abzurufen, damit man seine Partie auch erfolgreich gestalten kann. Ihr habt es am Bracket gesehen. Es sind 124 Spieler heute an den Start gegangen, 126 morgen oder genau andersrum. Es ist auf jeden Fall pickepacke voll. Es ist wunderschön zu sehen, dass es angenommen wird. Es sind weit in den zweistelligen Bereich Nationen am Start. Es wird weiter ausgebaut. Die Jungs von der SDC sind jung, fresh, sind mit neuen Ideen am Start und wollen versuchen, euch alle mitzunehmen. Und auch ich versuche, mich da nochmal neu drauf einzustellen und mit den Jungs mitzugehen. Das macht mir einen Höllenspaß, das hier beim Wachsen zuzusehen, ihren Ideen zuzuhören und vielleicht meinen einen oder anderen Input zu geben und möglicherweise wieder ein Erfolgskonzept mit aus dem Boden zu stampfen für meine Sportart. Das befriedigt mich ungemein. Aber vielleicht werde ich auch noch das eine oder andere Mal ein Dart in die Hand nehmen. English, please. Now you're here? Yeah. Not Roman? Nope. Fine. Next time Roman, after me. We take the... Ah, okay.
do it your way. Okay. I don't want to butcher your name, that's all. Nochmal hin. Ja, wunderbar, Leute. Ihr seht es ja schon an dem Bild alleine, was wir hier verwöhnt werden. Jetzt haben wir genau dieses Monsterspiel, was wir identifiziert haben, mit Felix Schürz gegen Andy Bless. Eine harte Aufgabe für beide Sportler. Bin gespannt, wer sich hier durchsetzt. In der zweiten K.O.-Runde dieses Events Nummer 5 der SDC Tour 2023. Wird natürlich nochmal so ein bisschen das ganze Board bespielt, alles wird ausprobiert. Jetzt geht es ganz einfach, Tops und Bull zu treffen, aber die Frage ist, trifft es ein Gegner hinter dir steht und dir auf der Hacken steht und sagt, los geht's. Also, Felix Schürz hat den Anwurf. First to four legs ist auch hier der Anspruch. Der Anwurf heißt hier der grüne Punkt. Der Anwurf, der erste Wurf auf das Bullseye. Er hat außerhalb Bull getroffen, außerhalb jeglichen Bulls heißt Andy Bless trifft Bullseye und darf damit den Anwurf oder dieses Spiel beginnen. Wird sicherlich eine Partie auf Augenhöhe sein. 60. Aber es sind zwei vollkommen verschiedene Timings. Andy Bless ist relativ schnell unterwegs. Felix Schürz 57. hat eine etwas längere Konzentrationsphase in den meisten Fällen, die ich in der letzten Zeit von ihm gesehen habe. Das sehen wir zumindest im Endspurt. Starker Beginn von Bless. Will hier sofort Randale machen und sich hier ganz klar positionieren. Das ist alles meins. Mein Spiel, mein Leck. Felix Schürz, so wie wir ihn kennen, kaum ein Fehler, 2019-18, alle Fehler sind da, jetzt 3 auf 20, noch kein Triple getroffen, Bless weiterhin in der Manier nach vorne stürmen und sichern, trifft wieder ein Triple und kann sich hier schon eine ganz schöne Lücke erarbeiten. Nächste wieder wunderschön in der Triple 20. Andy Bless hat jetzt schon ein Finish. Stellt sich mit der 124 Rest. Das ist knackig, das ist sexy, das ist Darts. Das wollen sie doch alle so schnell, so schnell wie möglich darstellen in ihrem Spiel. Auch Felix Schürz mit der 100 ist gut dabei, aber gegen den Ansturm hier von Andy Bless ist das noch nicht genug. 124 für Bless, der trifft die Triple 20, aber die Triple 16 nicht. Stellt sich aber mit 2 Single 16 und dann die 32 Rest. Das ist eines der Lieblingsfinisher dieser Dartsportler. 16 und 8, wie ihr seht an dieser Großaufnahme an Bord, sind übereinander. Geht er in die Single 16, kann ich einsetzen in die Doppel 8. Und das kann dann auch Sinn machen. Aber ihr habt es gesehen, auch hier kein Problem. Ein Dart auf Doppel 16 für Andy Bless. Wie in der Partie davor schon, hat er damit keine Schmerzen. Heute mit der Doppel 16, die trifft er, wie er sie braucht. Und das sind die guten Neuigkeiten für Team Bless. Nun Felix Schürz mit dem Anwurf, sofort im Triple, baut aber dann um und ist da nicht so weit erfolgreich. Andy Bless bleibt auf der Linie. Triple 20 trifft eine und geht eigentlich wieder in Führung. 140. $27. $58. 65. Wieder dieser Bouncer von Andy Bless, das ist der König der Bouncer. Früher habe ich immer wieder gesagt, nimm dir einen Schleifstein, mach die Spitze nochmal richtig rau, aber der Junge trifft ein ums andere Mal diesen kleinen Mini-Draht
Da kannst du auch deinen Pfeil anspitzen, bis du blau wirst. Es ist ein Wahnsinn, wie er immer wieder mit diesem Mist umgehen muss, dass ihm ständig die Darts vor die Füße fallen. Hier hat er sich nochmal rangetankt mit 2 guten Aufnahmen an Felix Schürz, der hier meines Erachtens in diesem Leck schon in Ruhe vor sich hin surfte. Oh, starker Konter von Felix Schürz, 36 Rest. Jetzt bin ich gespannt, ob Leicester nochmal richtig was investiert in dieses Leck. Oder in Ruhe, die auch mit 20 weiter wirft. Ja, lässt sich mit 82, 106, ist eine schlagbare Distanz, aber 36 ist nicht so unbeliebt bei Felix Schürz. Schauen wir mal. Doppel 18 das Target, ihr seht es. Wenn es aufs Doppel geht, nimmt Felix sich gerne nochmal einen Moment Zeit und konzentriert sich und das zu Recht hier erfolgreich mit der Doppel 9 am Ende, nachdem er mit dem zweiten Single 18 getroffen hat. Also dieses Spiel hier absolut auf Augenhöhe. Bless startet in seinen Anwurf mit einer 100 und das ist schicki. 140. Oh, diesmal gibt es so richtig Dampf von vorne. Schirz. Ein Triple. 40. Ja, diesmal ein Wirkungstreffer, würde ich sagen. Diesmal nicht aus einer 1 noch 121 gemacht. Und Schirz versucht weiter dran zu schrauben an diesem tollen Leg. Eine schöne 100 hinten dran. Andy Bless etwas ungenau. Der König der Bouncer, der diesen kleinen Draht am laufenden Band trifft, hat jetzt ein bisschen Probleme, die Höhe fürs Triple einzustellen. Und Felix Schürz ein ums andere Mal mit dem ersten direkt in die Triple 20 und diesmal eine 125 draus gebaut. Das heißt nach 9 Darts. Break Darts. 136 ist eine Möglichkeit für Schürz. Diesmal knapp drunter mit dem ersten Dart. Enges Ding. 40 geworfen. Geht extra ums Board rum, will sich eine bessere Position verschaffen und dann zu überpaced den Dart, hat sich dann untergetaucht in die 1, die 100 nochmal vom Bless. 95 für Schürz. Break Chance Nummer 2. Dann kommt der erste Break Dart. Das ist 19 für 76 Rest. Das ist der erste Break Dart auf der Doppel 8. Und da, meine ich, ist die kleine Konzentrationsphase bei Felix Schürz. Er weiß, jetzt ist wichtig. Dieser Dart entscheidet. Do or die. Das sind die Doppeldarts. Diesmal war es ein Die. Es ist nicht gelungen. Andy Bless hat die Chance, sein Leck zu retten. Trifft die Triple 20. Trifft die 8 und tops. Ja, da ist er nochmal von der Klinge gesprungen. Das ist genau das, was wir beim kurzen nochmal innehalten, kurzen nochmal drauf konzentrieren, unbedingt verhindern wollte. Er wollte dieses Leck nicht abgeben. Dieser kurze Frustmoment, der ihm da dadurch zuckt, als er dann sieht, dass die 95 nicht reingeht, er den Konter kassiert. Ärgerlicher Moment für Felix Schürz. Und was macht er daraus? Er macht sofort wieder Attacke, 140, Anwurf in das nächste Leck, weil das ist sein Anwurfleck. Das will er haben. Das muss ihm gehören. 43. Bless freut sich über diese 108 natürlich, aber die 26, die gehen ihm natürlich überhaupt nicht warm runter. Das ist natürlich eine Sache, die ihn wirklich stört. Mal sehen, ob er das noch ein bisschen korrigieren kann in dem Leck. Felix Schürz immer und bei 80 Punkte, habt ihr gesehen in den Averages, immer und bei ein Treble, dürfen auch gern mal 2 sein. Er hat sich da den Moment versaut, arbeitet aber dran, das nicht an sich rankommen zu lassen. Er hatte die Möglichkeit 2:1 zu führen und macht genau das Richtige. Angriff auf das nächste Leck. Einfach weiterspielen, nicht drüber nachdenken, lass es nicht zu sehr an dich rankommen. 59. Felix Uruguay 160.
98 Punkte von Felix Schürz machen die Sache natürlich rund für ihn. 62 Rest. Andy Bless lässt sich mit dieser 91, 170 Rest den Big Fish. Aber die Frage ist, darf er überhaupt? Was macht Schürz? Der hat 2 Darts auf Doppel 16. Nochmal die Doppel 8. Oh, unlucky. Wenn man die ganze Zeit so die Luft anhalten muss, wann der Kerl aufs Doppel wirft. Puh, das war spannend. Bless mit der Chance 170. Erster Dart sitzt. Zweiter Dart. Unwahrscheinlich knapp drunter. 90 Rest jetzt. Wirft dann auf Bull und trifft dieses auch noch. Tops Rest. Beide grinsen ein bisschen bei. Mann, wäre das ein Streich gewesen. Hätte er ihm die 170 jetzt noch um die Ohren gehauen. Eben die 108 und jetzt die 170, aber er hatte, wie gesagt, kein Dart auf Doppel. Er hat mit Bull nur ausprobiert, hat Top stehen lassen und Felix Schürz nutzt die Chance und gleicht aus. Mit der Doppel 4. Nun wieder Bless. Mit dem Anwurf in dieses 5. Leck. Kann er da stabil bleiben? Ist ein starker Anwurf, die 140. Jetzt ist es an 28. Damit zu gehen. Ein starker Bless. 6 Darts, 241 Punkte. Guter Verteidigungsmodus auf seinen Anwurf. 134. Starker Korrigierer von Schürz, der hier mit der Triple 19 Nummer 2 ins Triple ballert, die dringend benötigt waren. Aber Bless mit was für einer stoischen Ruhe. 9 Darts, 121 Rest. Klasse Darts. Klasse Darts von Andy Bless. And the Uruguay 121. Nun sind wir gespannt. 121. Die 5 nimmt schon mal Dampf raus aus diesem Finish, um es überhaupt checken zu können. 76 Rest ist vollkommen in Ordnung. Schürz kann noch nicht so richtig Druck entfachen auf diese 76 und auch mit der 5 sieht es nicht so aus, als würde er da noch entscheidend was verändern können jetzt. Jo, 87 macht kein Finish. Das ist das Problem. Bless auf der Suche nach hohen Zahlen, um sich ein Finish zu stellen. Also 167 für Felix Schürz. Triple 5 ist natürlich bitter. Um diesen Millimeter. Das ist natürlich bitter. 95 nochmal schön Druck draufgegeben, weil er gesehen hat, Bless hat Probleme. Auf einmal trifft er große Zahlen nicht mehr. 16 für die Doppel 16. Aber da weiterhin eine absolute Killerzone. Doppel 16 für Bless, gar kein Problem. Also 5 Flex habe ich jetzt von dem Kerl hintereinander. Mit der Doppel 16 im ersten Dart, wenn er den Dart drauf hatte, hat er ihn getroffen. Starke Nummer von Andy Bless, starkes Selbstvertrauen. 93 ist ein sehr guter Beginn. Aber es lässt die Chance, die Möglichkeit für Bless offen, mit einer 100 oder 140 hier mehr zu drücken. 140, das ist der Druck, von dem ich rede. So spielt man akkurates, aggressives Angriffsdart. 96. Ja, schön gerettet. Immer einer im Triple. Das Pisak, das nervt, das macht einen zu einem guten Spieler. 60. 60 vom Bless ist absolut im Schnitt. Heißt, 12 Data ist nicht anvisiert, sondern 15. 100. Felix Schürz sehr stabil. Jetzt muss Bless nochmal einen raushauen und ein zweites Triple. 100. Gelingt nicht, aber wie gesagt, er ist absolut auf Schiene, ist ein 15 Data hier durchzuziehen. Schürz mit dem ersten im Triple. Klasse. 100. Wunderschöner Vortrag. 12 Darts im Board und ein Finish-Rest. 112 sind das.
47. Ah, da hat er ein bisschen zu lange vielleicht überlegt, was er machen soll, wo er hingehen soll und schraubt sich eine 7 in eine Figur. Macht das Checken natürlich schwerer. Kriegt Schürz ein Dart auf Doppel? Nein, in diesem Versuch nicht, kann nur halbieren. 56 Rest. Andy Bless, Triple 19. Triple 19 für Tops. Versucht er, trifft er nicht, trifft nur eine Triple 19, heißt 78 noch. Mit der 18 lässt er sich 60 fest und kann nur hoffen, dass Schürz vielleicht mit den nächsten beiden Darts nicht checkt. Dann würde er Matchdarts bekommen. Also 56. Die 16 ist da, jetzt seht ihr es. Ein wenig zurück, ein bisschen durchatmen, ein bisschen probieren. Nochmal Ruhe zu finden und dann Tops anzugehen. Wo wird der erste Dart hingehen? In die Single 20, für Doppel 10. Game shot and a sixth leg. Und mit dem letzten ist er erfolgreich. Ihr habt den Jubelschrei mitbekommen. Genau das ist es. Ein bisschen Emotion muss da raus. Wir haben einen Sudden Death Leg. Jetzt seht ihr, wie wichtig dieses war, diesen Anwurf zu gewinnen. Und wie er ihn gewonnen hat, mit Bullseye. Und jetzt hier, wieder mit einer 140 abgeliefert. Er hat seine besten Legs gespielt, wenn er jetzt Anwurfrecht hatte. Und er hat es hier im 7. und entscheidenden Leg. Und er startet wunderschön mit einer 140. Und Felix Schürz kontert mit einer 60. Es ist und bleibt eine enge Partie. 57. Ah, da ist die Lücke für Schürz. Vielleicht kann er mit einer 140 kontern und dann sind sie wieder auf Augenhöhe unterwegs. Erste Dart knapp drüber. Das sieht gut aus. 100. Ah, es sind 100 Pünktchen. Er ist wieder dran. Er ist in Touch mit Bless. Es wird keine Geschenke geben. Bless mit dem ersten im Triple. Zweiten in der 1. Dritter im Single. Sehr guter Vortrag. Was macht Schürz? Knapp drüber. Kann er das Ding nutzen? Nein, 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 nein. Weit rüber in die 5. Der gefällt ihm gar nicht. Der tut weh. Der reißt eine Lücke. Das könnte die Chance sein für Andy Bless. Das kann das jetzt sein. Diese nächsten 3 Darts. Ja, wunderschön. 139. Meine Güte, das war ein klasse Wurf. 84 Rest noch für Andy Bless. Und 296 für Schürz. Eine doofe Aufnahme, diese 45 Punkte und dann dieser Knaller vom Bless. Der hat diese Lücke hier so weit gerissen, dass er 6 Darts Zeit hat für diese 84 Punkte. Andy Bless hat aber jetzt schon Matchstart. 2 Jahre an der Hand. Doppel 12 an der Wand mit dem nächsten Dart, mit einem 14 Darter über die Ziellinie gesprintet. Andy Bless genial zu Ende gebracht, diesen Vortrag. Ja, zu Recht jubelt er und holt sich auch ein bisschen Lob ab von den Menschen, die dahinter sind. 87,64 im Schnitt gezockt. Das ist aller Ehren wert. Das ist eine tolle Partie für Andy Bless gegen Felix Schürz. Das hatte doch schon mal das, was wir uns gewünscht haben von diesem Dart Samstag hier bei Event Nummer 5. Eine so herrliche Partie wie diese hier von Felix Schürz, der mit 82,19 auch weit im 80er Average Bereich liegt und Andy Bless mit 87,64 das hier toll zu Ende gebracht hat, die Runde der letzten 32 für sich entschieden. Unter anderem habe ich hier noch das ein oder andere Ergebnis für euch, und zwar geht es hier weiter für Dennis Nielsen aus Schweden, der sich 4:0 gegen Terry Arpagaos durchsetzen konnte in seiner Partie. Dann geht es weiter für Felix Biel, der ebenfalls 4:0 gegen Christoph Schumann erfolgreich war. Jochen Graudenz konnte Yannick Lüdi ebenfalls mit 4:0 in Schach halten. Sven Hofmann schlägt Nico Battaglia mit 4:0. Und Andy Bless, wie eben gesehen, mit 4:3 erfolgreich über Felix Schürz. Was für eine enge Partie. Auch unser Deutscher Liam Mendel-Lawrence setzt sich sicher mit 4:0 gegen Silvio Thoma durch und ist somit unter den letzten 16 dieser Veranstaltung der SDC Tour 2023 Event 5 in der Lettenhalle in Diessenhofen.
Also, sind wir doch gespannt auf die restlichen Ergebnisse der Partie der letzten 32. Also ich bin es schon. Ich schaue noch mal für euch ein bisschen mit rein. Und zwar schauen wir hier, wir haben gerade Adrian Eckert geschaut. Das können wir gerne nochmal tun, aber wir nehmen uns jetzt mal eine rein Schweizer Partie vor. Und zwar leiste ich nun den Ergebnisdienst für die Partie Sven Geiger gegen Tobias Holdener. Thomas, Entschuldigung, Holdener. Und zwar ist das ein ziemlich schnelles und glattes 4:0 geworden. Gerade wollte ich noch in die Partie einsteigen, da war sie schon beendet. Aber so geht es manchmal. Also, auch für Sven Geiger geht der Weg weiter. Patrick Gantor gegen Holger Hertig. Die Partie steht bei 3:3. Mario Wurzreiner aus Österreich führt gegen Daniel van Almen. Christian Arnold hat sich gerade 4:2 gegen Philipp Tröntle durchsetzen können. Roger Baumann hat eine 3:2 Führung gegen Luis Lorio erspielt. Patrick Wachter konnte sich 4:0 gegen Kilian Schmutz durchsetzen. Andreas Schmutz führt 3:2 gegen Patrick Ray. Barry Nelson spielt gegen Patrick Ehlert, das steht 3:3. Rocco Fulcinelli liegt gegen Daniel Zübrück mit 2:3 hinten. Ich glaube, dieses Spiel mache ich uns mal an, mache ich uns mal laut. Zübrück gegen Fulcinetti. Da sind wir angekommen und da wird es mir angezeigt, da hat sich der Daniel Zübrück schon recht klar mit 4:2 durchgesetzt. Chancen nutzen auf Doppel und schon geht es in deine Richtung. Jetzt haben wir hier Barry Nelson, Patrick Ehlert. Ich gehe nochmal rein. Wir sind auch hier im Endspurt. Der Patrick Ehlert hat 392 Rest, Barry Nelson 276. Es steht 3:3. 341 jetzt für Patrick Ehlert. Das heißt, der leichte Vorteil liegt bei Barry Nelson. Kommt aus Schottland. Ein First 9 Dart Average von 66 Punkten. Patrick Ehlert hat einen First 9 Dart Average von 84 Punkten. Aber hier in dieser Partie sind sie absolut auf Augenhöhe mit einem Gesamt-Average von Mitte 60. So, Patrick Ehlert inzwischen bei 200 Restpunkten. Der gute Barry Nelson hat noch 106. Entscheidende Phase. Wer zieht unter die letzten 16 ein? Nelson stellt sich mit 28 noch 78 Punkte Rest. Ehlert macht eine schöne 140 und lässt sich 60 Rest. Das macht nochmal richtig Druck auf Barry Nelson, der seinerseits 78 Punkte Rest hat. Versucht, das in seine Richtung zu ziehen. Er kann aber nur Tops stellen. Was macht Patrick Ehlert? 60 Rest, 20 Doppel 20 wäre eine Möglichkeit. Und er kann sich tatsächlich durchsetzen. Also am Ende der Gewinner Patrick Ehlert, der mit einem Match Average von 76 gegen ein Match Average von 72 erfolgreich ist und sich am Ende 4:3 durchsetzen kann.
Adrian Eckert spielt weiterhin gegen Silvan Eckhardt. Steht dort 2:2. Andreas Schmutz in seiner Partie gegen Patrick Gray ist bei 3:3 und Roger Baumann gegen Dorio Giosi ist es auch 3:3. Ordentlich was los noch auf dem Tableau. Das heißt, ich melde mich natürlich, wie ihr es kennt, in 5 Minuten.
So, jetzt sind wir hier also im Endspurt dieser Runde. Und nun warten wir auf Adrian Eckert in seiner Partie gegen Silvan Eckhardt. So, da zahlte sich das bis jetzt wieder aus. Adrian Eckert hat sich den Anwurf geschnappt vor der Partie und darf jetzt hier den Decider anfangen. Startet mit einer 140 und mit 60 Punkten. Hat somit 301 Rest und der Silvan Eckhardt wirft zusammen 60 und 45. Hat somit 396 Rest. Also sind wir kurz davor, den letzten Teilnehmer der Runde der letzten 16 dieser SDC Tour 3 begrüßen zu dürfen. Ihr seht im Hintergrund, geht es wieder geschäftig zu. Die Leute laufen langsam zu ihren Boards, daddeln sich ein, werfen sich ein, warten auf ihre Partie. Partien nimmt langsam Fahrt auf. Silvan konnte mit einer 100 kontern. Aber Adrian Eckert liefert hier einen tollen Decider ab. Eine klasse Partie macht der Junge. Startet mit 140, 60, 60, dann eine 100, hat 141 Rest und stellt sich hier mit Dartnummer 13, 14, 15 auf. Müssen wir noch ein Sekündchen warten. Auf 11 Rest, das heißt für mich, er hatte die Möglichkeit, diese 141 zu checken. Da jage ich erstmal einen Unlucky raus und sage 11 Rest für Adrian Eckert. Das kann man vielleicht umbauen zu einem Finish. Silvan Eckhardt konnte nur 30 Punkte erzielen, hat somit 185 Rest und damit kein Finish. Heißt, die Chancen steigen und steigen für Adrian Eckert, das 4:3 hier erneut zu erreichen und sich dann unter den letzten 16 in diesem Turnier-Event, in dieser SDC Tour 3 wiederzufinden. Ich bin gespannt, liebe Freunde. Ich bin da mitfiebern. Ich bin einer, der Dart- und Jugendarbeit gerne vereint und fördert. Und Adrian Eckert ist ein sehr, sehr angenehmer junger Sportler und ich bin gespannt, wie weit es für ihn läuft. Jetzt konnte er 7 Punkte erzielen, hat 4 Rest. Und wir warten auf Silvan Eckert. Wie viele Punkte kann er von den 185 nehmen, um dann hier noch Entscheidungen zu machen? Die 100 Punkte hat er getroffen. Und damit wird es schwieriger für Adrian Eckert. Nun ist er nämlich unter 100, der Silvan, und macht Druck. Adrian 4 Rest. Die Doppel 2 soll es sein. Für den Sieg, für den Einzug in die Runde der letzten 16. Es vergeht ein bisschen Zeit. Der gute Mann sich konzentriert, aber er hat es leider nicht geschafft. Hat sie alle 3 drunter geworfen. Also warten wir ab, was Eckhardt mit 85 Punkten Rest anstellt. Wird er seinerseits erfolgreich sein? Nein, er schafft 37, stellt sich 48 Rest und nun wieder Adrian auf der Doppel 2. Ich bin gespannt,
Aber es nun für sich ummünzen kann in einen Sieg. Jawohl, diesmal hat es geklappt. Ich bin außer mir vor Freude, das bin ich tatsächlich. Aber ich bin hier auch gerade wieder an 3 verschiedenen Tablets in der Gange, um dann auch alles mitzubekommen. Und nun würde ich euch gerne auf den neuesten Stand bringen. Und zwar haben wir also in der Runde der Top 16 mittlerweile ein Feld von Dennis Nilsson, der starke Schwede, spielt gegen Adrian Eckert. Sven Geiger spielt gegen Roger Hertig. Geiger ist Turniersieger von der SDC Tour 4. Fabian Biel gegen Christian Arnold. Und dann haben wir Patrick Ehlert, der starke Deutsche, gegen den anderen starken Deutschen Jochen Graudenz. Daniel Zübrück, der hier schon Tolles geleistet hat, indem er hier den Fulcinetti mit 4:2 rausnehmen konnte gegen Patrick Wachter. Sven Hofmann gegen Roger Baumann. Mario Wurzreiner muss es mit Andy Bless aufnehmen und Liam Mendel-Lawrence wird gegen Patrick Ray spielen. So, wir werden sehen, welche Partie wir hier vor die Flinte bekommen. Aber wir werden uns damit gleich beschäftigen. Also bleibt dran, gleich geht's los. Wenn ihr die Aufrufe hört, dann kann es nicht mehr lange dauern. Dennis Nielsen, Adrian Eckert. Adrian Eckert, Dennis Nielsen, Board 1. Board 16, Sven Geiger, Roger Hertig. Roger Hertig, Sven Geiger, Board 16. Schreiber, Kilian Schmutz, Board 18. Fabian Biel, Christian Arnold. Christian Arnold, Fabian Biel, Board 18. Schreiber, Team Hofstetter. Board 20. Patrick Ehlert, Jochen Graudenz. Jochen Graudenz, Patrick Ehlert, Board 20. Schreiber, Giuseppe Jojo. Board 22. Daniel Zurbrück, Patrick Wachter. Patrick Wachter, Daniel Zurbrück, Board 22. Schreiber, Frenzy. Board 24. Sven Hoffmann, Roger Baumann. Roger Baumann, Sven Hoffmann, Board 24. Schreiber, Toni Meister. Board 26. Mario Wurzreiner, Andy Bless. Andy Bless, Mario Wurzreiner, Board 26. Schreiber, Andreas Schutz, Board 28. Patrick Ray, Liam Lawrence. Liam Lawrence, Patrick Ray, Board 28. Schreiber, Thomas Silvio.
So, da sind wir ja rechtzeitig in der Partie. Adrian Eckert gegen den starken Schweden Dennis Nielsen. Beide mit Erfahrung voll, ob ihr das glaubt oder nicht. Der Adrian ist immer noch unterwegs und sammelt eine Turniererfahrung nach der anderen ein. Und Dennis Nielsen war auch schon auf dem großen PDC-Zirkus unterwegs. Ist ein Mission-unterstützter Spieler, also mit Daryl Fitten. Im Anhang hat er da auch einen guten Ansprechpartner. Wir kümmern uns vom Team Shorty Merch in Gestalt von Sebastian Hilscher und Thomas Seiler, Christian Kulicke, gemeinsam im Verbund um Adrian Eckert, dass es ihm gelingt, seine Ziele zu erreichen und den Spaß an dem Sport nicht zu verlieren. Das ist natürlich ein ordentliches Brett, wenn der Gegner dir erstmal ein Bullseye vorlegt zum Anwurf, und das ist natürlich immer schwierig zu schlagen, ein Bullseye. Aber ihr seht es, Dennis Nielsen nimmt den Adrian Eckert sehr ernst, konzentriert sich, denkt nicht, das ist ein Spiel, was er mal eben nebenbei gewinnen kann, und startet mit einer 100. Was kann Adrian Eckert dagegen setzen? Anfang der Partie. Wunderschöner erster Dart. Ach, ist der klasse, der erste Dart. 85. 85, wunderbarer Konter. Adrian wie immer unterstützt von seinen Eltern, die sobald es nötig und möglich ist, ihn unterstützen, überall hinfahren, mit ihm die Wege auf sich nehmen. Das bringt mir den absoluten höchsten Respekt ab. 77. Sorry, 78. Dieser jungen und frischen Sportart, und daran zu glauben, dass da eine Karriere für ihn drin ist, das ist einfach toll zu sehen. Und es hat sich in der Pandemie gezeigt, dass Adrian ein fleißiger junger Mann ist, der ordentlich was tut, der auch für seinen Erfolg arbeitet. Und hier sehen wir Dennis Nielsen konstant 100, 100, 100. Prügelt da ganz schön auf das Triple 20er Feld ein und hat kaum Ausreißer nach links und rechts. Also für ihn läuft es ruhig, und Adrian mit dem einen oder anderen mal nach links und rechts, der muss sich da ein bisschen mehr strecken. Aber die Partie ist noch jung. Solange er dran bleibt, solange er Spaß hat, wird er auch zu seinen Chancen kommen. Wir werden sehen, wie er sich da so reintankt in so eine Partie. Genau das sind die Meilensteine. Genau das gilt es ja für so einen jungen Spieler wie Adrian zu erleben, damit umzugehen, damit irgendwie klarzukommen, dass das Anforderungen sind. Herrliche Darts, diese 99, die er da überspringen muss, um dann auch zu seinem Erfolg zu kommen. Geschenkt wird an Bord nichts. Auch hier Dennis Nielsen jetzt auf dem Weg, 10 oder die 18 für Doppel 16, 110er Finish. Den hat er versaut mit der Single 7, lässt sich 25 Rest. So nochmal eine Chance für Adrian, ein bisschen Score gut zu machen, ein bisschen Druck auf die 25 zu bekommen vielleicht. Das sind jetzt 12 Punkte, die gar nicht passen. Noch ein Score für Finish, das hat er jetzt geschafft, 164 Rest. Es ist eine kleine Chance, aber auch eben davon abhängig, was macht Dennis Nielsen. Trifft die 14, hat 11 Rest, dann die 3 und dann die Doppel 4. Holt sich die 1-0 Führung. Für ihn läuft es quasi nach Plan. Adrian Eckert jetzt mit der Chance, den Anwurf zu gestalten. 25. Ärgerlicher Bouncer. Der Gegner wollte den Dart für ihn aufheben. Gibt ihm auch nochmal einen Handshake, so ein Sorry, dass der dann Dart runtergefallen ist. Das ist eine sehr faire Geste. Macht auch nicht jeder, weil 81. Jeder kleine Fehler, jedes kleine Unsicherheit bei dem Gegner hilft dir ja einen Schritt weiter. Du versuchst ja
dahin zu kommen, dass dein Gegner Fehler macht, um ihm dein Spiel aufzuzwingen. Aber das hier ist einfach nur unglücklich, wenn ein Dart rausbounced und wenn er auch noch so gut 55. aussah wie dieser Dart von Adrian Eckert, der da und bei die Trippelfelder eingeschlagen wäre, dann ist das einfach eine faire Geste und Punkt. Dennis Nielsen bis jetzt 140. haben wir vielleicht 2 Fehldarts gesehen, die nicht in der Single 20 gelandet sind. Viele Triples haben wir von ihm gesehen. Spielt eine sehr stabile Partie, auch hier wieder 81 und dann sofort korrigiert, indem er in der zweiten Aufnahme 2 ins Triple wirft. 45. Der letzte von Adrian, der ist noch nicht ganz unter Kontrolle, der haut ihm das ein oder andere Mal nach links oder rechts ab. Dennis Nielsen wieder ein Dart im Triple, mindestens ein Dart im Triple. 140. Jetzt seine zweite 140 in diesem Leck. Das ist ein gewaltiger Druck und genau das sind die Dinge, die Adrian Eckert erleben muss, damit er damit umgehen lernt, damit er weiß, dass er ruhig bleiben muss, damit er merkt, wenn er sein Spiel weiterspielt. Genau so eine Momente, schöner Moment. Die sind wichtig. Die müssen ihm dann öfter gelingen. Aber da wird dann auch in der nächsten Zeit dran geschraubt. Die 5 macht es eben schwierig für 70. Dennis Nielsen, das zu checken. Danach das Bullseye und nochmal 15 Punkte macht die Halbierung des Restscores von 140 auf 70. Adrian kann in dieser Situation gerade noch keinen Druck erzeugen. Tut sich dann auch immer etwas schwer mit dem Anfang. Das sind klasse Darts, die sind nur etwas nach links verschoben. Zweimal die Triple 5. Ärgerlich, aber er ist auf dem richtigen Weg. Selbstvertrauen und dieser Anspruch, den Dennis Nielsen an Adrian Eckert hat, eine gute Partie liefern zu müssen. In diesen Sachen muss Adrian lernen umzugehen und das ist einfach ein Prozess. Der geht nicht von jetzt auf gleich, nicht von heute auf morgen, aber er geht. Wunderschöne Darts hier aus dem Hause Evo von Adrian Eckert. Second leg, Dennis Nielsen. Third leg is Dennis to throw first. Die Mini-Chance zu erarbeiten, aber auch da gleich die Tür zugeschlagen. Dennis Nielsen will nicht, dass Adrian Eckert zu gut wird und hier tatsächlich noch was dagegen stänkert und nimmt sich in dieses Break zum 2:0. 60. Nur 60 diesmal, muss man sagen. Da ist eine Chance. Wollen wir doch mal sehen, was der gute Adrian da tut. Kriegt das hin? Kann er es schaffen? Der erste Dart haut nochmal ab in die 5. Schön korrigiert. Hier mit 4-mal in die 19, sprich ein Triple, ein Single. Sind insgesamt 81 Punkte. 81. Nielsen mal mit dem nächsten Fehler, keine 100, nur 81. Das muss jetzt hier die Wiese sein. Kleiner Fehler. Adrian. Draufhauen sozusagen. Wunderschöner erster Dart. Jawohl, lass sie fliegen, mein Junge. 27. Klasse Darts von Adrian Eckert hier. Versucht die kleine Powerlücke zu nutzen, die Nielsen da offenbart. Er wirft nicht mehr nur noch in die Triple. 60. Auch nicht mehr in jeder Aufnahme, wie ihr hier seht. Jetzt tun sich Möglichkeiten auf, da einen kleinen Vorsprung vielleicht anzugehen. Guter erster Dart. Schöner zweiter Dart. Noch 100. Das gelingt nicht. 193 Rest. Schöne Ausgangsposition für Eckert. Für Adrian. Und es wäre sogar ein Break. Das würde ihm sehr, sehr gut schmecken, glaube ich. 80. 80 Punkte für Nielsen. Das ist okay. Er bleibt dran. Was macht Adrian Eckert?
57, stellt sich damit ein schönes 136er Finish. 2 Triple 20 für die Doppel 18, bleiben da über. Nielsen auf dem Weg in den Finish-Bereich. Wie tief kommt der? Er stellt sich 160 Rest. Auch spielbar über die Triple 20. Also Adrian Eckert, zweimal Triple 20, Doppel 8 ist das Ziel. Wirft den ersten knapp drunter. Stellt sich ein bisschen weiter rechts hin und versucht an den Dart vorbeizukommen in die Triple 20, wirft aber 60 Punkte. Also 76 Rest. Nun haben wir Dennis Nielsen. Erster Dart drunter. 80, hat halbiert, hat noch 80 Rest. 100. Wirft 100, um einen Druck auf Eckert auszuüben, der jetzt 76 hat. Mit einer Triple 20 würde er 2 Breakdarts bekommen. Er geht auf Bull. Das heißt, 22 Punkte bedeutet 54 ist kein Finish. Heißt kein Dart aufs Finish. Noch Tops Rest. Nielsen 20 für die Doppel 20 zur 3-0-Führung. Möglich. 40. Nein, er verpasst die Chance. Also, Adrian Eckert, jetzt mit der Möglichkeit. Er nimmt sich nochmal Zeit. Er nimmt sich nochmal Zeit. Er konzentriert sich nochmal. Er versucht, seine vorhandenen Möglichkeiten zu erkennen und auch vielleicht zu nutzen. Doppel 20 ist das Target, das er versucht zu erwischen. Ganz oben nennt sich auch Tops, weil es on top of the board ist. Äußerst knapp in die Doppel 5. Nun geht es mit Doppel 15 weiter. Game shot in the third leg. Ja, saustarker Vortrag, Adrian Eckert. Da bist du doch auf dem Tableau. Es heißt ja immer nie zu 0. Wie wunderbar performt, die Chance genutzt. Nielsen nur mit einem einzigen Dart auf dem Doppel, hat ein bisschen eingeübt, hat vielleicht gedacht bei der 2-0-Führung, ach, das spielt sich von alleine. Nein, 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 nein. Da musst du schon aufmerksam bleiben. 45 im Score von Eckert. Das ist natürlich jetzt nicht der Riesenriss, aber es sind 2 Darts in der Single 20. 100. Prima Vortrag hier von Adrian Eckert, der sich einfach noch ein bisschen Zeit nimmt. Und dann 100. 21 unterbringt. Nielsen natürlich mit dem Versuch, alles wieder in seine Richtung zu ziehen. 100 ist ein stabiler Vortrag. Und natürlich ein gutes Mittel, einen Break anzugehen. Nun Eckert 80. Mit dem kleinen Joker Tops zu spielen, aber das ist ja auch kein Problem. $100. Hier haben wir Adrian, der versucht jetzt den Score zusammenzufegen, was nicht ganz klappt. Mit 45 muss er ein bisschen abreißen lassen. Nielsen wieder mit der Triple 20. 100. Im ersten Dart heißt 101 Rest. Sehr viel Druck für Adrian Eckert, der mindestens 101 Punkt braucht, um sich selbst ein Finish zu stellen. Das könnte über die 19, Triple 19 Klein Bull gehen. Das geht natürlich über die Triple 20 genauso gut. 81. Ah, schade, da fehlen ihm die 20 Punkte. Somit hat Nielsen 6 Darts Zeit, diese 101 in eine 3-1-Führung umzubauen.
Warten wir ab, was aus den 81 Punkten wird, die Nielsen noch hat. 45. Zusammen hat er 45 Punkte gespielt, heißt 56 Rest. Chance für Adrian vielleicht jetzt. Steady Heady sozusagen, einfach näher zu kommen. Wunderschöner erster Dart, Adrian. Klasse. Nochmal so viel Power, das heißt 70 stehen da noch. Ganz starker Vortrag, macht ordentlich Druck auf Dennis Nielsen, der da hinten läuft wie ein Preisboxer, rauf, runter, der weiß, der spürt den Druck. Game shot in the fourth leg. Und hier, wichtiger Moment, ihr seht, das ist schon fast eine Explosion in Emotionen, da haut er nochmal raus, 4. Die Führung 3:1 und natürlich gefällt das Dennis Nielsen, schon Gedanken gemacht hat, wie stark wird der Eckert noch, wie stark wird der Adrian noch. Im Hintergrund seht ihr Liam Mendel Lawrence im Gespräch mit dem Vater von Adrian. 59. Die beiden fachsimpeln ein bisschen, was im Hintergrund so los ist. Vielleicht hier nochmal ein Ergebnis von den anderen Balls. Jochen Graudenz hat sich da gegen Patrick Elot mit 4:1 durchgesetzt und trifft auf Fabian Biel in der Runde der letzten 8, der sich seinerseits 4:0 durchsetzen konnte gegen Christian Arnold. Roger Baumann hat sich 4:0 gegen Sven Hoffmann durchsetzen können. Andy Bless hat sich 4:0 gegen 138. Mario Wurzreiner durchsetzen können. Liam Mendel Lawrence gewinnt 4:0 gegen Patrick Ray. Spielt also gleich gegen Andy Bless. Ich könnte fast wetten, dass das unsere nächste Partie hier im Liveboard wird. Dennis, you require 164. Hier haben wir jetzt den Endspurt von Dennis Nielsen, der doch sich als etwas zu stark erwies für Adrian Eckert, der aber hier einen Achtungserfolg hinlegen konnte und sich zumindest ein Leck greifen kann. Dennis Nielsen stellt hier jetzt nach 12 Darts 64 ein. Das ist schon ein starker Vortrag. Adrian hier noch dabei den Score. Weiterhin für sich zu entdecken. Klasse. Schöne 100 nochmal. Prima. Jetzt sind wir bei 64. Könnten 2 Matchstarts werden. Die werden es auch auf der Doppel 8. Dieser noch nicht. Weiter Matchstart Chance. Er funktioniert. 4:1 und Dennis Nielsen feiert das sehr ab. Das heißt, er war unter einem großen Druck und hat dem Adrian Eckert wirklich alles zugetraut. Das ist die Herzlichkeit, die danach passieren muss. Ganz klasse, auch von mir hier Erfolg. Applaudiere dir, Adrian. Tolles Turnier, gut gespielt. Schöner Vortrag auch hier in der Partie. Du kannst nur ganz großer werden, wenn du halt auch lernst zu verlieren. Und das hat er uns hier gezeigt, dass er auf einem guten Weg ist, ein großer zu werden. Wissen wir vom Team Shorty Merch. Und auch ihr lernt ihn langsam aber sicher da draußen kennen. Das freut uns sehr. So, wir haben hier noch offene Ergebnisse bei der Partie Daniel Zubrück gegen Patrick Wachter. Da schauen wir uns doch nochmal schlau, wie weit die da sind. Da steht es 3:2 mittlerweile für Patrick Wachter. Und wir haben ein 3:3 bei Sven Geiger gegen Roger Hertig, was jetzt gerade in der Sekunde in einen Sieg für Sven Geiger zum 4:3 geendet ist. Tolle, ansprechende Partie. 80er Average von Geiger und Herr Hertig schafft ein 76er Average. Also
Wir kommen unter die letzten 8. Sven Geiger auf einem guten Weg, vielleicht sogar sein Ding zu verteidigen. Patrick Wachter hier mit den ersten Matchstarts auf 94 Rest. Und macht das auch mit 94, haut er sich hier in die Runde der letzten 8 und besiegt Daniel Zubrück mit 4:2. Also haben wir ein Tableau, das wie folgt aussieht. In der Runde der letzten 8 trifft Dennis Nielsen auf Sven Geiger. Ihr habt das gerade gesehen, wie diese Partie schon an Fahrt aufgenommen hat. Das wird also genial. Fabian Biel nimmt es mit Jochen Graudenz auf. Dann haben wir Patrick Wachter gegen Roger Baumann und Andy Bless gegen Liam Mendel-Lawrence. Jetzt bin ich gespannt. Kommt Andy Bless gegen Liam Mendel-Lawrence oder kommt Dennis Nielsen gegen Sven Geiger? Wir werden es gleich erfahren. Wir hören uns gleich wieder. Also, bis dahin. Dann geht es weiter mit dem Viertelfinale. Best of 9 Decks. Auf Board 7 Dennis Nielsen, Sven Geiger. Sven Geiger, Dennis Nielsen, Board 7. Schreiber Daniel Zubrück. Board 5 Fabian Biel, Jochen Gaudenz. Jochen Gaudenz, Fabian Biel, Board 5. Schreiber Sven Hoffmann. Board 3 Patrick Wachter, Roger Baumann. Roger Baumann, Patrick Wachter, Board 3. Schreiber Mario Wurzreiner. Board 1 Andy Bless, Liam Lawrence. Liam Lawrence, Andy Bless, Board 1.
to say Mendel Lawrence or just Lawrence? Because when they say your name, they say Liam Lawrence. Mendel. Mendel Lawrence. So both? Yeah, Liam Mendel. Yep. Nein. Go for the ball. Outside. One five, Liam, go first. So, da sind wir First also. leg is Liam to throw first. Game on. Andy Bless gegen Liam Mendel Lawrence. Nun schauen wir mal, was der junge Mann mittlerweile alles auf Kette bringt. Wie ihr seht an der Kameraeinstellung, er ist nicht gerade ein kleiner Vertreter der männlichen Zunft. Noch jung an Jahren. Absolutes Talent. 80. Verbund mit Peter Seidel, den ihr der ein oder andere Zuschauer vielleicht auch kennt. Trainiert er mit Liam Mendel Lawrence die langen Distanzen, die Abläufe, die Wege müssen sitzen, wenn man sich in der PDC festbeißen will. Muss man mit Niederlagen umgehen lernen, man muss mit Erfolgen umgehen lernen, man muss mit dem Medieninteresse umgehen lernen, man muss mit Drucksituationen im Spiel umgehen lernen, die in unserer Sportart so unwahrscheinlich schnell aufploppen und auch wieder weg sind. Man muss dem Ganzen lernen, versuchen, nicht zu viel Bedeutung einzuräumen. Oder eben die richtige Bedeutung einzuräumen. Hier haben wir einen Bouncer von Liam Mendel Lawrence gesehen. Trotzdem wirft er zwei perfekte Darts in die 25. Andy Bless versucht den Druck hochzuhalten auf Liam. Trifft immer ein Triple, hält also somit nicht nur Kontakt, sondern kann durch den Bouncer von Liam jetzt vorbeigehen im Score. Hier sind 40 im Board. 60. 60 sind es dann im Ganzen. Das macht noch kein Finish. Andy Bless vielleicht der erste. Ja, die Triple 20 hilft da sehr. Davon danach wieder sofort eine Triple 5 um 1 Millimeter und noch eine Triple 1 hinten dran. Triple 20 hat zwar sehr geholfen, aber Triple 5, Triple 1 machen am Ende dann eben eine Bogey-Number von 163, was im Umkehrschluss bedeutet, keine Möglichkeit zu checken, keine Break-Chance.
Und hier sehen wir das erste Maximum von Liam Lawrence, natürlich zu einem perfekten Zeitpunkt. Lässt sich von 220 Tops Rest 97. und wartet Liam, you auf require Tops 40. und auf seine Chance. Klasse von 97 nochmal vom Bless für Druck. 66 Reste, aber ich glaube, Liam möchte diese Chance hier wahrnehmen. Der Zitteraal sagt, knappes Ding. Game shot and a first Aber leg. jetzt Liam steckt er Lawrence. im Doppelring. Prima, prima. Second leg is Andy to throw first. Game on. Immer Opener hier, 17 Darts. Hat es nur gedauert. Die beiden 60. sind gut unterwegs. Wir sind hier bei der Anforderung First to 5 Legs. Bedeutet, je weiter das Turnier vorschreitet, je mehr Legs müssen gewonnen werden, um dann den Tagessieg hier bei der SDC Tour 2023 zu erringen. Wir sind bei Event 5 60. in der Lettenhalle in Diesthofen. Bei Event 5 100. haben wir heute auf jeden Fall noch die Chance der Titelverteidigung, weil Sven Geiger noch im Turnier ist. Stefan Belmont hat hier heute nicht gemeldet. Und glücklicherweise bekomme ich jetzt auch die eine oder andere Chat-Nachricht hier mal in die Finger und freue mich, dass auch der eine oder andere zuschaut. Auch hier 41. Kollege Kullicke aus Berlin freut sich über die Fortschritte, die der Adrian da heute wieder gezeigt und gemacht hat. Genauso wie ich auch. Ich habe euch das gesagt. Team Schaut, die Match kümmert sich ein bisschen um die Belange von Adrian. Und ein bisschen nicht um die Belange, sondern wir kümmern uns darum, dass er Spaß an diesem Dartsport hat. Dass er Lust verspürt, weiter zu performen und vielleicht irgendwann in der Lage ist, sich da einen Traum zu erfüllen und professionell diesen Dartsport zu betreiben. Das würden wir uns alle wünschen. Er ist ein toller Typ und zeigt viel Leidenschaft für unseren Sport. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen verrannt, ein bisschen der Score ist uns weggelaufen. Die Chancen für Liam Lawrence jetzt hier Unruhe zu stiften in dem Leck von Bless sind gewachsen. Eine schöne 100 würde ihm Finish lassen. Die beiden sind schon sehr knapp dran. Der letzte passt auch noch nicht rein. Heißt 204 Rest. Bless mit der Chance hier noch zu reparieren. Wieder mit der Triple 1 im ersten Dart. Bricht nochmal ab den zweiten. 41. Spielt eine 18, dann eine 20. Dann sind wir bei 41. Und ja, die ersten Zuschauer schnappen sich Stühle, setzen sich hinter die Spieler und schauen zu. Genauso ist es gewollt. Genauso wollen wir das haben. Genau darauf zielen wir, dass die ansprechende Leistung, die wir euch hier auf YouTube präsentieren, auch die Zuschauer vor Ort mitnimmt. Und da tut Liam genau das Richtige. Spielt hier eine schöne 94 für 110 Rest. Das gibt die Spannung. Das treibt den anderen vom Bless nach oben, der hier jetzt mit den 58 sich die 152 als Finish stellen kann. Und Liam Lawrence mit 110 mit dem Break, mit der Break-Möglichkeit trifft die Triple 19 dann noch 53 Rest, sprich 17, 13, alles möglich. Er spielt die 13 für Tops. Tops wäre die 2-0 Führung und ein Break. Das würde ihm gut passen. 90. Ja, es ist gelungen. Also lebt die Chance noch von Andy Bless, die 152 vielleicht zu checken. Der hat nämlich überhaupt kein Problem auf der Doppel 16 heute, aber er trifft mit dem zweiten Dart um 1 Millimeter in die Triple 1 und das war es dann für diese Chance. 70 Rest. Aber Liam war schon erfolgreich auf Doppel 10, schafft das nochmal, führt dort 2-0. 10, Single heißt Doppel 5. Game shot and a second leg. Wunderbar mit dem letzten die Chance aufs Break genutzt. Geht mit 2-0 in Führung. Es ist noch ein langer Weg. Ein langer Weg
Hier Liam Lawrence, der auch hier nochmal kurz sich Zeit nimmt, über das Erreichte nachdenkt und nochmal neu draufhaut. Wunderbar eingestellt für die Turnierbegegnung Liam Lawrence. 100 Punkte. Ist ein Start. 45. Und die Bliss ist jetzt in so einer kleinen Negativphase verhaftet. Nachdem ihm die Chance 252 aus den Händen rutschte, jetzt hier nur 45 im Anwurf und noch 0-2 hinten nach dem kassierten Break. Da gilt es jetzt schnell rauszukommen aus diesem kleinen negativen Loch und da helfen die 81 Punkte natürlich gewaltig bei. Schöner erster Dart von Liam, das könnte das Maximum Nummer 2 in dieser Partie werden und es wird es auch. Wunderschöner Vortrag. Der Druck ist weiterhin immens in Richtung Andy Bless, der hier kein Mittel findet. Immer wenn er sich so ein bisschen gut fühlt, gibt es nochmal einen starken Konter von Liam Lawrence, einen oben drauf. 180 hat der Kerl nach 9 Darts Rest und bereitet seinen Finish vor. Wohin geht's? Wie tief geht's? Das sind jetzt 40 Punkte. Er fragt nochmal nach beim Caller, damit er auch keinen Fehler macht. 60. Spielt 60 Punkte für das berühmte Shanghai Finish. Andy Bless braucht Minimum 105. Ah, er braucht ein zweites Triple jetzt. Und? 62. Er haut über 2 in die 1 statt 2 in die Triple 20. Das ist natürlich ein Scherz, aber es ist ihm passiert. Das heißt weiterhin 6 Darts Zeit für Liam zur 3-0-Führung. Shanghai ist jetzt die Anforderung. Dafür ist die 1 natürlich Gift. Repariert das mit der 19, hat noch 100 Rest und stellt sich. 35. Einmal geht gar nichts mehr. Jetzt haben wir noch Roger Baumann gegen Patrick Wachter. Da seht ihr jetzt auch nochmal, wie die Kamera kurz in die Richtung schwenkt. Natürlich haben wir auch da einen Schreiber und alles dabei. Baumann bei 36 Rest. Und Patrick Wachter wirft nochmal eine 140, um auf 86 runterzukommen. Schauen wir mal, ob das noch was wird für ihn. Vielleicht nochmal zu verkürzen, 2:4. Baumann 36 Rest mit den Darts in der Hand. Lässt sich 9 Rest. Da wächst natürlich die Chance. Patrick Wachter 86 wirft 23 Punkte für 63 Rest. Und nun haben wir Roger Baumann mit seiner Chance, das Halbfinale komplett zu machen. Noch der Baumann. Weil bis an die Ziellinie ran ist die eine Sache. Über die Ziellinie ist die andere Sache. Also schauen wir aus der Entfernung auf diese Partie. Hier haben wir jetzt Patrick Wachter gehabt. Nun kommt Roger Baumann. Ja. Sind uns die Bilder wieder etwas abhanden gekommen. Nun sind es 20 Punkte. Und Patrick Wachter, der seinerseits 200 Rest hat, kommt von 180, 41, 60, dann 20. Und Roger Baumann seinerseits in diesem Leck 99, 126 und dann 135. Jetzt sind wir gespannt. 81 von Wachter lassen 119 Rest, wo Patrick Baumann sich hinstellt. Er hat noch 141.
Seinerseits lässt sich 51 Rest der Baumann, der Roger. Und nun Patrick Wachter mit 119. Zuschauer stehen dahinter, sind gespannt. So wie wir auch. Was wird also passieren? Baumann hat sich am Ende dann doch durchsetzen können mit diesem 51er Finish. Schlägt der Patrick Wachter mit 5:2. Also sehen wir uns gleich zu den Halbfinals, die da lauten, wie vorhin schon einmal angedeutet. Sven Geiger, der aktuelle SDC Tour 4 Sieger gegen Jochen Graudenz, der letztes Jahr das eine oder andere Mal den Erfolg davon tragen konnte, und auf der anderen Seite das Halbfinale Nummer 2, Liam Lawrence gegen Roger Baumann. Wir sind also nach einer kurzen Pause für die Spieler wieder live dabei und hoffen, dass ihr auch euren Spaß hier an der Übertragung der SDC Tour aus Diesenhofen Nummer 5 findet. Halbfinale. Auf Bord 1. Sven Geiger, Jochen Graudenz. Jochen Graudenz, Sven Geiger, auf Bord 1. Und auf Bord Liam Lawrence. Liam Lawrence. Schreiber Fabian B.
So, hier sehen wir dann das Eindaddeln in das Halbfinale. Ihr Lieben da zu Hause, willkommen erstmal zurück. Hier bei der SDC 2023 Tour Nummer 5 ist der Stopp in der Lettenhalle in Diessenhofen, wo wir jetzt hier im Halbfinale angekommen sind und die Anforderung nochmal an die Spieler erhöht wird. Geht hier ja auch um satt Preisgeld und um die Möglichkeit, den Tagessieg der SDC-Tour zu erringen. Hier sehen wir mit Sven Geiger einen Schweizer Vertreter, der auf E- und Stil-Dart sehr bekannt ist. Das hier ist Jochen Graudenz, den ich in meiner Jugend kennengelernt habe, als Jugendspieler in Deutschland, der sehr nah an der Schweiz wohnt und die Gelegenheit wahrnimmt, sich auch hier bei der SDC Corporation nochmal, Swiss Dance Corporation nochmal hervorzutun. Vielleicht das ein oder andere gute Momentum in seine Richtung zu ziehen, um vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Turniersieg zu erringen. Die SDC zieht immer mehr Aufmerksamkeit auf sich, sie wird auch expandieren, wird sich vergrößern. Ich hoffe, ich kann da noch einen Teil zu beitragen und der ganzen Sache wieder beim Wachsen zusehen und meinen Spaß damit haben und versuchen, euch für diesen Sport da draußen noch mehr zu begeistern und noch mehr Projekte mit anschieben zu können. Habe viele gute Dinge gelesen, also geht gerne mal auf die Seite der SDC und schaut euch da um, schaut euch um, was schon erreicht wurde. Single Bull. Was schon Bullseye geschafft wurde. Und auch hier, was für ein Wahnsinn. Kleinbull von Sven Geiger wird First leg is Jochen to for first. Von Jochen Graudenz mit Bullseye. Das heißt, der Anwurf gilt Jochen Graudenz bei einem möglichen 5:5 hat er den Anwurf für das Deciding Leg und startet hier direkt mit 140 in diese Partie. Linkshänder. Und nun kommt Sven Geiger, der seinerseits aus der Schweiz stammende Spieler, der ich übers E-Daten in La Nucia kennengelernt habe beim Radikal-Dart spielen, und nun spielen wir 41 hier bei der SDC Steel Dart und nächste Woche ist er dann wieder auf dem E-Dart-Event in Slowenien. Es reiht sich ein Turnier an das andere, auch im Semi-Pro-Bereich. Auch wir von Shorty Merch in Zusammenarbeit mit Evolution of Darts dürfen verkünden, dass der Sven Geiger auch 100 engeren Kreis unserer Spieler demnächst wieder zu finden ist. Könnt gerne mal auf www.shorty-merch.de euch umschauen, was wir für Vertragsspieler mittlerweile haben. Wieso wir sie haben, ist eine ganz einfache Philosophie von Data für Data.
wenn man da oben unterwegs ist, wo wir alle hinwollen in der PDC-Tour, dann 60. hat man eh kein Problem, irgendwen irgendwie von sich zu überzeugen. Und hier in unserem von Data für Data Zirkus legen wir einen Wert auf Lokalmatador, legen wir auf die Leute Wert, die es immer wieder versuchen, die immer wieder tolle Ergebnisse abliefern und die immer noch in unseren Augen Potenzial haben, sich zu entwickeln oder ihre Leistung weiterhin gut und stabil zu performen. Und deshalb haben wir uns auch mit Sven Geiger zusammengetan, der jetzt die Chance hat, hier einen Break zu erzielen mit 156. Aber der zweite Dart geht in die Single 20, heißt 76 mit einem Dart kann auch ein Geiger nicht checken. 100. Stellt sich mit der 100 aber 56 Rest und macht die Aufgabe, die 119 für Jochen, schwierig. Der spielt das über Kleinbull, Triple 18 Tops, 64. aber insgesamt 64 Punkte für 55 Rest. Geiger auf Doppel 18 mit dem Breakdart Nummer 1. Knapp drüber. Aber der zweite sitzt. Also guter Aufschlag für Sven Geiger. Konnte den Aufschlag aus Jochens Hand nehmen und hat nun den Vorteil hier auf 2:0 seinerseits zu erhöhen, wenn er seinen Anwurf durchbekommt. Triple 20, perfekter Start. 140. Starker Start mit der 140. Wie kann sich Jochen da rausarbeiten? Er hat einen starken Start in seinen Anwurf mit 140 hingelegt und nun geht's weiter. Aber wie geht's weiter? $83. $48. $100. Stabiles Spiel von Sven Geiger. Das passt ihm wunderbar in seinen Spielplan, dieses Break geschafft zu haben. Jochen immer mal wieder mit einem Ausreißer, den er da irgendwie reparieren muss. Das klappt jetzt bis hierhin noch nicht so gut. Geiger 123 lässt ihm 53 Rest. 55 Rest natürlich nach 12 Darts. 65. Sven, you require 55. 55 fürs 2:0 und keine Gefahr auszumachen. Graudenz schafft in diesem Leck nicht ganz die Hälfte der geforderten 501 Punkte und daher das sichere 2:0 für Sven Geiger. Was kann da noch kommen? Was kann noch kommen von Jochen Graudenz? Die 43 machen die Sache nicht einfacher für ihn. Und auf der anderen Seite im Halbfinale Nummer 2 haben wir ja die Partie Roger Baumann gegen Liam Lawrence und auch dort ist bereits das erste Leck abgespielt. Es konnte sich Liam Lawrence greifen, so seinen Anwurf durchbringen. Also 1:0 dort drüben für Lawrence. Baumann 12 Rest, Lawrence 105. 26. So, wir haben hier eine kleine Lücke im Score von Graudenz. Das wird sofort genutzt von Sven Geiger, der sofort mit dem ersten Dart in der Triple 20 ist und das tut weh. Es tut jedem weh, auch einem Graudenz. 1:1 auf der anderen Seite. Leo musste den Ausgleich hinnehmen, aber nun hat er Anwurf.
Warten wir es ab. Geiger 2,35 noch in der Findungsphase. Wie komme ich auf ein Finish? Single, Single und dann Bullseye. 100. Er geht das volle Risiko, wirft weiter auf für Triple 20, trifft sie, lässt sich 135. Trifft er sie nicht, hat er eine Bogey-Number mit 165. 65. So when you require 135. Aber er war bereit, das Risiko zu gehen und hat Erfolg. 135, Kleinbull, Triple 20, Tops. Bullseye wäre eine Möglichkeit. Sieht nach einer 9 aus. 9 bringt natürlich gar nichts 30. außer Jochen, you require 9. 167. Heißt 105 Punkte für Geiger Rest. Das ist der schwierige Moment. Wenn es nicht klappt im Umbau, im Aufbau mit deinem Finishweg und du dann keine 95. Ausreißer hast, dann baust du so einen gefühlten Mist und schraubst dir da noch 105 ins Knie. Jetzt sind wir gespannt. Was macht der Geiger aus 105? Graudenz hat alles gegeben, lässt sich 72 Rest und wartet. Er muss ja abwarten, ob er noch eine Chance bekommt. Geiger 55. kann sich nur stellen, Jochen, you require 72. lässt sich Bull Rest. Und nun kommt Graudenz mit seiner Chance auf Doppel 12, Doppel 6. 66. Oh, ich werde Sven, die Chance hat er sich jetzt auch noch genommen. Also die Möglichkeit für Geiger auf 3-0 zu erhöhen. Weil Doppel 3 für Jochen Graudenz ist auch schwierig genug. Warten wir es mal ab. Doppel 16. Einer vorbei, Shot in the third einer leg, drin. Sven Geiger. 3-0 für Geiger. Fourth leg Und is noch den Sven to anderen. throw first. Game on. Jetzt, liebe Freunde, muss Jochen Graudenz ein bisschen die Hacken hinterherhauen. Nun muss er Gas geben. Mendel Lawrence in seinem Anwurf jetzt noch vorne vom Score her gegen Baumann, aber da ist das dritte Leck auch 41. noch nicht. Hier schauen wir mal, wie der Geiger startet in diese Partie mit 41 Ditcher. Das ist noch übersichtlich, da kann doch mit Sicherheit noch ein bisschen was passieren für Graudenz, der jetzt mal anpfeift hier und sagt, so, Attacke, so kann das nicht weitergehen. 140, guter Anfang. Schöner Konter von Geiger, nun eine ganz kleine Unsicherheit. Aber Graudenz muss weiterhin an seine 140 ziehen, wenn er denn noch was machen will. Wieder 2 Triple, aber diesmal bitterböse Triple. Die Triple 1 ist so schmerzhaft. Nur 25 Punkte sind da rausgesprungen. Wieder alles Richtung Geiger. 41. Er versucht hier wegzukommen, hat aber auch einen Ausreißer, spielt nur 41 Punkte. Graudenz 137 lässt sich 199 Rest. Der zweite ist tatsächlich vom Flight schön abgebogen in die Triple 20. Gut gefischt von Graudenz. Geiger mit dem ersten eine 5. Das wird nichts mehr fürs Finish. Das sind nur 32. Das nervt ihn. Das bringt nichts. Jetzt kommt Graudenz. Triple 20. Triple 20. Noch 79 Rest. Der wird keine 180 werfen. Der wird sich eine schöne 19 aussuchen, die knapp verpassen und sich 76 Rest lassen. Jetzt Geiger mit der Idee, 77 Punkte brauchen. 98. Ja, 98 sind es geworden. Heißt 149 ist auf jeden Fall eine Finish-Chance. Graudenz macht sich schwer. 1, Kleinbull, Bullseye. 36. Er stellt aber lieber. Er stellt lieber, weil er glaubt, der Geiger macht die 149 nicht aus. Kann ihn Sven Geiger dafür bestrafen? Nein, mit der 5 nicht. Mit der 5 nicht. 144. Das sind noch 90 Rest. 62. Und die Triple 1. 87 Rest. Ärgerliche Nummer. Aber jawohl, Graudenz ist auf dem Tableau angekommen. Er hat einen Break geschafft, genau zur richtigen Zeit, bevor es hier lichterloh brennt. 1:3 heißt es jetzt, der Spielstand und der Anwurf. Er könnte auf 2:3 rankommen. Wie geht der Anwurf los? Triple 20. 140. Klasse 140. Cooler Vortrag von Jochen Graudenz.
Was für ein Konter von dem Sven Geiger, der letzte nur in die Single 5 abhaut. Schöne Partie. Jetzt läuft's. 41. Immer mal wieder natürlich mit diesen kleinen Aufnahmen, kleinen Schwierigkeiten. Aber doch im Großen und Ganzen läuft diese Partie doch hier rund. 100. Schöne 100 vom Sven Geiger, der natürlich gerne wieder das Break sich zurückholen möchte. Er möchte natürlich den alten Abstand halten. Möchte hier gar nicht erst Gefahr laufen. 140. Irgendwie sich noch dieses Spiel wegnehmen zu lassen. Halbfinale der SDC Tour Nummer 5. 100 von Sven Geiger. Bleibt dran an Graudenz. Will ihn zu Fehlern zwingen. Der 60. macht aber gerade keine. Wirft nochmal eine 60 für 120 Rest. Was macht Sven Geiger? Eine Triple 20 mit dem ersten, Triple 1 mit dem zweiten 6. und You 66 sind es dann. Das heißt 110 Rest für Sven Geiger. 60. 60 Punkte Sven, von you require Graudenz. 110. Nun machen wir es rund. 110 könnten für ganz schön Alarm sorgen. Sven Geiger mit dem Versuch. 90 hat er noch. Triple 18, Doppel 18, Triple 20, Doppel 15. Was macht er? Wohl ein Tops. Er macht Triple 18 für Doppel 18. 74. Aber verpasst leider die Doppel 18 für die 4-1-Führung aus seiner Sicht. Leider aus seiner Sicht. Und jetzt Jochen Graudenz mit Tops. Game short in the fifth leg. Für das 2:3. Er ist wieder dran. Sixth leg Nun is muss Sven Geiger sich first. sputen. Game on. Ein Break aufgefressen. Das bestätigt. Und nun ranmachen ans nächste Break, heißt es für Jochen Graudenz. Um diesen miesen Start von 0:3 irgendwie wieder aufzuholen. 45 ist nicht unbedingt ein Start nach Maß für Sven Geiger. Da ist noch viel 22. drin. Liam Lawrence hat mittlerweile eine 3:1 Führung rausgespielt und startet in Leck Nummer 5 mit 140 Punkten. Das sieht ganz gut aus für Liam Lawrence. Roger Baumann wehrt sich allerdings mit 100. Maximum für Sven Geiger. Der weiß, wenn ich den Graudenz jetzt noch näher rankommen lasse, dann habe ich ein Problem. Und der kontert fast perfekt mit 125 seinerseits. Dieses Spiel wird beobachtet von Andy Bless, der natürlich ungerne verloren hat und jetzt hier erstmal weiterhin dem Dartsport folgt. Und hier Graudenz auf der Aufholjagd in diesem Leck von Geiger. 125. Geht zweimal schön die 125 hintereinander weg. Aber Geiger weiterhin stabil, führt immer noch im Score. Aber eben nur mit 30 Punkten. Jetzt ist er im Finish-Bereich. 44. 44 sind zwar nicht so der Burner, aber immerhin. Was macht Graudenz? Spielt wieder ein Triple. 100. Brillante 129 Sven, you stehen. require Wollen wir doch mal 147. sehen. Geiger, 147, Triple 20, Triple 18, Doppel 18, Triple 17, Doppel 18. Spielt er gar nicht erst. Triple 19 für 90. Dann die Doppel 18 als Abschluss. Game short. Oh, fantastisches Finish. Fantastisches Monster-Finish von Sven Geiger. Ich bin begeistert. Was für eine Nummer. 147. Triple 19. Triple 18. Doppel 18. 140. Mit Recht. Mit Recht. Was für ein Finish. Sven Geiger. Hier nochmal klargestellt. Nein. Alles holst du nicht auf. Krieg die Bremse rein. Jochen war auf dem Weg zum 100.
Aber Geiger hat sich dazwischen gestellt mit diesem fantastischen Finish. Graunen startet stark mit 140. 100 und Geiger bleibt dran mit 100 und was kommt jetzt mit den nächsten 3? Schönes Leck. Schönes Leck. 60. Ah, da könnte die Lücke für Geiger sein, auszugleichen oder vielleicht mit einer 140 vorbeizugehen. Oh, die 5 ist natürlich weder gewollt noch im Plan. 45. Liam Mendel-Lawrence konnte mittlerweile auf 4:1 erhöhen. In seiner Partie, in seinem Halbfinale. Jochen hat jetzt noch 81 Rest, stellt sich mit der 1962 Rest und hat hier mal so gar kein Problem in diesem Leck, weil Geiger nicht mitscoren kann gerade. Kann sich nur ein hohes Finish stellen, 156. Ich weiß, er hat gerade 147 gecheckt, aber ich bezweifle, dass das immer geht. Tops für Graudenz. 22. Ich würde es mir gerne angucken, ich liebe das. Ich würde es ihm wünschen. 156 vom Geiger Sven. Mittlerweile auf Vertrag, Shorty Merch Team. Jochen, you require 40. 60 Punkte, lassen ein 2-Dart-Finish Rest, aber das ist nicht mehr nötig. Geiger kann sich da nicht weiter absetzen, sondern Jochen Graudenz holt auf. 4:3 nur noch für Sven Geiger, der jetzt hier startet in seinen Anwurf. Leck, das ist Lecke Nummer 8 mit einer äußerst knappen Triple 1, nur 43 Punkte. 140. 140 ist eine starke Ansage von Graudenz, der hier immer noch an seiner Chance arbeitet. $58. 140. Starke Nummer spielen die beiden hier, wirklich klasse Darts, deswegen halte ich mal so einen Moment den Mund. Man muss das ja auch mal ein bisschen auf sich wirken lassen. Und die nehmen schön Fahrt auf. Die Idee war 133 für 170 zu werfen bei Jochen Graudenz, aber immerhin alle 3 dann auch in die 19 untergebracht. Nur leider in die Singlefelder. Geiger hat noch 98 Rest, lässt sich 80 Rest und arbeitet an der 5-3 Führung. Da wird der Kragen eng für Graudenz. Dann wird es wirklich schwierig für ihn das noch umzubiegen. Hier haben wir mittlerweile bei Liam Mendel-Lawrence die frohe Kunde. Aus deutscher Sicht führt er 5:1 gegen Roger Baumann. Es kann hier tatsächlich zu dem Duell Sven Geiger gegen Liam Mendel-Lawrence kommen. Oder zu der rein deutschen Partie Graudenz gegen Liam Mendel. Allerdings macht sich Jochen schwer mit der 163, kommst du halt hot. 82 sind okay, sind machbar, aber nur wenn Sven Geiger mit den nächsten 3 Darts nicht sein Doppel erwischt. Also, Tops an der Wand, 3 Darts in der Hand. Doppel 10. Da ist die Chance. Da ist die Lücke und da ist die Gefährlichkeit.
in unserer Sportart. Eben noch mit dem Gedanken 5:3 vorne und jetzt muss er einen Breakdart überleben. Ein Breakdart auf Tops für Graudenz. 62. Oh, deutlich unterworfen. Lässt sich 20 Rest. Nun wieder alles okay für Geiger, Fragezeichen. Doppel 10 für 5:3. Knappes Ding. Ja oder nein? Ihr seht das bei der. Game short in the 8 leg. Bei der, ja, das war ein guter letzter Dart. Bei dem Spielstand, da musste Sven Geiger nochmal absetzen. Nochmal atmen, nochmal gucken. Jetzt wollte er schon die Hand reichen, der gute Graudenz, weil er nicht mitbekommen hat, dass die Anforderungen nochmal erhöht wurden. Jetzt sind 6 Lecks, die gewonnen werden müssen. 60. Um in das Finale einzuziehen. Leicht etwas durcheinander gekommen, keine Ahnung. Der Start war gut, die waren knapp an der Triple 20 dran von Jochen. Aber Sven Geiger startet hier natürlich auch mit dem Versuch, 60. dieses Spiel damit zu gewinnen, mit dem nächsten Break. Dann eben auch dieses ganze Spiel in seine Richtung zu ziehen. Jochen hier mit einem schönen Trippelwurf. 76. Jawohl, 76 ist okay. $100. $43. Ah, was für ein starker Moment von Sven Geiger. Jetzt nochmal unterstrichen, das Spiel gehört mir, das ist meins. Diese 180 lassen ihm 161 Rest. Ist eine Möglichkeit, dieses Spiel schon mal zu beenden in seine Richtung Nummer 1. Das ist eine 101, die da noch ist. Wieso nicht, überlegt er gerade. Durch Erfolg zu Nachdenken gezwungen. Haut den in die 17 und der gute Mann weiß ja nicht sofort, was er Rest hat, also macht er Doppel 17 nochmal für Bullseye Rest. War der Versuch, hat ihn unterworfen. Kann passieren, ist ein bisschen crazy, aber dafür ist Darts auch da. Also, 84 ist die erste Chance für Geiger. Die 123 von Graudenz war nochmal cool. Mal sehen, ob da noch was passiert. 64 noch für Geiger. Was macht er? 14 Bull? Jawohl. 59. Warum? Weil er es versucht. Vielleicht auch, weil er es anders noch nicht für sich so hin und her rechnet. Und weil Bull eben halt auch eine Anforderung ist. Aus dem Innerbereich. Vielleicht hat er da einfach kein Problem mit auf Bull zu werfen. Also, 9 für Doppel 8 wäre eine Möglichkeit für Geiger, die erste Matchstarts. Und sofort ist er drin. Wunderbarer 6:3 Erfolg gegen Jochen Graudenz. Mein lieber Schwan. Ich habe nämlich hier mit dem einen Auge rübergeschaut auf die andere Halbfinalpartie. Und da hat sich gerade Liam Lawrence mit 6:1 gegen Roger Baumann durchgesetzt. Das ist die frohe Kunde aus deutscher Sicht. Wir haben eine Partie, die so offen ist, wie es sich gehört für dieses Turnier. Es gibt ja keine klare Nation, die sich festbeißt. Mit Sven Geiger haben wir einen Vertreter aus der Schweiz im Finale und mit dem guten Liam Lawrence, der hier sein Debüt abgibt, auch einen Finalisten aus Deutschland. Da können wir doch gespannt sein, wie sich das Finale hier gleich zeigt. Ich freue mich drauf. Ein schöner Turniertag hier bei der SDC Tour. Nummer 5 in Diessenhofen.
Komm, alles was passiert.
Schon verdient. Nicht noch eine Disqualifikation. So, dann kommen wir zum Finale zwischen Sven Geiger und Liam Lawrence. So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Finale der SDC Tour 2023, Event Nummer 5 in Diessenhofen. Und die Finalteilnehmer darf ich euch nochmal ans Herz legen. Der Debütant Liam Lawrence, der hier seinen ersten Angriff auf die SDC-Tour gestartet hat, findet sich hier im Finale wieder. Das Turnier ist mit 124 Spielern annähernd ausverkauft gewesen und im Hintergrund seht ihr, besteht noch die Möglichkeit, auf dieser wunderschönen Bordanlage weiterhin zu trainieren und seine Skills nach oben zu peitschen oder überhaupt am Leben zu erhalten. Im Hintergrund sieht man auch den einen oder anderen Sportler oder auch Verantwortlichen natürlich für die Tour. Ich habe euch gesagt, die Jungs sind jung an Jahren und sind reich an Enthusiasmus. Hinten in der Ecke in dem weißen Hemdchen seht ihr den Marc Inhelder, der mal versucht, ein paar Darts auch in das Board zu feuern. Und ist mit seinem Staff wieder mal gelungen, hier ein wunderbares Turnier abzuliefern. Ja, mit Liam Lawrence habe ich euch schon gesagt, Debütant. Der junge Mann ist auf dem Weg, hier vielleicht seinen ersten Turniersieg anzustreben oder auch zu erreichen. Wir werden sehen. Wir haben jetzt Sven Geiger und Liam Lawrence hintereinander weg in ihren jeweiligen Partien gesehen und ich denke, da ist auf jeden Fall viel Potenzial für ein Bombenspiel. Sven Geiger, eigentlich stärker im E-Dart-Bereich unterwegs, so wie es in der Schweiz auch stärker verbreitet ist, der E-Dart-Sport als der Stil-Dart-Sport. Dasselbe Problem hat ja auch Deutschland. Wir haben in Deutschland ungefähr die 10-fache Spielstärke wie mit gemeldeten Stil-Dart-Sportlern. Das hat einfach die Tatsache damit, da du dann zu zweit spielen kannst und von dem E-Dart-Gerät das gerechnet wird und ein Restscore angezeigt wird, nimmt es viele Druckpunkte, die Leute davor zurückschrecken lässt, in unseren Sport einzutreten, sowas wie zu rechnen an der Tafel vor anderen Leuten. Das gibt bei vielen vielleicht ein unangenehmes Gefühl aus der Schule oder sonst was. Oder im Kopf eben rechnen, wenn man einen Weg im Kopf hat, man aber die Singlezahlen vielleicht nicht trifft und dann eben umdisponieren muss im Kopf und das nicht so schnell hinbekommt mit den kleinen 1x1. Dafür ist das ja eine wunderbare Trainingsgelegenheit, um die man sich so ein bisschen bringt, wenn man mit dem E-Dart startet. Aber eins kann ich euch sagen, sobald man im E-Dart seinen Ehrgeiz entwickelt und besser werden will, fängt man auch an, über die Dinge nachzudenken. Man fängt an zu rechnen und man rechnet sich die Wege dann erstmal genauso zurecht, dann spielt man sie ab, dann merkt man sich die und dann greifen die Automatismen und man wird stabiler und besser in seinen Leistungen. So, hier haben wir jetzt also den Anwurf zu dem Finale des Events Nummer 5 der SDC-Tour. Kleinbull von Sven Geiger. Bullseye. Liam's throw first. Und Liams Versuch landet Bullseye, das heißt, er darf dieses Finale starten. First leg is Liam to throw first.
Game Und on. nun haben wir auch einen etwas lauteren Caller, der ist extra auch für diese SDC-Tour hier angereist. Also die Qualität nimmt zu von Turnier zu Turnier, so wie auch die Anforderungen an den Sportler, wer diesen Turniersieg haben möchte. Der braucht 7 Lecks im Gesamten. Heißt, bei 6-6 gibt es ein Sudden Death Leg. Und das würde dann Liam Lawrence beginnen. Also der Start ist schon mal vielversprechend. Der 100 von Liam, der 140 von Sven Geiger. $41. $40. $78. $135. Ja, dieses Eröffnungsleck hat seinen Anspruch, hat seine Tücken. Hier in der Phase geht Liam Lawrence in eine sehr lange Konzentrationsphase 100. über und fordert dadurch Sven Geiger auf, sein Spiel etwas zu verändern, weil der Rhythmus dann so ein bisschen rausgeht. 34. Starker Wurf von Sven Geiger, der sich hier anschickt, sofort den Anwurf von Liam breaken zu wollen. Lässt sich 52 Rest. Liam Lawrence mit 182 nicht in der Lage, die natürlich mit 3 Darts zu checken, das ist mal klar. 43. Son, you require 52. 52 überwirft man genau so Liam, you mit require der 139. Gefährlichkeit, die ich gerade ansprechen wollte. Das ist ein wunderbares Beispiel. Single 12 wäre Tops gewesen, Triple 12 wäre Doppel 8 gewesen. Also da ist gar keine Gefahr. Auf der 20 ist genau diese Gefahr, eine Triple 20 oder eine Single 20 zu treffen, um da dann eben ja, sich selber im Weg zu stehen. Und das hat 28. der Sven Geiger uns jetzt gerade wunderbar Son, you require gezeigt. 52. 28 Punkte bringen Liam nirgendwo hin. 111 Rest. Diesmal Geiger mit dem höheren Ansatz, höher den Dart. Dann komme ich vielleicht ins Single 20er Feld und kann mir 32 Rest lassen. Das ist geglückt. Und nun 36. 16 Liam, you require Rest, wie 111. man so schön sagt. Was macht Lawrence? 111. Der Weg wäre 7 oder 19. Großes Feld für auf Fehler, falls einer vorbeigeht. Er geht auch für 20. Ja, und natürlich dasselbe da oben. Da verpasst er die Triple 17 für Tops, hat noch 74. 48. Trifft die 11, lässt sich Son, also you require 63 Rest. Nun haben wir Sven Geiger Game shot auf in the first Doppel leg. 8 Sven Geiger. und das funktioniert und bringt ihm Second das leg Break is Sven und to bringt throw Ruhe first. in sein Spiel und Game natürlich on. auch Ruhe in seinem Gameplan. $100.
28 ist für Sven, läuft es wie geschnitten Brot, die 180 mit einer 100 bestätigt und lässt es einfach fliegen. Auch hier nochmal eine 60 für 161 Rest nach 9 Darts. Das ist genau das, was man anstrebt, wenn man versucht zu breaken. Dann versucht man das in 12 Darts und das ist ja hier mit der 161 möglich. Wenn nicht, dann mit 15 Darts, weil eben Liam Lawrence etwas weit weg ist vom Topscore, aber mit dieser 100 ist er wieder in der Nähe. 161 für Geiger. Der ist drüber. 141, 121. 60 Punkte sehe ich da, das heißt 101. Da ist doch nochmal wieder eine Chance für Liam da. Einen schönen fetten Score, um den Geiger zu verunsichern. Sprich, eine schöne 140. Die würde ihm jetzt passen. Wunderbar, die beiden Jungs sind verdammt nah. 100. Ja. Sven, you require 101. Also, 101 für Geiger. Wie geht das an? Er geht über die Triple 20, trifft die. 9 für Doppel 16. 1 für Tops. 9 für die Doppel 16. Oh, da hat er sich aber lange konzentriert. Wenn das genau den falschen Effekt hatte. Zu lange konzentriert, sich so gesagt tot konzentriert. Also 102, Quatsch, 92 für Lawrence. Er geht den Sicherheitsweg über Kleinbull, trifft Bullseye. Also 42 noch, die 10 für die Doppel 16. Chance und wichtig. Oh, auch da knapp der letzte in Single. Heißt 16 Rest. Unlucky für Liam Lawrence. Also die nächste Breakchance für Geiger. Doppel 16. Ist doch ein gutes Finish, oder? Und er trifft es sofort. Schnappt sich die 3-0 und hält den Druck oben und hart und heftig auf Liam Lawrence. 3-0 und der Anwurf auch noch in der Hand von Sven Geiger. Schön 100, schön stabil. Cool as a rock. Konstant. Und Liam, wie gesagt, ist noch frisch im Business, spielt hier ein beeindruckendes Turnier, rennt in dieses Finale. Aber hier hat er noch nicht die richtigen Mittel, noch nicht die richtige Erklärung gefunden. Das war ein toller Anwurf. Jetzt wollen wir mal sehen, was der Geiger daraus macht, weil Liam wieder so ein bisschen kokettiert mit dem Tempo. Two. Hier sieht man dann auch die Erfahrung und natürlich auch die fehlende Erfahrung. Wenn ihr mal so ein Dart abhaut, dann gibt es die Konzentrationsphase, die verlängert wird. Und jetzt spielen sie es beide über den langen Schniepel, sprich längere Konzentrationsphasen, um mehr Erfolg aus dem Scoring rauszubekommen. Es kann von Vorteil sein, es kann aber auch von Nachteil sein, weil nicht in jeder
Situation? Ist eine Tempoverlagerung sinnvoll oder behindert das eigene Spiel vielleicht stärker, als es einen nach vorne bringt? Aber beide Spieler kennen das Szenario, geben sich genug Raum, um dann auch ja, hintereinander zu performen. Da ist die 100 von Liam, die er gewollt hat, und nun muss Geiger zusehen, ob ihm da was einfällt, mal wieder zu reagieren, um sich Liam vom Leib zu halten und kein Break zu riskieren. Das sieht nach bis jetzt 99 Punkten aus, 98 Rest, also wieder top reagiert auf die Aggression von Liam, also quasi auf die Aggression auf den Score. Ja, hier sehen wir nochmal schön eine seitliche Ansicht des Sportlers. Wird man auch vielleicht mal das Wurfbild und dann ein bisschen sich genauer anschauen kann, haben wir sie jetzt in der Totalen für euch da. Seht ihr das? Es ist jetzt erstmal die Frage, ist er drin, weil er so knapp ist? Nein, das ist eine Single 20, das heißt 78 noch für Sven Geiger. Triple 18, Doppel 12 wird er versuchen, das sieht ganz gut aus. Verschraubt den an der Doppel 12 zur Führung. Also, Liam weiß genau, jetzt ist ein wichtiger Moment. Er nimmt sich Zeit, ein ganz wichtiger Moment. Bullseye, Doppel 16 wäre das Optimum. Triple 14. Er hat die 50 erwischt für Doppel 16, dann 2 Darts in der Hand, um sich endlich aufs Tableau zu bringen. Und das wird ihm sicher gelingen. Es ist ihm gelungen. Wunderbar. Liam breakt und bringt sie aufs Tableau 1:3. Nun wird der Weg weit für Geiger. Starker Beginn von Liam. Gute Strategie, seinen Anwurf zu verteidigen. Ich habe euch jetzt mal mit Absicht ein bisschen alleine gelassen mit den Bildern. Ihr seht das, wie dieser Tanz der Dartsportler da vollführt wird. Keiner will dem anderen quasi beim Zurückkommen ins Gesicht sehen. Niemand will offenbaren, wie der Gemütszustand ist. Es ist ein toughes Game, es ist ein enges Game. Und es ist auch immer noch ein großer Lernprozess für Liam, der natürlich hier immer wieder Zeit von der Uhr nimmt, indem er diesen langen Weg, bis er dann am Board steht, gegangen ist und seine Konzentrationsphase abgespielt hat, bis er den ersten Dart wirft. Und Geiger muss darauf reagieren. Das hat jetzt im Spiel alles in allem nicht unbedingt gut getan. Der Rhythmus ist so ein bisschen zerstört. Schöne 100 nochmal von Geiger. Aber ihr seht es, Liam geht gar nicht erst vor, bis Sven an ihm vorbeigelaufen ist. Das sind dann auch so ein paar Strategien, die neben dem eigentlichen Spiel oder zu dem Spiel quasi mitten rangezogen werden, eingesetzt werden, wenn es dann passt. Und
Auch Sir, mal you require unterlassen 141. werden, wenn es dann nicht nötig ist. Und hier ist jetzt eine weitere Möglichkeit für Liam, indem er nun auch in den Score-Bereich kommt und da das Spiel ein bisschen offener gestalten kann. Und dieses ist ein absolut legitimes Liam, you require Mittel. 94. Und nun warten wir ab, wie Sven darauf reagiert. Zurzeit kommt er ja mit, hat 44 Rest und hat eine Break-Chance gleich, falls Liam nicht die 94 checkt. Er geht nochmal über Sicherheit, übers Bull. Diesmal trifft er aber, glaube ich, einen kleinen Bull oder eine 13. Wir warten auf den Score. Es sind Sir, you require 69 44. Punkte geworfen, heißt Bull verpasst. Sven Geiger. 4-1 Führung für Six leg Geiger, is der Sven to draw first. kein Problem hat, Game on. Doppel 16 zu erwischen. Alter Zwischenstand wiederhergestellt und die alte Chance wieder in den Händen. Eigener Anwurf, um eine richtig, richtig schmerzhafte Lücke zu reißen. 5:1 wäre ein verdammt weiter 83. Weg für Mendel Lawrence, um zurückzukommen. $60. Wunderbar, hier die Seitenansichten der Spieler. Geiger zweimal mit 83, beide Male haut ihm ein Dart in die Triple 1 ab. Ihr seht das, wie eng da der Erfolg, die Sonne und der Schatten beieinander liegen. In der Super Duper Upper Class PDC wären 240er nötig gewesen, um dort irgendwas darzustellen. Hier sind 283er und du bist absolut konkurrenzfähig. Mendel Lawrence hat 80 im Board und nimmt noch ein bisschen Zeit von der Uhr. Will noch ein bisschen piesacken, bis der dritte Dart dann ankommt. Werden wir sehen. Da ist er dann angekommen und das für 5 Punkte. Das macht dann diese Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Auch irgendwann im Kopf macht sie das dann auf und dann wird man sich entscheiden müssen, wie man es denn so machen will. In Rhythmus und mit Geschmeidigkeit oder sich selbst ein bisschen die Segel rausnehmen, indem man so heftig auf die Bremse tritt. Ja, schwingt ein bisschen Überraschung mit, weil wir haben schon eine Partie von ihm gesehen und da war es nicht so stark nötig, dass er so auf die Bremse haut. Geiger geht damit ziemlich gut um. Wie gesagt, hat ein bisschen mehr Erfahrung als Liam Mendel Lawrence. Kennt beide Bereiche, E wie Steel Dart und im E-Dart gibt es sicherlich auch ganz eigene Charaktere als Sportler, ganz eigene Leute, die man dann da eben kennengelernt hat und bei ihm bringt die Zeitverzögerung oder die Konzentrationsphase, die verlängert wurde von Liam. Sven, you require 50. Wirklich durcheinander. Der hat jetzt 50 Rest. Spielt die 18 für die Doppel 16, weil er da am wenigsten Probleme bis jetzt hat. Auch diesmal nicht trifft er sie perfekt. Seventh leg is Liam to draw first. Game on. 7. Leg. Liam Lawrence hat den Anwurf. Schauen wir, was er daraus macht. Äußerst knapp die Darts am Triple-Segment vorbei in die Triple 1 oder Triple 5 des Öfteren bei Liam, als es ihm gut tut. Aber hier ist nichts weiter passiert. Hier warten wir ab.
83. Auch da rutscht ihm einer rüber in die Triple 1. Aber diesmal kann er länger im Score stabil bleiben. 83 auch vom Geiger, beide mit der Triple 1 gesegnet, die keiner von beiden haben will. So ist das. Erfolg und Misserfolg eng beieinander. Deal mit deinen Fehlern. Suche deine Mitte. Versuche dein Möglichstes. Und let it roll. Geiger hier jetzt mit Unmengen von Trippeln, leider alle in die 1 oder 5. Kleine Durststrecke in seinem Spiel, aber nichts, was er vielleicht nicht wegkriegt, sondern eher, was Liam Mendel-Lawrence vielleicht nutzen könnte, um sich noch das eine oder andere wegzugreifen. 81. Son, you require 106. Starke 100 von Liam Mendel-Lawrence, 68 Rest, 106 für Geiger. Wenn er das 6. Leg für sich holen will, ist das eine Chance. Mit der 5 geht es immer noch. Triple 17 Bullseye wäre jetzt der einzige Weg. Die unterwirft er. 84 lässt sich also 67 Rest. Wunderschön. Liam gibt nie auf. Glaubt weiterhin an seine Möglichkeit. Hat hier auf 2:5 verkürzt mit dem 68er Check. Geht da noch mehr? Ist dann auch was drin, wie man so schön sagt. 27. $123. Starke Momente hier von Liam Mendel-Lawrence, der hier wirklich sich anschickt, die Führung von Sven Geiger anzugreifen, der immer wieder einen Ausreißer hat, hier kaum über einen Score von etwas in die 80 hinauskommt und so Liam Mendel-Lawrence beim Performen etwas mehr Platz lassen muss. Passt ihm sicher gar nicht. 140. Schöne 140 von Liam nach 9 Darts. Hat der Knabe unter 100 Rest. Das ist doch mal eine Ansage. 39.
Wunderschöne Liam, you require 139 lassen 98. Geiger 154. Also 98. Chance. Wieder über Bull? Oder geht der über die Triple 20? Triple 20 war der Versuch. Triple 18 für Doppel 12. Die Triple 18 hat er. Doppel 12. Für den 12er. Oh, unlucky. Then you require 12er Breakleg. 154. Das wäre doch cremig gewesen. Kann der Geiger kontern und die 154 checken? Das wäre ja ein Knaller. Ein Knaller. Der erste war knapp drüber. Deshalb keine Chance. 12 für Mendel Lawrence. Für einen Break. Für den Anschluss in diese Partie. Und den nächsten Angriff. Doppel 3. Doppel 3. Ihr habt es gehört? Nein. Heißt 9 Points. Sven, you heißt require 3 Rest. 56. 56 für Sven Geiger. Wie wir das machen? 20, wieder mit der Gefahr, sich zu überwerfen, oder 16 für Tops? 20. Doppel 18 also. Und sofort der Treffer im Doppel. Jedes Doppel bringt dich näher an die Kekse. Und hier wäre es dann die 6-1-Führung. 6-2-Führung. Mit der Doppel 18. Also noch ein Leck. Und dann gehört ihm sogar der Titel in der SDC-Tour Event Nummer 5. Dann wäre er, glaube ich, der erste Wiederholungstäter in diesem Jahr. Der erste, der es auf darauffolgenden Turnieren schafft. Stefan Belmont hat schon 2 Turniere dieses Jahr gewonnen. Ausgabe 1 und Ausgabe 3. Dieses Mal hat er sicherlich was anderes zu tun, weil in Hildesheim ist ja auch wieder eine Players Championship und er hat ja nun mal bekanntlicherweise eine Tourcard und deshalb muss er woanders performen und lässt dieses Wochenende aus. Wir haben also die Chance, Sven Geiger bei der Titelverteidigung zuzusehen oder Liam Mendel Lawrence bei einer Wahnsinnsaufholjagd dann noch zu seinem ersten Sieg. Wir schauen. Wir schauen weiter, sehr gespannt und interessiert zu. Und da kommt noch mal eine 180 von dem Sven Geiger. Was für ein Moment. Brillantes Timing. Tolle Idee. Weiterhin ist der Druck sehr, sehr hoch auf den jungen Liam Mendel Lawrence. Es ist ein schwieriges Finale für den jungen Kerl. Er hatte seine Ups and Downs, seine Höhen und Tiefen, aber Sven Geiger macht den konstanteren Eindruck. Es sind zwar nur 5 Punkte im Average, aber es ist immer wieder 22. ein sehr guter Moment, den er kreieren kann. Und auch dieses Mal reagiert Liam Mendel Lawrence mit 22 Punkten im Score. Das ist deutlich zu wenig. Ich will die Zeit nochmal eben schnell nutzen und darauf hinweisen, dass wir auch morgen natürlich wieder für euch da sind, hier an derselben Wirkungsstätte auf YouTube, SDC YouTube. 145. Könnt ihr euch einklinken sozusagen. Ihr könnt dann aber auch wieder zugegen sein, wenn ich hier um 14 Uhr morgen live gehe. Das ist auch eine Möglichkeit für euch, wieder dabei zu sein. Live gehe ich natürlich auf der YouTube-Seite, aber ich bin ab 14 Uhr live. Nochmal ein schöner Konter von Liam Mendel Lawrence. Der schraubt hier auch nochmal eine 180 rein. Besser geht's ja kaum. Das muss man mal klar sagen, besser geht's kaum. Und unter anderem gibt es für euch auch die Möglichkeit, auf Twitch dabei zu sein. Quasi. Morgen. Gibt es genauso wie heute. Sven, you require 36. Auf Swiss Dance Cooperation auf Twitch.
Und hier haben wir Sven Geiger als Wiederholungstäter, als Gewinner der Ausgabe Nummer 5, konnte sich klar im Finale mit 7:2 gegen Liam durchsetzen. Gratulation von meiner Seite, der Applaus und auch der Glückwunsch geht von meiner Seite raus an meinen guten Freund Sven Geiger. Freue mich für dich, Jung. Zweimal hintereinander, das denke ich, abzureißen, ist gar nicht mal so einfach. Wir hatten eine tolle Qualität, wir hatten über 10 verschiedene Nationen hier am Start. Wir haben ein illustres Feld mit dem Debütanten Liam Lawrence, der hier heute das erste Mal in das Geschehen der SDC-Tour eingegriffen hat und sofort Zweiter wurde, sich wirklich gut verkauft hat. Wir haben mit Andy Bless einen Dauerbrenner, mit Felix Schirz, wir haben gute Spieler mit Luis Camacho und so weiter und so on. Also gleich hier gibt es dann nochmal die Siegerfotos, die Siegerbilder. Mein Dank geht raus an die SDC für die Errichtung dieser Tour. Morgen um 14 Uhr gehen wir dann wieder live zusammen auf allen bekannten Kanälen. YouTube, Twitch, auf Instagram, Twitter und Facebook wird es dann den aktuellen Link geben, von mir veröffentlicht, von der SDC veröffentlicht. Sagt also euren Freunden und ja, jedem, den ihr so kennt, Bescheid. Morgen ist wieder SDC-Tour Darts, Teil Nummer 6. Und mit Dennis Nielsen haben wir auch den ersten Schweden, der extra hier angereist ist. Also eine tolle Nummer, wie die SDC sich entwickelt. Ich freue mich drauf, dass es vielleicht so weitergeht. Und schauen wir doch mal, wie das denn morgen abgeht. Seid uns gewogen, bitte haut einfach mal ein Like rein. Seht zu, dass ihr den Chat ordentlich bespielt und euch mit Fragen bewaffnet. Und vielleicht können wir den einen oder anderen Austausch auch nochmal wieder live vor Ort vornehmen. Ich freue mich, auch bald wieder mit euch in den Austausch zu treten. Also, habt einen guten Abend. Lasst euch nicht ärgern. Viel Spaß bei eurer Abendgestaltung. Gratulation geht raus an Sven Geiger, Sieger, Event Nummer 5 hier in der Lettenhalle in Diessenhofen. Wir sehen uns morgen, 14 Uhr. Bis dahin. Eine gute Nacht.
bisschen größere Sache ist das am Stunde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao zusammen. Ciao, bye bye. Take care, mate. See you tomorrow. Yep, see you tomorrow. Yeah, another day. Preisgeld gibt es Finalist und Finalist und Gewinner. Wird überwiesen, so viel es noch ist. Aber ich kläre schon noch schnell ab. Stadt Ihrer Definition. Gibt es noch einen Foto? Ja, so. Sind wir kurz am Rauchen? Okay.